Rhodan 2932. Tötet Monkey von Uwe Anton. Gelesen von Renier Barken. Die Hauptpersonen. Monkey. Der Lord Admiral reagiert kaltblütig. Nestor Pomeroy. Der Kommandant von Quinto Center stellt sich den Invasoren. Nichi Laguna. Pomeroys Stellvertreter muss eine schwere Aufgabe übernehmen. Dollering Tempu. Die hasbronische Quintech analysiert die Lage. Die gute Köchin. Eine Agentin nimmt Kontakt auf. Angriff auf Quinto Center. Der Lord Admiral wird gejagt. Gut 3000 Jahre in der Zukunft. Peri Rhodans Vision, die Milchstraße in eine Sterneninsel ohne Kriege zu verwandeln, lebt nach wie vor. Der Mann von der Erde, der einst die Menschen zu den Sternen führte, möchte endlich Frieden in der Galaxis haben. Unterschwellig herrschen immer noch Konflikte zwischen den großen Sternenreichen, aber man arbeitet zusammen. Das gilt nicht nur für die von Menschen bewohnten Planeten und Monde. Tausende von Welten haben sich zur Liga freier Galaktiker zusammengeschlossen, in der auch Wesen mitwirken, die man in früheren Jahren als nichtmenschlich bezeichnet hätte. Besucher aus anderen Galaxien suchen Kontakt zu den Menschen und ihren Verbündeten. Dazu zählen die Gemeni, die aktiv in der Milchstraße um Vertrauen werben, ohne alles von sich preiszugeben, und die Togondu aus der Galaxis Sefcoris. Gegenwärtig hält sich Rhodan in deren goldenem Reich auf. All das scheint im Zusammenhang mit der Superintelligenz S zu stehen, die gezwungen war, ihre Mächtigkeitsballung und damit auch die Milchstraße zu verlassen. Aber wie verlässlich sind die Informationen? Seit der Kunstplanet Wanderer, das Domizil von S, gesichtet wurde, tun sich im Zusammenhang damit immer mehr Fragen auf. Die USO, die United Stars Organization, sieht sich indes mit etwas vollkommen anderem konfrontiert. Das Hauptquartier des galaxisweit operierenden Geheimdienstes wird von einem unbekannten Feind angegriffen. Dessen Motto lautet offenbar: Tötet Monkey. Kapitel 1. Quinto Center, 23. November 1551 NGZ. Die beiden Invasoren in den weißen Rüstungen nahmen Lord Admiral Monkey unter Punktbeschuss. Im HÜ-Schirm seines Serons entstanden immer mehr Strukturrisse, die sich als schwarze Schemen und Blitze manifestierten. Sie zuckten durch das ansonsten grünlich schimmernde Feld, das die auftreffenden Energien in den Grenzbereich zwischen Normal- und Hyperraum abstrahlte. Irgendwann würde der HÜ-Schirm unter der Belastung zusammenbrechen. Dann würden die Salven direkt auf seinen Seron treffen, den Kampfanzug durchschlagen und Monkey töten. Der Oxtorner warf sich herum und sprang in die Deckung einer stählernen Wand, ließ sich auf den Bauch fallen und schlitterte 3-4 Meter weiter. Schon glühte das Metall auf, wurde an einigen Stellen buchstäblich zerfetzt oder auseinandergesprengt. Monkey ging in die Hocke und sprang in einem gewaltigen Satz empor, der ihn über mehrere Meter des Ganges auf die andere Seite trug. Er drehte sich in der Luft und erwiderte mit seinem Kombistrahler das Feuer. Verblüfft mussten die beiden Soldaten sich neu orientieren. Ihre Schüsse gingen weit an ihm vorbei. »Du sturer Hund«, dachte er, »das geht nicht mehr lange gut, lass den Seron übernehmen.« Aber er zögerte. Als Oxtorner lag seine Reaktionsgeschwindigkeit nahezu im Leistungsbereich der Positronik seines Kampfanzugs. Andererseits verspürte er den Anflug einer bleiernen Müdigkeit in den Knochen. Wie lange hatte er nicht mehr geschlafen? Seit 3 Tagen? Ja, so in etwa. Zumindest seit 2 Tagen, seit der unbekannte, aber absolut menschlich wirkende Feind Quinto Center angegriffen hatte und versuchte, das Hauptquartier der USO zu übernehmen. Die Müdigkeit machte ihn langsamer, stumpfte die Reflexe ab und schwächte die Konzentrationsfähigkeit. Er musste dringend ein paar Stunden ruhen, um wieder körperliche Höchstleistungen bringen zu können, Zellaktivator hin oder her. Ohne dessen Wirkung wäre seine Lage längst viel schlimmer.
Davon ahnten seine beiden Gegner nichts. Sie interessierte auch nicht, warum er so langsam reagierte. Sie nutzten den Umstand aber aus. Erneut stand er im Kreuzfeuer und wusste mit absoluter Gewissheit, die Gegner wollten ihn nicht gefangen nehmen, sie wollten ihn schlicht und einfach töten. Die beiden Soldaten in den weißen Rüstungen waren ein eingespieltes Team. Sie hatten ihre Multifunktionsstrahler in den Impulsmodus und auf Dauerfeuer gestellt und die Positroniken synchronisiert. Das ergab rund 100 Schüsse pro Minute, schätzte Monkey, und alle schlugen höchstens 2-3 Zentimeter voneinander entfernt in den HÜ-Schirm ein. Absolute Präzisionsarbeit. Aber er war ein Ochstaumer. Mit einem wie ihm hatten die Angreifer es wohl noch nie zu tun gehabt. Seine Heimatwelt zerrte an ihren Bewohnern mit einer Schwerkraft von 4,8 Gravus. Dennoch benötigte er im Gegensatz zu anderen umweltangepassten keinen Mikrogravitator, um sich unter irdischen Schwerkraftbedingungen, wie sie in Quinto Center herrschten, normal bewegen zu können. Sein Körper passte sich durch einen ungesteuerten organischen Vorgang an. Ja, er war ein Ochstaumer. Und diesen Vorteil würde er ausnutzen und sich aktiv verteidigen. Nachdem er sich entschieden hatte, sprang er aus seiner Deckung mitten in das gegnerische Feuer. Die Belastung des HÜ-Schirms schnellte auf 110%. Längstens 10 Sekunden blieben ihm, falls der Punktbeschuss nicht endete. Monkey hielt den Finger auf dem Abzug und deckte die beiden Feinde seinerseits mit Salven ein. Er würde keine 10 Sekunden benötigen, nicht einmal 5. Wären seine Widersacher Haluter gewesen, hätten sie vielleicht eine Chance gehabt, ihm zu entkommen, aber sie waren nur normale Menschen. Er setzte unmittelbar vor dem ersten Angreifer auf und riss in nächster Nähe den Kombistrahler hoch. Einem Hieb mit dem Multifunktionsstrahler des Angreifers, an dessen Spitze ein langes Hochleistungs-Vibromesser befestigt war, das sogar durch Metall und Metallplastik schneiden konnte, wich er mit spielerischer Leichtigkeit aus. Dann schlug er seinem Gegner die Waffe aus der Hand. Nach rechts, wo er seinen zweiten Feind vermutete. Alles ging so schnell, dass er nicht sagen konnte, ob die Waffe als rein mechanischer Gegenstand den Schirm durchdrang oder von ihm in den Hyperraum abgeleitet wurde. Der Schirm war in diesem Augenblick für wenige Sekundenbruchteile überlastet. Monkey riss den Kombistrahler wieder herum. Der Schirm bot der Salve aus der Waffe kein Hindernis. Während der zweite Soldat zusammenbrach, wirbelte Monkey herum. Dichter Rauch ballte sich in dem breiten Gang. 20 Meter vor ihm tobten Kämpfe, die er nur undeutlich wahrnehmen konnte. Er justierte seine künstlichen Augen. Die Kamera riss die Details aus dem Halbdunkel. Es klickte. Monkeys Sehnerv wurde mit rasend schnellen Bildern geflutet. Der Qualm, der den Gang ausfüllte, verwandelte sich in Pixel, und die wiederum wurden zur Seite gewischt von einer Flut selbstoptimierender Operationen. Monkey drückte sich gegen eine Wand, hoffte, dass der dichte Rauch ihn verbarg und spielte die letzten 10 Sekunden noch einmal ab, eine weitere Eigenschaft, die seine künstlichen Augen auszeichnete. Für die hochentwickelten und zugleich robusten Implantate stellte der Qualm keine Behinderung dar. Der Lord-Admiral sah genau, wer durch den Gang vor ihm hetzte, in welche Gefechte die Personen verstrickt waren und wie sie sich bewegten. 3 USO-Spezialisten gegen doppelt so viele menschenähnliche Angreifer. Die Invasoren waren mit einer beträchtlichen Streitmacht angerückt. Sie wollten Quinto Center überrennen und einnehmen. Bei der gigantischen Größe des USO-Hauptquartiers ein schwieriges Unterfangen, selbst wenn es durch Verrat vorbereitet worden war. Monkey befürchtete, dass diese Schlacht irgendwann sehr schmutzig werden würde. Und dass es vielleicht gar keinen Sieger geben würde. Der ausgehöhlte Zwergmond war einfach viel zu groß, verfügte über viel zu viel Fläche, als dass man ihn völlig kontrollieren konnte. Aber das Gefecht gegen die 6 Invasoren vor ihm war so gut wie vorbei. Monkey stieß sich von der Wand ab.
Die Wiedergabe der letzten Sekunden ermöglichte es ihm, die Bewegungen der Angreifer zu extrapolieren. Sie bewegten sich in einer geordneten Formation, wobei die beiden vorderen Invasoren immer wieder, manchmal schon nach wenigen Sekunden, von den nachfolgenden abgelöst wurden, um ihre HÜ-Schirme zu entlasten. Monkey schoss schneller, als ein normal menschliches Auge verfolgen konnte, deckte die Invasoren mit einem Dauerfeuer ein, das ihnen keine Ausweichmöglichkeit ließ. Die USO-Agenten, die vom Lord-Admiral aus gesehen hinter den Angreifern in Stellung gegangen waren, reagierten mit einiger Verzögerung auf die Verwirrung, die die überraschende Attacke hervorrief. Bevor die Invasoren sich neu positionieren konnten, nahmen die USO-Kämpfer einen von ihnen unter Punktbeschuss. Der HÜ-Schirm des Soldaten wurde überlastet. Schwarze Strukturblitze schlugen zusammen und vereinigten sich zu einer Sphäre, die den gesamten Schirm umfasste. Er brach zusammen und das Gravopack des Kampfanzugs explodierte. »Punktbeschuss für den zweiten Angreifer«, befahl Monkey. Und wieder dauerte es viel zu lange, bis die Agenten reagierten. Der Orkstorner hatte den Eindruck, ihnen jedes Mal sagen zu müssen, was sie tun sollten. Erfahrene Kämpfer waren das nicht. Aber er konnte nicht wählerisch sein. Sie nahmen den dritten Invasor unter Punktbeschuss. Ein Seron konnte ohne Schutzschirmsysteme Temperaturen von 1200 Grad Celsius verkraften, und der Lord-Admiral schätzte, dass dieser Größenbereich in dem umkämpften Gang mittlerweile erreicht war. 2 weitere Explosionen folgten. Monkey konzentrierte sich auf den einzigen überlebenden Angreifer der Gruppe. Die optischen Systeme des Serons und seiner Augen ermöglichten ihm trotz des Rauchs und der hohen Temperaturen, die die Wände teilweise zum Glühen brachten, einen fast ungehinderten Blick auf den Widersacher. Er trug keinen normalen Kampfanzug, sondern wie seine beiden früheren Gegner eine Rüstung aus einem fast blendend weißen Material, das mit goldenen Einlegearbeiten geschmückt war. »Dauerfeuer, aber nicht im kritischen Bereich«, befahl Monkey auf der USO-Frequenz. Die Agenten reagierten überraschend schnell. Sie hielten den Angreifer unter ständigem Beschuss. Er reichte aber nicht aus, um seinen Schutzschirm zusammenbrechen zu lassen. Der Lord-Admiral rückte vor und zuckte zusammen, als keine 2 Meter von ihm entfernt eine Gestalt in den Rauchwolken auftauchte, übermenschlich groß, mit rot glühenden Augen in einem pechschwarzen Gesicht. Ein Haluter? Monkey verwarf den Gedanken sofort wieder. So groß war die Gestalt nicht. Sie konnte sich ungehindert in dem Gang bewegen, was einem Haluter nicht möglich gewesen wäre. Als dieser Teil Quintus Centers ausgebaut worden war, hatte es noch keine Begegnung der Menschen mit Halutern gegeben. Der Lord-Admiral handelte blitzschnell. Er wirbelte zu dem neuen Angreifer herum und griff nach ihm. Seine Hand fuhr durch Luft. Ein Holo. War diese seltsame Rüstung imstande, ein dreidimensionales Trugbild zu erzeugen, das Feinde ablenken und verwirren sollte? Monkey ließ sich von seinem Schwung weitertragen und prallte gegen den Angreifer in der weißen Rüstung. Die HÜ-Schirme der Kontrahenten flackerten und erloschen in einem wahren Feuerwerk an Farben. Bevor sein Widersacher reagieren konnte, griff Monkey nach dessen Waffenhand und drückte zu. Knirschend zermalmten Knochen. Die Waffe fiel zu Boden. Monkey packte mit beiden Händen den Helm des Gegners und drehte ihn zur Seite, bis er ein Knirschen hörte. Der Orkstorner hatte diesem Invasor das Genick gebrochen. Zögernd näherten sich die 3 USO-Agenten. »Sir«, sagte einer und salutierte. Monkey zeigte auf den Toten in der Rüstung und auf die Waffe, die neben ihm lag. »Ziehen Sie sich zurück und nehmen Sie den Toten und die Waffe mit. Bringen Sie sie zu einem Laborkomplex fern der Front und lassen Sie sie dort analysieren.« »Verstanden, Sir«, bestätigte der Agent. »Weitere Befehle?« Monkey runzelte die Stirn. Er hatte doch gerade eindeutige Anweisungen gegeben. »Nein, die Bergung und Untersuchung der Rüstung und der Waffe hat Priorität.« »Jawohl, Sir.«
Der Spezialist zögerte kurz. »Wenn ich fragen darf, wie ist die Lage?« »Es sieht übel aus«, antwortete der Lord Admiral. »Wir werden uns wohl zurückziehen und in gesicherten Positionen verschanzen müssen.« Der USO-Agent schaute betroffen drein. »So schlimm steht es?« »Ja«, sagte Monkey. »So schlimm steht es.« Monkey spurtete den Gang entlang, stieß auf eine Kreuzung, orientierte sich neu und schlug sich nach links. Nach wenigen Metern fingen die akustischen Systeme des Serons Geräusche vor ihm auf. Er blendete mit einem Blinzeln das Holo der Energieortung ein. Es zeigte zahlreiche Energieemissionen. Überall um ihn tobten Kämpfe. Er versuchte den Gefechten auszuweichen, was ihm allerdings nicht immer gelang. Wie das gerade überstandene Scharmützel belegte, er konnte die Angreifer nicht allein zurückschlagen, dazu waren es viel zu viele. Und er musste sich einen strategischen Überblick verschaffen und mit Kenntnis der Lage den Widerstand organisieren. Kurz gesagt, er musste versuchen, mit Nestor Pomeroy Kontakt aufzunehmen, dem Kommandanten von Quintus Center. Sie mussten Hand in Hand vorgehen, wollten sie auch nur eine minimale Chance haben, die Eroberung des USO-Hauptquartiers zu verhindern. Der Lord Admiral blieb stehen, wartete eine halbe Minute, eine Minute. Die Emissionen vor ihm wurden stärker, erreichten dann eine Spitze und brachen abrupt ab. Er lief weiter. Als er um eine Ecke bog, sah er die erste Leiche. Es war die eines Invasoren. Die weiße Rüstung hatte ihn nicht retten können. In der Brust des Soldaten klaffte ein faustgroßes Loch. Sein Schutzschirm war zusammengebrochen, ein Thermostrahl hatte die Rüstung voll durchschlagen. 10 Meter weiter lag die nächste Leiche, diesmal die eines USO-Spezialisten. Sie war buchstäblich kopflos. Monkey stieg über die Toten hinweg. Er hatte sich von Anfang an nichts vorgemacht. Obwohl die Gegner anfangs vergleichsweise schonend vorgegangen waren, handelte es sich bei der Invasion von Quintus Center um einen Krieg. Einen umfassenden, brutalen Häuserkrieg, bei dem kleinste Parzellen gesichert zu haben bereits als Erfolg gefeiert werden durfte. Die Angreifer waren zahl- und trickreich, und der Lord Admiral war nicht gewillt, seine USO-Spezialisten in einem sinnlosen Gefecht zu verschleißen. Zumal er diesen Krieg mit einer konventionellen Strategie wohl kaum gewinnen konnte. Er sprang über weitere Tote hinweg. Die Verteidiger hatten sich zurückgezogen, die Angreifer waren ihnen gefolgt. 300 Meter kam er ohne Zwischenfall voran, dann ortete er wieder heftige Energieemissionen. 100 Meter vor ihm tobte ein weiteres Gefecht. 2, 3 Gangbiegungen verhinderten, dass er etwas davon sehen konnte. Aber so weit musste er gar nicht mehr laufen. Er blieb vor der Tür zu einem kleinen Lagerraum stehen. Den Instrumenten des Serums zufolge war dieser menschenleer. Er legte die Hand auf eine Schaltfläche und die Tür öffnete sich. Solange Canon, die Zentralpositronik, nicht manipuliert wurde, konnte er als Lord Admiral jede Tür in Quintus Center öffnen. Automatisch flammte Licht auf. Der Schein greller Leuchtstäbe unter der Decke enthüllte Regale voller Pakete mit Konzentratnahrung für Kampfanzüge. Er lief zwischen den Regalen weiter zur hinteren Wand und legte wiederum die Handfläche darauf. Ein leichtes Flimmern zeichnete einen Türrahmen nach, dann fuhr das Wandpanel zischend zur Seite. Vor ihm war alles dunkel. Mit normalen Augen hätte er lediglich undurchdringliche Finsternis gesehen, aber er hatte keine normalen Augen. Es waren 2 höchst seltsam wirkende, anthrazitfarbene Implantate, die ihn manchmal aussehen ließen wie einen Androiden oder einen auf ein menschliches Aussehen getrimmten Roboter. Sie waren kreisrund, lidlos und durchmaßen jeweils 4 Zentimeter. In diesen Augen steckte in etwa so viel Leben wie in Kameraobjektiven, aber in ihrer Funktionalität waren sie unübertroffen. Der Lord Admiral hatte vor langer Zeit bei einem Unfall sein Augenlicht verloren.
Aufgrund des besonderen Metabolismus der Augstorner und der schweren Art der Verletzung war es nicht möglich gewesen, die Augen durch eine Klonreplik zu ersetzen. Dafür gab es mehrere Gründe. Als Augstorner hielt Monkey extremen Umweltbedingungen stand. Die künstlichen Augen mussten ebenso widerstandsfähig sein, und sie hatten noch eine zweite Aufgabe. Im kaum vorstellbaren Fall von Monkeys Tod ließen sie sich wie eine Art Fahrtenschreiber auswerten. Das hörte sich genauso herzlos und berechnend an, wie es war. Monkey hatte es persönlich so angeordnet. Allerdings hatte er sich bei der Ausstattung der Implantate keineswegs als sparsam erwiesen, ganz im Gegenteil. In ihnen war nicht nur die Normalsicht profaner Augen integriert, sie verfügten zusätzlich beispielsweise über mehrere Filter, Mikroskop, Teleskop und Infrarotfunktionen. Des Weiteren war eine Kamera mit Speicher in ihnen eingebaut. Monkey konnte die Szenen, die er gesehen hatte, jederzeit sich selbst noch einmal vorspielen, wie er es gerade getan hatte, um die Bewegung des Invasoren zu extrapolieren. Die Infrarotfunktion enthüllte Teile einer Röhre von vielleicht 1 Meter Höhe und etwas weniger an Breite. Obwohl er wusste, was ihn erwartete, streckte er die Hand weiter aus, bis sie auf Widerstand stieß. Ein Prallfeld schirmte den Zutritt zur Röhre vor ihm ab. Mit gutem Grund. Es dauerte nicht lange, dann wurde es abrupt hell in der Röhre. Monkey sah eine schmale Kabine mit lediglich 2 nebeneinander befindlichen Sitzplätzen vor sich. Das Prallfeld hatte sich aufgelöst. Der Lord Admiral trat gebückt in die Kabine eines der U-Boote von Quinto Center, setzte sich in den ersten Sessel, nannte sein Ziel und legte einen Finger auf ein schwach beleuchtetes Display. Geräuschlos beschleunigte die kleine Kabine und nahm rasch ein enormes Fahrttempo auf. Ein Terminal fuhr aus der Wand, und der Augstorner machte sich an die Arbeit. Kapitel 2 Quinto Center. Zuerst verschaffte der Lord Admiral sich einen Überblick über die Lage. Es stand schlimm um Quinto Center, nachdem das Undenkbare eingetreten war. Eine Invasionsarmee war eingedrungen, hatte eine Schneise der Vernichtung geschlagen und eine Nebenzentrale erobert. Der Gegner hatte Quinto Center an einen unbekannten Ort geflogen, an dem bereits eine offenbar feindliche Flotte von Kugelraumern wartete, die allerdings durch ungewöhnliche Ringwulste auffielen. Und durch ihr Flaggschiff, einen gewaltigen Doppelkugelraumer, der den Namen Iwan Iwanowitsch Goratschin trug. Wie kam ein Feind darauf, ausgerechnet den Namen eines der ersten Mitglieder des frühen terranischen Mutantenkorps zu tragen? Iwan Iwanowitsch Goratschin, der Doppelkopfmutant, der Zünder. War der Name reiner Zufall? Pure Provokation oder gar Programm? Unaufhaltsam arbeitete sich der unbekannte Feind durch den ausgehöhlten Kleinmond vor. Bald würde er weitere wichtige Nebenzentralen erobern und über kurz oder lang die gesamte Station. Möglich geworden war das alles durch Verrat aus dem Inneren der USO. Auch das ein Fall nie gekannter Dramatik. Ein Verräter war umgekommen, wahrscheinlich. Ein anderer hatte sich vor Monkey enttarnt, allerdings ohne, dass es ihm etwas geholfen hätte. Allard Schneider, der Chef der sogenannten Nachtwache und nunmehr Kommandeur von Quinto Center. Monkey schloss die Augen und zwang sich in aller Ruhe nachzudenken. An seinem Plan, mit Nestor Pomeroy Kontakt aufzunehmen, hatte sich nichts geändert. Nur gemeinsam konnten sie einigermaßen erfolgversprechende Strategien entwickeln, den Feind wider alle Wahrscheinlichkeit aufzuhalten. Pomeroy verdankte Monkey auch, dass er nun schnell und einigermaßen sicher vorankam. Jenem und seinen Vorgängern verdankte Quinto Center unter anderem ein Netz von Transmitterverbindungen, über das nur er und Cannon den völligen Überblick hatten. Oder hat nur noch die Zentralpositronik diesen Überblick, weil selbst Pomeroy das Netzwerk nicht mehr überschauen kann? Fragte sich Monkey mit einem schwachen Lächeln.
Der Kommandant hatte darüber hinaus neben den allgemeinen Gleitbändern und Antigrafschächten ein System von Schnellverbindungen eingerichtet, eine Vakuumbahn, in der Transportkapseln mit einem Passagiervolumen von 1 bis 2 Personen verkehrten. Neben den allgemein zugänglichen Linien gab es dabei geheime Tunnel. Dort verkehrten ausschließlich Spezialkapseln, die U-Boote von Quinto Center. Und diese standen nur wenigen Personen zur Verfügung, darunter Pomeroy selbst und Lord Admiral Monkey. Kaum ein anderer wusste von diesem geheimen System. Der Oxtorner wechselte mit dem Sender seines Serums auf eine Frequenz, die zwischen ihm und Pomeroy abgestimmt war. Es dauerte eine Weile, bis der Kommandant von Quinto Center sich meldete, allerdings kam keine Holo, sondern nur eine Funkverbindung zustande. »Kommt der Anruf ungelegen?« fragte der Lord Admiral trocken. Er konnte sich vorstellen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Funkgespräch die volle Aufmerksamkeit des Empfängers erhielt. »Ein wenig«, antwortete Pomeroy genauso trocken, »aber ich habe mir ein paar Minuten Zeit verschafft.« »Wir sind verraten worden«, kam Monkey sofort zur Sache. »Das habe ich befürchtet. Anders wäre dieser Angriff auch gar nicht möglich. Wissen Sie schon von wem?« »Ausgerechnet von der Nachtwache, der Einsatzgruppe Interne Sicherheit und Rekonstruktion, die eine Infiltration von Quinto Center verhindern soll. Sie wurde selbst infiltriert und arbeitet für den Feind.« »Welch ein Hohn«, sagte Pomeroy verbittert. »Ist uns die gesamte Einsatzgruppe in den Rücken gefallen? Zumindest Ihr Chef Allard Schneider, unser Nachtwächter. Dann haben wir ein erstes Ziel. Aber es bleiben noch Namen. Er war nicht der letzte oder einzige. Kennen Sie die anderen?« »Bisher nicht. Aber den Nachtwächter müssen wir auf jeden Fall in die Hände bekommen«, sagte Monkey lapidar. »Haben Sie noch einen Gesamtüberblick über die Lage?« »Zumindest ansatzweise. Immer mehr Invasoren dringen in Quinto Center ein, darunter offenbar auch die Besatzungen der Kugelraumer, die in die Hangars eingeflogen sind. Wenn wir nur wüssten, was diese Rüstungen alles können.« »Ich habe eine funktionsfähige, weitgehend unbeschädigte sichergestellt und lasse sie gerade zu einer Untersuchung in ein Labor bringen. Hoffentlich gelangt sie sicher bis dorthin.« »Ja, was schlagen Sie nun vor?« »Wir müssen uns treffen. Ich nenne Ihnen in dem abgesprochenen Spezialcode einen Treffpunkt.« »Verstanden. Es kann aber eine Weile dauern, bis ich dort eintreffe.« »Ich werde auf Sie warten.« Monkey beendete die Verbindung und nannte der U-Bahn-Kabine das neue Ziel. »Jetzt«, rief Nestor Pomeroy. »Möge die violette Kreatur des Schreckens Sie holen!« Pomeroys Stellvertreter als Kommandant von Quinto Center, Nichila Guna, trat vor und schoss blindlings in den Gang. Der Kartaser zürnte einen weiteren Fluch und wich sofort 1 Meter zurück in die trügerische Deckung der Gangbiegung. Quintech Dollering Tempo eröffnete gleichzeitig das Feuer. Die Hasbronerin verfügte zwar über keine große Kampferfahrung, aber auf diese geringe Entfernung konnte sie ihr Ziel nicht verfehlen. Die Salven schlugen bei der Gangbiegung in die Wand, wo sie ein Flammeninferno erzeugten. Dichter Rauch stieg empor und nahm Pomeroy die Sicht, doch seine Seronsysteme setzten ein und zeigten ihm eine bereinigte Darstellung. Der dunkelhäutige Terraner verzog grimmig den Mund. 3 Invasoren lauerten hinter der nächsten Gangbiegung, feuerten immer wieder und zogen sich dann blitzschnell zurück. Sie verfolgten Pomeroy und seine beiden Begleiter seit einer geraumen Weile, kamen ihnen jedoch nicht näher und konnten sie auch nicht unter Punktbeschuss nehmen. Wenn man in der Überzahl war, mochte das gelingen, bei einem zahlenmäßigen Gleichstand aber nicht. »Die Decke«, rief Pomeroy, »schießen Sie auf die Decke!« Er riss den Kombistrahler hoch und schaltete auf Dauerfeuer. Geschmolzenes Metall und Plastik tropften als zum Teil glühende, zum Teil längst verkohlte Masse zu Boden. Ein widerlicher Gestank breitete sich aus, wurde jedoch schnell von den Filtern des Serums beseitigt. Der
Gathaser und die Hasbronerin richteten ihre Waffen ebenfalls nach oben. 2 Sekunden später löste sich mit einem ohrenbetäubenden Krachen ein Deckenpaneel und stürzte zu Boden. Pomeroy nahm einen freigelegten Querbalken unter Beschuss und ein 3 Meter langer Teil der Decke kippte mit einem gewaltigen Rumpeln herab. Pomeroy richtete sich auf. Sie hatten ihren Verfolgern den Weg versperrt. Es würde selbst mit Desintegratoren ein paar Minuten dauern, den Schutt aufzulösen, und bis dahin würden er und seine Gruppe diesen Bereich von Quintus Center verlassen haben. Pomeroy gab seinem Stellvertreter und der hasbronischen Koko-Interpreterin ein Zeichen und lief los. Ihm war klar, dass Laguna und Dollering Tempo schon nach einigen Dutzend Metern die Orientierung verlieren würden. Pomeroy führte sie durch Nebengänge, die so gut wie nie benutzt wurden, in einen Bereich von Quintus Center, den sie noch nie betreten hatten. Dass es solche Bereiche gab, durfte nicht verwundern. Quintus Center hatte einen Durchmesser von 62 Kilometern, wobei lediglich die inneren 50 Kilometer ausgehöhlt waren. Dennoch war das Volumen des Himmelskörpers gewaltig, selbst nach Abzug aller Maschinenbereiche, die die gigantische Geheimdienstzentrale fernab aller Sonnen am Leben erhielten und mobil machten. Jedes Mal, wenn Pomeroy neue Kadetten in Quintus Center begrüßte, zog er die alles andere als kleine Ras Chubai zum Vergleich heran, um ihnen die Ausmaße von Quintus Center vor Augen zu führen. Die Ras Chubai bot ein Volumen von 8 Kubikkilometern, aber erst, wenn sie diesen Wert mit 8000 multiplizierten, erhielten sie das Volumen von Quintus Center. Kein Normalsterblicher und womöglich nicht einmal die unsterblichen Atlan und Monkey kannte sich in ganz Quintus Center aus, hatte jeden Raum mindestens einmal besucht. Lediglich Pomeroy selbst kam an diese Vorstellung heran. Nicht umsonst munkelte man unter der Besatzung, er habe jeden Winkel im Quintus Center persönlich inspiziert. Pomeroy selbst äußerte sich nie zu diesen Vermutungen. Quintech Tempo hatte stets bezweifelt, dass Pomeroy jeden Raum im Quintus Center schon einmal betreten hatte. Nun leistete sie gedankliche Abbitte. Es war unvorstellbar, mit welcher schlafwandlerischen Sicherheit sich der Kommandant durch den ausgehöhlten Asteroiden bewegte, egal wie ausgestorben der betreffende Bereich wirkte. Das Schlossgespenst, dachte sie. Das war sein Spitzname, der durchaus respektvoll gemeint war. Man sagte ihm nach, er würde am liebsten allein in Quintus Center hausen, und manchmal tauchte er da oder dort unverhofft auf, zumeist völlig unverhofft. Irgendwann verlor Dollering Tempo die Orientierung vollends. Nachdem sie anfangs zumindest eine vage Ahnung ihrer Bewegungsrichtung und der zurückgelegten Entfernungen gehabt zu haben glaubte, nun könnten sie ebenso gut im Kreis laufen. Sie wusste es einfach nicht zu sagen. Schließlich blieb Pomeroy vor einer Wand stehen, die kaum anders aussah als Tausende vorher, und legte die rechte Hand zielsicher an eine schwer erreichbare Stelle. Kaum getan, öffnete sich lautlos eine verborgene Tür. Übergangslos füllte sich das dunkle Loch, das sich vor Pomeroy aufgetan hatte, mit Licht, und Tempo sah eine kleine Kabine mit 2 Sitzplätzen. »Steigen Sie ein«, sagte der Kommandant. »Ich habe das Ziel bereits eingegeben.« »Und Sie?« fragte Laguna. »Das ist eine U-Bahn für 2 Personen«, gab Pomeroy ungeduldig zurück. »Steigen Sie ein, damit die nächste Kabine andocken kann. Die nehme dann ich.« »Die weiße Kreatur der Weisheit stehe Ihnen bei.« Zögernd betrat der Gathaser die kleine Kabine und rutschte auf den rechten Sitz durch. Die Hasbronerin folgte ihm und ließ sich auf dem anderen nieder. Ein Prallschirm dichtete die Öffnung in der Wand ab und die Vakuumbahn beschleunigte. Keine 10 Sekunden später traf die zweite Kabine ein Einsitzer. Pomeroy stieg ein, ließ sich in den Sessel fallen und atmete tief durch, während die U-Bahn beschleunigte. Spätestens in diesem Moment hatten sie die Verfolger abgeschüttelt. Damit war das erste Etappenziel bewältigt.
Obwohl sie auf der Flucht waren, würden sie den mit Monkey vereinbarten Treffpunkt erreichen, ohne ihre Verfolger ebenfalls dorthin zu führen. In diesem Fall wäre alles verloren gewesen. Er fragte sich, welche Ideen der Lord Admiral hatte und wie er gegen die Invasoren vorgehen wollte. Pomeroy selbst sah in dieser Hinsicht keine Lösung, nicht einmal einen Hoffnungsschimmer am Horizont. 10 Sekunden, nachdem Quintech Tempo die Kapsel verlassen hatte, traf die von Kommandant Pomeroy ein. Er stieg aus seinem Sessel und die Tür in der Rückwand des großen Unterrichtsraums, den sie gerade betreten hatten, schloss sich wieder und verschmolz nahtlos mit der Wand. Monkey fragte sich, wie es möglich gewesen war, diese Vakuumbahn insgeheim in Quintos Center verlegen zu lassen. Die Vakuumröhren führten unbemerkt auch durch gewohntes oder zumindest stark frequentiertes Terrain. Wahrscheinlich gab es spezielle Nanotechnik für die Türen und irgendwie mussten auch die Räume erschaffen worden sein, die nun als geheime Haltepunkte dienten. Andererseits wurde in dem riesigen Hauptquartier der USO permanent gebaut und modernisiert, sodass weitere zusätzliche Bauarbeiten nicht besonders auffielen. Der Lord Admiral betrachtete die 3 Neuankömmlinge mit seinen künstlichen Augen. »Es freut mich, dass Sie es wohlbehalten hierher geschafft haben«, sagte er. »Wir müssen uns nun einige Fragen stellen und Antworten darauf finden.« »In der Tat«, pflichtete Kommandant Pomeroy ihm bei. »Zuerst einmal müssen wir in Erfahrung bringen, wer die Angreifer sind und weshalb sie mit dieser Invasion begonnen haben. Irgendwelche Theorien?« »Die Invasoren sehen aus wie Menschen und fliegen Raumschiffe mit terranischen Namen«, sagte Dollering Tempo. »Wieso? Was steckt dahinter? Vielleicht können wir irgendwelche Hinweise daraus ziehen.« »Eine Invasion aus der Vergangenheit?«, schlug Nichi Laguna vor. »Aus einem parallelen Universum? Oder sind es getarnte Tifroder?« Die Hasbronerin ließ ihren Blick über den diskusförmigen Schädel des Katasas gleiten, der seinerseits die beiden vorderen Augen auf sie richtete und Tempo fragend ansah. »Stimmt etwas nicht?« Zögernd schüttelte sie den Kopf. »Nein, alles in Ordnung.« »Haltlose Verdächtigungen und Spekulationen«, ergriff Monkey das Wort. »Wir müssen unsere Ziele neu definieren. Daraus ergibt sich unsere erste Aufgabe. Wir müssen mehr Informationen über unseren Feind zusammentragen.« »Richtig«, pflichtete Pomeroy ihm bei. »Und wir müssen herausfinden, wie sie den Verrat bewerkstelligt haben. Unsere Sicherheitsvorkehrungen sind sehr streng. Ein Verrat dieser Größenordnung lässt sich nicht einfach so bewirken. Solch eine Aktion muss gründlich vorbereitet werden.« »Jeder könnte der Verräter sein«, sagte Tempo. Dabei ließ sie den Blick auf Nichi Laguna ruhen. »Wir können keinem vertrauen, allenfalls dem Lord Admiral und dem Kommandanten.« Monkey horchte auf. Tempo war zweifellos erleichtert darüber, bei ihm zu sein und damit einen sicheren Anker in einer Welt bekommen zu haben, in der es keine Sicherheit mehr gab. Aber was hatte ihre eher kryptische Aussage zu bedeuten? Sie vertraue allenfalls ihm und Pomeroy. Dollering Tempo hatte sie als erst auf eine mögliche Infiltration aufmerksam gemacht. Seitdem hatte sie mit ihren Vermutungen immer richtig gelegen. Misstraute sie etwa Nichi Laguna? »Spricht das in die rote Kreatur des Unfugs?« Der Katasa hielt mit seinen vorderen Augen ihrem Blick stand. Monkey beschloss, die Sache im Hinterkopf und Guna im Auge zu behalten. Vielleicht lag sie auch diesmal wieder richtig. »Und wir müssen eine Information nach außen bringen. Einen Hyperfunkspruch, der die LFG über den derzeitigen Standort von Quintos Center informiert«, sagte Tempo. »Wir brauchen dringend Hilfe. Allein werden wir die Invasion wohl kaum zurückschlagen können.« »Den letzten Satz möchte ich nicht so stehen lassen«, sagte Monkey. »Aber mit dem Hyperfunkspruch haben Sie recht. Es gibt dabei 2 Probleme.
warf Pomeroy ein. Erstens ist die Hyperfunkanlage ausgefallen, sabotiert oder stillgelegt worden. Und zweitens ist Quinto Center wieder im Linearraum unterwegs, nach nur einem kurzen Austritt, dessen Restwert ausreichte, um innerhalb von weniger als einer Stunde erneut Eintauchgeschwindigkeit zu erreichen. Der Hauptstorner fragte nicht, woher der Kommandant Informationen hatte. Bei Pomeroys Kenntnissen über Quinto Center bezweifelte er nicht, dass sie richtig waren. Sollte die Reise demnächst beendet sein, ergriff nun auch der Gathaser, der sich bislang nicht zur Sache geäußert hatte, das Wort, müssen wir umgehend den dann aktuellen Standort in Erfahrung bringen. Pomeroy nickte. Und sei es durch einen allgemeinen Hyperfunkruf, dessen Quelle dann vom Empfänger möglicherweise lokalisiert werden kann. Wie können wir diese Ziele erreichen? Fragte Monkey. Indem wir uns Zutritt zu einer Nebenzentrale oder einem Datenzentrum verschaffen, das die Invasoren noch nicht erreicht haben, sagte Tempu. Der Augstauner sah Pomeroy an. Der dunkelhäutige, kahlköpfige Terraner nickte. Ich weiß, wie wir ein solches Zentrum erreichen können. Na, worauf warten wir dann? Sagte Monkey. Kapitel 3 Iwan Iwanowitsch Goratschin. Alles läuft bestens. Trotz dieser guten Nachricht verkniff sich Oberst Marok Ogilvy, der Kommandant der Iwan Iwanowitsch Goratschin, jegliches Lächeln. Er hatte nichts anderes erwartet. Er kannte nichts anderes als den Erfolg, war eine lebende Legende im Zweiten Solaren Imperium und hatte dort zahlreiche heikle Missionen für die Togondu bewältigt. Im ZSI glaubte man, er wäre im Auftrag des Gondu in Sefcoris auf einem Schlichtungseinsatz unterwegs. In Wahrheit erfüllte er in der Milchstraße eine unvergleichbar wichtigere Aufgabe. Admiralin Amber Dessalin, die Expeditionsleiterin und damit seine Vorgesetzte, neigte sanft den Kopf. Sie war mit ihren 151 Jahren ebenfalls eine lebende Legende und galt im ZSI als pensioniert, seit sie den Geheimeinsatz übernommen hatte. Sie hatte auf der renommierten Schiller-Flottenakademie auf Gäern ihren Abschluss mit Auszeichnung gemacht und danach eine Zeit lang in der Garde des Gondus gedient. Mit 50 Jahren hatte sie ihr erstes eigenes Kommando bekommen und war dann schnell zur Verbands- und Flottenkommandantin aufgestiegen. Sie war entscheidend an der Befriedung der Saksaks beteiligt gewesen, hatte die Evakuierung der Verronten geleitet und war in vielen weiteren ähnlich renommierten Einsätzen erfolgreich gewesen, mal auf friedlichem Wege, mal auch durch unnachgiebige Härte. Die Führungsspitze des Zweiten Solaren Imperiums, des einzig wahren, hat tatsächlich ihre besten Leute in die Milchstraße geschickt, dachte Marok Ogilvy. Selbstgefälligkeit lag ihm dabei fern. Er stellte nüchtern Tatsachen fest, hütete sich aber, sie auszusprechen, weil ihm das bei der Admiralin zum Nachteil gereichen würde. Die Infiltration ist gelungen, pflichtete Dessalin ihm dann bei. Genau nach Plan, bestätigte Ogilvy. Geradezu perfekt. Die vorangeschickten Teams haben ihre Aufgabe sehr gut erfüllt. Perfekt ist ein sehr anspruchsvolles Wort, das ich nicht leichtfertig benutzen würde, sagte die Admiralin mit leichtem Tadel in der Stimme. Ich muss dir zu meinem Bedauern mitteilen, dass Hanno Maultlin, der Fremdenführer, nach Erfüllung seiner Pflicht gefallen ist. Oh, das war neu für Ogilvy. Ich bedauere seinen Tod ebenfalls, doch mit Verlusten war zu rechnen. Meinen Kenntnissen zufolge liegen sie innerhalb der zu erwartenden Parameter. Wie ist es den anderen Mitgliedern des Vorauskommandos ergangen? Er ließ den Blick durch den kleinen Besprechungsraum gleiten, der direkt an die Privatgemächer der Expeditionsleiterin grenzte. Er war schlicht und zweckmäßig eingerichtet. Ein Tisch in der Mitte, darauf ein großes Terminal und 4 kleinere, umgeben von 5 Sesseln. Der einzige Luxus war eine Konsole an der hinteren Wand, unter den Holoprojektoren, die Erfrischungsgetränke bereithielt, und ein kleiner Servorobot, der bewegungslos daneben stand.
Sowohl Dessalin als auch Ogilvy hatten auf Getränke verzichtet. »Darüber liegen mir Informationen vor«, sagte die Expeditionsleiterin. »Sie leben und sind wohlauf. Allard Schneider, der Verdunkler, und Claudio Singer-Mackay, der Toröffner, wurden zwar enttarnt. Das heißt, in Quinto Center weiß man, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Agostina September, die gute Köchin, blieb bislang aber unentdeckt. Sie ist weiterhin undercover tätig.« »Gut.« Der Oberst nickte bedächtig. Die leise Zurechtweisung durch die Admiralin war ihm eine Warnung gewesen. Von nun an würde er seine Worte mit mehr Bedacht wählen. »Die USO hält sie noch immer für normale Verräter?« »Ja. Unserer Kenntnis zufolge rätseln die Führungskräfte des Feindes weiterhin über unsere Identität. Sie fragen sich, wer die Angreifer eigentlich sind, wissen nichts von Gäonen oder einem zweiten solaren Imperium. In dieser Hinsicht hast du recht. Das ist gut für unsere Sache.« »Ein wahrer Langzeitplan«, dachte Ogilvy. Bereits seit 1529 NGZ war ein erstes Vorauskommando der Gäonen mit dem Auftrag in der Milchstraße tätig, vor allem die USO zu infiltrieren. Die Gäonen hatten sofort ihre Infiltrationsarbeit begonnen, was durch die in manchen Regionen desolaten Zustände nach den Verwüstungen durch die Thiophoren erleichtert worden war. Es war nicht ungewöhnlich, wenn über Personen aus den Außenwelten keinerlei Daten mehr existierten. Dafür erntete man schnell Achtung, wenn man bereit war anzupacken. Eine zweite Gruppe war 1530 NGZ in die Milchstraße aufgebrochen, als klar geworden war, dass es viel zu wenige Mitglieder der ursprünglichen Gruppe tatsächlich in die USO geschafft hatten, und hatte die Milchstraße 1538 NGZ erreicht. Ihre Mitglieder hatten nicht mehr den ursprünglichen Vorteil der unruhigen Zeiten, profitierten aber von den bereits erfolgreich etablierten Mitgliedern des ersten Kommandos. 4 Agenten hatten sich in der Folge mit einer normalen Laufbahn ihre Stellungen im Quinto Center erarbeitet. Sie waren nicht die einzigen, die es versucht hatten. Anderen war es gar nicht erst gelungen, in Quinto Center aufgenommen zu werden. Die 4 Agenten operierten unter Codenamen, die die Admiralin gerade genannt hatte: der Fremdenführer, Verdunkler, Toröffner und gute Köchin. Ogilvy nahm vor allem mit Erleichterung zur Kenntnis, dass September weiterhin unerkannt agieren konnte. Sie hatte ihre Aufgabe als einzige der 4 noch lange nicht erfüllt. »Dann gehen wir weiter nach Plan vor?« fragte er. »Ja«, entschied die Admiralin. »Solange die Übernahme so vielversprechend läuft, werden wir nichts daran ändern.« »Verstanden.« Ogilvy stand auf und ging zur Tür. »Du entschuldigst mich, ich möchte in die Zentrale zurückkehren, es gibt noch viel zu tun.« »Selbstverständlich«, antwortete die Admiralin und entließ ihn mit einem huldvollen Lächeln. Der Anblick der Zentrale erfüllte Oberst Marok Ogilvy mit tiefer Ruhe, obwohl eigentlich das Gegenteil der Fall sein sollte. Seit der Angriff auf Quinto Center begonnen hatte, herrschte permanente Aktivität. Der Feuerleitoffizier musste jederzeit auf einen Fluchtversuch eines der Schiffe in den USO-Hangars vorbereitet sein. Der Funkoffizier hielt ständig Verbindung mit der Begleitflotte der Milchstraßenmission. Die Ivan Iwanowitsch Goratschin war nicht allein in der Milchstraße, wurde von 50 weiteren Schiffen der ZSI-Flotte begleitet, von 2 Superschlachtschiffen der Hektor-Klasse, 6 Schlachtschiffen der Patroklos-Klasse, 12 Schlachtkreuzern der Alexander-Klasse und 30 schweren Kreuzern der Gäon-Klasse. Darüber hinaus hielten zahlreiche Ortungsspezialisten, Kommunikationsexperten und Strategen Verbindung mit den Einsatzkräften in Quinto Center. Sie analysierten die Lage in dem Kleinmond, versuchten den Truppen die besten Wege für den Vormarsch aufzuzeigen und wiesen sie auf Aktionen des Feindes hin, die schnellstmöglich unterbunden werden mussten. Ogilvy ließ sich in seinen Sessel fallen, rief Folos der Entwicklungen im Quinto Center auf und brachte sich auf den neuesten Stand. Dann befahl
befahl er seinem Stellvertreter, Major Faulein September in die Zentrale kommen zu lassen. Der Major hatte wohl nur auf diesen Befehl gewartet, so schnell traf er ein. Selbstverständlich, dachte Ogilvy, ihn treibt zusätzlich die Sorge um seine Zwillingsschwester um. Der 82 Jahre alte, hagere Kommandant des Quinto-Einsatzkommandos machte keinen Hehl aus dieser Besorgnis. Ist etwas von Agostina gehört? Ja, sie ist wohlauf und wurde bislang nicht enttarnt. Die Erleichterung war dem Major deutlich anzusehen. Dann ist alles bereit, sagte er. Hast du Kontakt mit Agostina? Wie denn? Jedenfalls nicht von Bord der Ivan Ivanovich Goratschin. Dazu müsste ich auf Quinto Center sein. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, die Umstände hätten sich vielleicht verändert. September schüttelte den Kopf. Du wirst bald Gelegenheit bekommen, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Du hast recht. Damit ist alles bereit. Der Einsatz des von dir geleiteten Quinto-Teams kann beginnen. Sind neue Ziele hinzugekommen? Nein. Die nächsten Ziele haben sich nicht verändert. Die vollständige Kontrolle über Quinto Center, die Bergung der Datenschätze und die Gefangennahme von Lord Admiral Monkey. Dessen Jäger stehen bereit. Dann schick sie los, befahl der Kommandant. Kapitel 4 Im Zwischenreich. Cart wartete. Die Bilder und Geräusche, die die Außenüberwachung in seinen kleinen Kontrollraum übertrug, machten ihm stark zu schaffen. In Quinto Center wurde gekämpft und es sah nicht gut für seine Kameraden aus. Die User-Spezialisten würden diesen Kampf kaum gewinnen können. War dieses Gefecht ihr letztes? Das Schlimmste daran war, dass er ihnen nicht helfen, nicht das Geringste für sie tun konnte. Er war nur die abstrakte Metalltravestie eines Bären von 2,5 Metern Schulterhöhe und gleichzeitig viel weniger und doch viel mehr als das. Außerdem hatte er seine Befehle, die er nicht missachten konnte. Er war der Hausmeister. Ihm oblag es nicht, möglichst viele Invasoren zurückzuschlagen, sondern das Zwischenreich in Ordnung zu halten, für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand kommen und hier Zuflucht oder Hilfe suchen würde. Wobei die Zahl der Personen, die dafür in Frage kamen, limitiert war. Er hatte gerade eine weitere, routinemäßige Inspektion des Reichs beendet. Der eigentliche Marsch hatte nicht lange gedauert, so groß waren diese Gefilde nicht, und er hatte auf seiner Liste keinen einzigen Eintrag machen müssen. Die Hardware war perfekt in Schuss. Vor 6 Wochen hatte er den letzten defekten Gegenstand austauschen müssen, ein durchgebranntes Display. Die vorletzte Reparatur lag bereits ein halbes Jahr zurück. Genauso wichtig war die Software, deren Überprüfung nun anstand. Er aktivierte ein Terminal und trat zur Serthaube. Nach ein paar Handgriffen war alles bereit. Ohne Aufforderung bildete er seinen Kopf so weit zurück, dass sich die Haube senken und ihn umschließen konnte. Dann rief er die Programme der zweiten Welt auf. Kampftraining? Nein. Gekämpft wurde draußen genug. Psychologische Einsatzschulung? Hatte er beim letzten Test absolviert. Provisorische Waffen? Ja, die wurden allmählich wieder mal fällig. Dann fiel sein Blick auf Persönlichkeitsbildung. Diese Programme hatte er lange nicht überprüft. Er scheute sich davor, weil er nur eine unzureichende Testperson und das Ende der Tests vorhersehbar war. Aber er war der Hausmeister und er musste seine Pflicht erfüllen. Er wählte eines aus, das auf Erfahrungen Atlans basierte, des früheren Lord-Admirals der Uso. Anfangen, bat er, und es wurde dunkel und wieder hell, und Lehrmeister Barrett stand vor ihm. Du musst dich konzentrieren, Cart, sagte Barrett. Konzentriere dich auf Chrysalis. Verbann jeden anderen Gedanken, behalt nur das im Kopf, was aus deiner Energie, deinem Körper entstehen wird. Ich versuche es, gab Cart leise zurück.
Auf der spiegelnden Oberfläche des Bodybaumes sah er sein Abbild. Ein ansehnlicher, in der etwas geringeren Schwerkraft des Habitats Maula hoch aufgeschossener Junge mit klaren, akzentuierten Gesichtszügen, langen, weißen Haaren und roten Augen. Doch im Augenblick perlte der Schweiß auf seiner Stirn, tropfte über Augen, Nase und Mund bis zum Kinn und rundete die Konturen ab wie ein feuchter, salziger Schleier oder wie Luft, die in der Mittagshitze vom Boden emporstieg und flimmernd das Sichtfeld verzerrte. »Noch nicht, Kart«, sagte der Lehrmeister. »Vergiss nicht, dass du diesmal nicht einfach zum Spaß formen sollst, einen Quibuk oder auch einen Menuikigli. Morgen ist deine Prüfung, und die Prüfung verlangt mehr. Du musst das hier vergessen, Kart. Dein Geist kämpft gegen das Formen an. Er will sich Wunschvorstellungen hingeben, ziellos umherhuschen, träumen. Du darfst nicht träumen, Kart. Du musst deinen Geist beherrschen, wenn du die Prüfung ablegen willst.« »Ich versuche es.« Kart schloss die Augen. Auf seiner Netzhaut brannte das Bild des Bodybaumes, dick und massiv der Stamm, breit gefächert die Äste, im Wind rauschend die Blätter, braun und grün und rot-violett. Nur langsam verblich der Baum, Reste davon blieben bestehen. »Ich denke nicht«, sagte Kart. »Ich fühle nur das Psychoplasma, Lehrmeister. Es ist bereit. Es will hinaus.« »Deine Gedanken sind listig. Sie geben vor, verschwunden zu sein, lauern aber tief in dir und warten darauf, einen günstigen Moment zum Ausbruch nutzen zu können. Spürst du deinen Körper, Kart?« »Nein.« »Deine Beine? Fühlst du, wie die übereinander gelegten Knöchel sich berühren?« »Nichts dergleichen.« »Oder das Gras unter deinen Schenkeln?« Kart zögerte. Ja, dort war etwas, kitzelte sein Fleisch, bohrte sich hart und spitz hinein, nur um sich im nächsten Moment aufzulösen. »Nein«, sagte er. »Vielleicht«, schränkte er sofort ein. »Du hast deine Beine gespürt«, sagte Barrett ruhig und sachlich, ohne Vorwurf. »Aber jetzt spüre ich sie nicht mehr.« »Du belügst nicht mich, du belügst dich selbst. Und in dieser Lüge steckt der Keim des Scheiterns.« »Ich spüre sie nicht mehr.« »Und deine Hände? Wo sind sie?« Kart empfand Verwunderung. Er verstand die Frage des Lehrmeisters nicht. Hatte er überhaupt Hände? »Hier«, sagte er. »Sie liegen in deinem Schoß.« »Ah, tun sie das?« »Und deine Daumen?« »Hier, nur hier. Sie berühren sich.« Kart spürte nichts davon. »Du sitzt, dein Körper ist aufgerichtet. Fühlst du Schmerz in deinen Beinen?« »Nein.« »Gut.« Diesmal klang Barrett zufrieden. »Vor 3 Wochen hast du ihn gespürt.« »Jetzt nicht mehr. Da ist nur noch, ja, das Psychoplasma in mir. Es will hinaus.« »Du musst lernen, den Drang zu bezähmen. Bei der Prüfung musst du beweisen, dass du deine Kraft benutzen kannst, du sie ausgebaut und zu beherrschen gelernt hast. Benutzen ist nicht beherrschen. Du musst wissen, warum dies so ist. Erklären kann ich es dir nicht.« Kart schwieg. Barretts Aussagen verwirrten ihn. Ihm war klar, dass es nur einer winzigen Unaufmerksamkeit bedurfte, um seinen Körper wieder wahrzunehmen. Doch im Moment fühlte er sich unendlich weit davon entfernt. Seine Erinnerungen waren verblasst, gegenstandslos geworden. Selbst die letzten Bildfetzen des Bodybaumes auf seinen Augenlidern verschwammen zu einem formlosen, gesprenkelten Etwas. »Wo bist du?«, hörte er den Lehrmeister. »Hier.« Das Hier war absolut geworden. Die Vergangenheit trieb wie ein Sandkorn am Strand dahin.
die Zukunft wie ein anderes, beide verschieden und doch gleich. Nichts existierte mehr außer dem Hier und dem Psychoplasma. Zügle den Drang, durchschnitt Barretts Stimme das Hier. Du bist verkrampft, du versuchst dein normales Atmen zu beeinflussen, das ist falsch. Kurt horchte tiefer in sich. Tatsächlich vernahm er ein hartes Klopfen, das nicht dem natürlichen Rhythmus folgte, sondern versuchte, seine Konzentration zu erlangen. Sein Herzschlag? Es spielte keine Rolle, das war der falsche Weg. Ich muss mir meinen Körper zurückgeben, dachte er und spürte im nächsten Moment, wie ihm die Atemluft in die Nase stieg. Er folgte der sanften Bewegung, als die Luft in seine Lungen eindrang und wieder hinausströmte. Er zählte 5 Atemzüge, mit denen er die Luft tiefer einsog als zuvor. Dann normalisierte sein Atem sich wieder. Der harte Widerstand in ihm war überwunden, das Klopfen verschwand, und sein Körper verlor sich wieder in der gegenstandslosen Unendlichkeit um ihn herum. »Ich bin zufrieden«, hörte er Barretts Stimme. »Jetzt taste deinen Körper ab, gleich die Sinuskurve, die mit dem Formen einherschreitet, seinem Rhythmus an. Beginn mit den Zehen.« Kurt gehorchte. Füße, Schenkel, Hüften. Überall, wo er eine Spannung ausmachen konnte, löste er sie, bis er schließlich seinen Kopf erreichte. Sein Geist blieb nackt dabei. Die Körperpartien, die er wahrgenommen hatte, hatte er schon wieder vergessen, bevor er weiterschritt. In seinem Kopf rotierte ein großer, blau-schwarzer Nebel. Kurt geriet in seinen Strudel, kämpfte dagegen an, spürte jedoch, dass er sich dem Sog nicht widersetzen konnte und immer tiefer hinabgezogen wurde. »Leiste keinen Widerstand«, ermahnte ihn die nun körperlose Stimme des Lehrmeisters. »Versuche nicht, die Wellen zu zerschlagen. Glätte sie mit der Kraft des Einklangs, der Harmonie deines leeren Geistes.« »Wie?« schrie Kurt wortlos auf. »Du weißt es. Ruf es dir in Erinnerung.« Ja, er wusste es. Kurt ließ sich von dem Wirbel einfangen, nahm ihm so die Macht und zerschnitt mit ihm die Wellen wie mit einem Pfeil. Alles, was er berührte, verlor seine Energie, schwappte nicht mehr schäumend und tosend über, sondern glättete sich. Und mit jeder Welle verlor der Wirbel ein wenig von seinem Sog, bis er schließlich in sich zusammenstürzte und erlosch, als hätte es ihn nie gegeben. Die körperlose Stimme des Lehrmeisters klang plötzlich erregt. »Jetzt«, rief sie, »jetzt ist es soweit.« Das Psychoplasma wallte in Kurt empor, zurückgehalten, lediglich durch die Beherrschung seines Geistes, verstärkt durch die Konzentration, bereitwillig, sich zu unterwerfen und den Wünschen des Formers nachzukommen. Nun besaß er vollkommene Macht über das Plasma. Er trieb es hinaus aus seinem Körper, lenkte es, konnte wieder sehen, ohne wirklich zu sehen, erkannte nur, wie seine Finger im Einklang mit der stärksten Sinuskurve, die er je erzeugt hatte, anschwollen und das Plasma ausstießen. Er fädelte sich in die Sinuswellen ein, und das Plasma wuchs und formte sich und wuchs weiter, erreichte die Größe eines Quibbucks, dann die eines Menschenkindes, die eines Mädchens, noch nicht ganz Frau, groß und schlank wie die meisten Menschen des Habitats, mit luftigen blonden Haaren, biegsamen Gliedern, sanften blauen Augen und einem glockenhellen Lachen, wie es nur eine einzige Person ausstoßen konnte. Chrysalis. Er riss die Augen auf. Chrysalis schälte sich aus dem geformten Psychoplasma, seine Chrysalis. Ihr Gesicht aber nicht lächelnd und sanft, wie er es kannte, sondern eckig, verzerrt, gequält. »Chrysalis«, rief er, doch es war zu spät. Im gleichen Moment, da das Psychoplasma sich endgültig von seinem Körper trennte, zerfiel es bereits, schmolz zusammen zu einem schwammigen, zitternden Klumpen. Der Funke, dachte er, der lebensgebende Funke. Doch er spürte Widerstände in seinem Geist.
Als er sie durch bloße Konzentration zu überwinden versuchte, hakte er sich daran fest, und der Einklang seines Geistes zersplitterte, seine Kraft schlug ins Nichts, und das Psychoplasma, das beinahe zu Chrysalis geworden wäre, löste sich auf und floss in ihn zurück. Er saugte die Energie auf, doch sie brachte ihm keine Stärkung, keine Befriedigung wie sonst, wenn er einen Quibuk oder ein anderes Kleintier formte und wieder zusammenfallen ließ, sondern nur eine abgrundlose Kälte, eine tiefe Enttäuschung. »Ich habe den Funken nicht geben können«, sagte er leise. »Es ist nicht unbedingt Ziel der Prüfung, dass du den Funken gibst«, sagte der Lehrmeister, doch seine Stimme klang nur wie ein leeres Echo. »Ich habe versagt«, ergriff Kurt zum ersten Mal das Wort, seit sie sich auf den Rückweg gemacht hatten über die leeren, kornbewachsenen Ebenen des Habitats, die terrageformten Landschaften, zwei winzige Gestalten in einer grenzenlosen, wogenden Natur unter einem weit gespannten violetten Horizont. Er hatte geschwiegen und versucht, seine Enttäuschung in der Harmonie zu verlieren, doch nun tauchten weit vor ihnen die ersten Gebäude der Quantium-Fabriken und seitlich davon die Wohnviertel auf. Der Zauber war zerstört. Das Vergessen hatte er nicht bringen können. »Nein«, widersprach der Lehrmeister, »hast du meine Worte denn vergessen? Das Ziel der Prüfung ist es nicht unbedingt, den Funken zu geben.« »Welchen Sinn hat die Prüfung sonst, Barrett?« Der Lehrmeister lächelte und zuckte mit den Achseln. »Das musst du aus dir selbst heraus erfahren«, sagte er. »Werde ich die Prüfung bestehen?« »Sprich mit Chrysalis darüber«, schlug Barrett vor. »Alles andere wird sich morgen erweisen.« An der nächsten Rohrbahnstation tippte Kurt die Codenummer des Kondominiums ein, das Chrysalis mit ihren Eltern bewohnte, und ließ sich mit einem Einpersonengleiter dorthin bringen. Vor dem Haus zog ein blauer Schattenfalter seine Kreise, die Kieferplatten spitz zulaufend, der Körper hässlich ausgezackt und mit winzigen Tasthärchen übersät, die wie borstige Stacheln aussahen. Er schnappte nach dem Falter, fühlte den kratzigen Flaum auf seiner Handfläche und drückte zu, bis er das Insekt zu einer mehligen Masse zerquetscht hatte, die er an einem Malvenstrauch abwischte. »Kein Blut«, dachte er. Der Falter hatte kein Blut in seinem kleinen, schwachen Körper, wie die Chrysalis aus meinem Psychoplasma. Chrysalis wirkte nicht im geringsten erstaunt, als ihre Mutter ihn in ihr Zimmer führte. Er begrüßte sie mit einem kurzen, fast scheuen, unbeholfenen Kuss. Chrysalis' Mutter zog sich lächelnd zurück. Sie billigte die Beziehung, die ihre Tochter mit ihm eingegangen war. »Barrett hat einen Besuch angekündigt«, sagte Chrysalis und hockte sich auf die Sitzlandschaft. Sie zog die Beine an und legte den Kopf auf die Knie. »Morgen ist eine Prüfung, nicht wahr?« Kurt kauerte sich neben ihr nieder. Er nickte widerwillig. »Was hat Barrett dir sonst gesagt?« »Nichts. Nur, dass du mit mir sprechen willst.« Kurt gähnte gekünstelt. Wie konnte er Chrysalis erklären, dass er versagt hatte? Dass er bezweifelte, die Prüfung zu bestehen? »Worüber willst du mit mir sprechen? Ich dachte, du müsstest dich heute ausruhen, auf die Prüfung konzentrieren.« »Konzentrieren?« Er lachte leise auf. »Chrysalis, ich bin heute gescheitert. Und morgen werde ich es auch nicht schaffen.« Endlich war es heraus. Ihre Hand suchte die seine, tastete zärtlich über die Finger, nahm ihnen etwas von der Hitze, die in ihnen brannte. »Ich habe versucht, ein Abbild aus Psychoplasma zu schaffen. Es ist zusammengebrochen, bevor ich ihm den lebensspendenden Funken geben konnte.« Abrupt zog sie die Hand zurück. »Mein Abbild? Mich? Hast du aus Psychoplasma geformt?« Er schaute zu ihr hoch. »Ich wollte es. Es ist zusammengebrochen, einfach so.«
Sie rückte von ihm ab, sprang auf, schritt im Raum umher, die Arme unter der Brust verschränkt. »Es sollte eine Überraschung sein. Ich wollte...« »Eine Überraschung?« Chrysales Stimme war laut und schrill. »Ja«, sagte Kurt verwundert. »Verstehst du nicht? Morgen auf der Prüfung wollte ich...« »Was wolltest du? Mich vor der ganzen Familie erstehen lassen, eine Kopie von mir, die so denkt und fühlt wie ich? Mich? Wolltest du Psychoformen?« Verwirrt schüttelte Kurt den Kopf. »Ich wollte dir eine Freude machen. Ich dachte, du wärst stolz auf mich, wenn ich die Prüfung bestehe, indem ich dich...« »Die Kopie ist zusammengebrochen.« Chrysales Gesicht war blass geworden. »Verstehst du denn nicht? Ich bin dabei gestorben, Kurt. Mein Abbild, das war ich. Und du hast es verloren.« »Aber es war doch nur Psychoplasma.« Chrysales schrie wütend auf. Erst als sie an ihm vorbei aus dem Zimmer stürmte, sah Kurt, dass Tränen in ihren Augen standen. In dieser letzten Nacht vor der Prüfung fand Kurt kaum Schlaf. Immer wieder, wenn ein Traumbild sein Ende nahm, erwachte er, nur um von seinen endlos kreisenden Gedanken in ein neues getrieben zu werden. Er sah Chrysales Gesicht, wie es leuchtend, mit strahlenden Augen aus Psychoplasma entstand, aus seinem Psychoplasma, das ihm aus den Fingerspitzen quoll, sich fast bis zur Perfektion aufbaute, dann aber zerfiel, doch nicht zu einer formlosen, klumpigen Masse, sondern zu einem fahlbleichen Totenschädel ohne Haut und Fleisch, nur mit Chrysales Augen in den viel zu großen Höhlen, die ihn bittend und voller Furcht anstarrten. Dann lösten sich die Augen aus den Höhlen. Jedem Naturgesetz zum Trotz schwebten sie empor, zwei unförmige weinrote Regentropfen unter dem Firmament. Sie verwandelten sich in dunkle Schattenfalter, die sinnlos ihre flatternden Kreise zogen. Sie schwollen ins Riesenhafte an, lauerten über ihm, und Chrysales leerer Schädel kam zurück, wisperte ihnen etwas zu und verschwand wieder. Und in diesem Moment stießen die Falter herab, um ihn mit ihren mahlenden Kiefern zu zerreißen. Schreiend erwachte er. Er war wie gelähmt. Er hatte Chrysales sterben lassen, genau wie er den Falter zerdrückt hatte, einfach so. Welche Bedeutung hat schon ein Falter, dachte er. Ein hässliches Tier, das nur darauf bedacht war, seine Art zu erhalten. Und Chrysales? Das Psychoplasma wäre sie gewesen, wurde ihm klar. Ihr Körper, ihr Verstand. Er hätte es beherrscht, solange seine Kraft ausreichte, und dann hätte er es gehen lassen. Sterben lassen müssen. Sterben? Sie hätte ein zweites Leben geführt und wäre dann gestorben. Der Atem wäre aus ihrem Körper gewichen, die elektrischen Ströme ihres Gehirns in erkaltendem Fleisch verebbt. Sterben. Und was kam dann? Was kam nach dem Tod? Wenn er selbst starb? Er war fort. Einfach fort, verschwunden, nicht mehr vorhanden. Die Welt würde ohne ihn weiter bestehen, aber er nicht ohne die Welt. Chrysalis nie wiedersehen, nie mehr formen. Da war nichts mehr, nur noch eine unendliche Leere. Nein, er wollte leben, über die weiten Ebenen des Habitats streifen, die würzige Luft riechen, die Formerprüfung machen, nach Terra fliegen oder zu einer anderen Welt, Kinder haben, einen Beruf ergreifen. Ein plötzlicher Schmerz im Brustkorb trieb ihm die Tränen in die Augen. Starb er? Blieb sein Herz stehen? Sackten die Lungen in sich zusammen wie zwei undicht gewordene Blasen, aus denen nun pfeifend die Luft entwich? Er wollte schreien, aber kein Ton kam über seine Lippen. Er konnte keinen Finger rühren, nur surrend die Luft einsaugen, solange ihm wenigstens das noch möglich war. Der Falter. Warum hatte er den Falter getötet? Und damals, als sein Urgroßvater gestorben war, wie hatte er sich gewundert, dass die ganze Familie trauerte? Der Tod hatte ihn in seinem ganzen Leben umgeben. Jeden Tag, jede Stunde, aber nun war er in ihm. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag.
Auch er musste sterben, würde eines Tages einschlafen, um nie wieder aufzuwachen. Nie wieder. Nur ein unendliches Nichts erwartete ihn. Die Positronik durchflutete sein Zimmer mit Helligkeit und Kurt schrie auf, lange und anhaltend, doch niemand kam. Erst als er durch das ganze Kondominium gelaufen war, atemlos und noch immer schreiend, fiel ihm ein, dass seine Eltern im Festkomplex der Stadt mit den Vorbereitungen für die Feier beschäftigt waren, die ihm zu Ehren seiner bestandenen Formerprüfung gegeben würde. Er sprang zum nächsten Holoprojektor, um Chrysalis anzurufen. Sie meldete sich nicht. Kapitel 5 Quinto-Center. Als Monkey und seine Begleiter etwa 10 Minuten von dem Datenzentrum entfernt waren, kam es zum Feindkontakt. Es war kein Hinterhalt, eher eine zufällige Begegnung mit einem Trupp von 6 Invasoren. Diesmal machte Monkey kurzen Prozess. 750 Kilogramm geballte Kompaktkonstitution, verteilt auf 2 Meter Größe und 1,20 Meter Schulterbreite. Titanische Kräfte, konzentriert in Knochen und Muskeln mit der Stabilität von Stahlplastik. Eine Haut, die selbst dem Beschuss aus einem Handthermostrahler widerstand. Experten behaupteten, ein ausgebildeter oxtornischer Killer wäre tödlicher als ein Haluter in Drangwäsche. Hinzu kam im Falle des Lord-Admirals, dessen reichliche Lebenserfahrung, absolute Kaltblütigkeit und eine Todesverachtung, die selten war, selbst in diesem Beruf. Ein entfesselter Monkey war, nach allgemeiner Überzeugung, das ultimate Mordinstrument. Dollering Tempo hatte das nie glauben wollen, doch nun sah sie mit eigenen Augen, dass die Experten recht hatten. Der Oxtorner raste auf das halbe Dutzend Invasoren zu. Er bewegte sich so schnell, dass die Eindringlinge ihn nicht unter Punktbeschuss nehmen konnten. Nachdem 2 Dutzend Schüsse ihn verfehlt hatten, erreichte er den ersten Angreifer und setzte ihn im Vorübergehen mit einem Schlag gegen den Hals außer Gefecht. Den zweiten betäubte er mit einem wuchtigen Hieb ins Gesicht, der dessen Kopf zurückschnellen ließ und ihn zu Boden schickte. Die nächsten beiden schaltete er mit Hieben gegen den Oberkörper aus, die ihnen trotz der Rüstungen zahlreiche Knochen brachen. Den 5. schleuderte er mit brachialer Kraft über 20 Meter gegen eine Wand. Dem 6. versetzte er wiederum einen Schlag gegen den Hals. Der Kampf dauerte nicht einmal 20 Sekunden. Danach winkte der Lord-Admiral sie weiter, als wäre nichts von Bedeutung geschehen. Ohne weiteren Zwischenfall erreichten sie das Datenzentrum. Timaru Brandt fluchte, als die Antigraph-Plattform ein weiteres Mal gegen eine Wand schepperte und die Leiche des Invasors, die darauf lag, fast heruntergefallen wäre. Emanuel Boschi hielt sie im letzten Augenblick fest und schob sie auf die Mitte der Plattform zurück. »Passen Sie darauf«, zischte Hermano Johansson, der Dritte in ihrer Runde. »Tut mir leid«, murmelte Brandt zerknirscht. Er wusste, wie wichtig es war, dass der Lord-Admiral solch ein Ausrüstungsstück des Feindes erbeutet hatte. Alles, was sie zu tun hatten, war diese Rüstung samt Inhalt in ein Labor tief im Inneren von Quinto Center zu bringen. Brandt lachte leise auf und schob die Plattform wieder an. Dafür war er der denkbar ungeeignetste Mann in Quinto Center und Boschi und Johansson wohl auch. Er kannte die beiden Agenten kaum, hatte in Quinto Center nie mit ihnen zu tun gehabt. Er war Finanzexperte, kein USO-Spezialist mit einer 12-jährigen Ausbildung und einem reichen Schatz an Erfahrungen. Er konnte jedem Fremden einen Überblick über die Finanzierung der USO geben. Zum Beispiel, dass die USO sich seit ihrer Gründung bis zur Auflösung des Vereinten Imperiums aus dem Zollaufkommen Arkons und eigenen Handelserträgen sowie den Beiträgen der unterstützten Völker finanziert hatte. Dass das Vereinte Imperium vertraglich verpflichtet gewesen war, einen festen Prozentsatz der Staatseinnahmen der USO zukommen zu lassen. Dass das Solare Imperium als Rechtsnachfolger die Finanzierung der USO zu großen Teilen übernommen hatte und zudem ein nicht unbeträchtlicher Teil des Reingewinns der General Cosmic Company direkt an den Geheimdienst floss. Damit kannte er sich aus.
aber nicht mit dem Transport von Leichen und Kampfrüstungen eines Feindes, der Quintus Center eindeutig unterwerfen wollte. Er war nichts weiter als ein erfahrener, vielleicht sogar mit allen Wassern gewaschener Buchhalter, der sich nebenbei für die Geschichte der Uso interessierte und mit Fakten aufwarten konnte, von denen viele niemanden mehr interessierten. Boski und Johansson ging es wohl kaum besser. Er wusste nicht, in welchen Bereichen Quintus Centers sie arbeiteten, aber Agenten waren sie nicht. Sie waren aber nicht weniger wichtig, wenn auch in anderem Zusammenhang. Man nannte sie und andere wie sie Quintechs, und ihre Verantwortung umfasste Logistik, Strategie, Analyse, Technologie, Wartung, Versorgung. Ja, vielleicht war Boski Bauingenieur und verantwortlich für eines der Bauvorhaben, von denen ständig neue in Angriff genommen wurden. Und Johansson könnte eigentlich Linguist sein, der andere Sprachen erforschte, oder Koordinator für Gleiterflüge in dem ausgehöhlten Mond, oder müßige Spekulationen. Er wusste es nicht und würde so wenig fragen, wie er Antworten erhalten würde. So viel hatte er begriffen. Als der Angriff erfolgt war, hatte ein Notfallplan gegriffen. Brandt war in einen Serum gesteckt und einer Einheit zugeteilt worden, die eine Außensektion des Mondes verteidigen sollte. Boski und Johansson waren kurz darauf hinzugestoßen. Und seitdem nahmen sie die Eindringlinge unter Feuer, wichen zurück, wenn man es ihnen befahl, und rückten vor, wenn es den Strategen ratsam erschien. Er war willens, seine Heimat und sein Leben zu verteidigen, aber er war völlig unvorbereitet in diese Situation geraten. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, wusste er nicht, wie er sich verhalten sollte. Als der Lordadmiral aufgetaucht war, hatte er kurz die Hoffnung gehegt, er würde ihnen befehlen, sich ihm anzuschließen, ihnen sagen, was sie tun sollten. Doch dann war es ganz anders gekommen. Schlimmer. Zum ersten Mal in seinem Leben musste Brandt an Gefechten teilnehmen, bei denen es sich nicht um Übungen handelte, und zum ersten Mal empfand er deswegen richtige Angst. Todesangst. Gleichzeitig war er froh, dass er einen Serum trug. Eine Serum-Einheit konnte über 92% der vom Träger ausgeschiedenen Stoffe in seinem Lebenserhaltungssystem wiederverwenden. Nahrungskonzentrate wurden dem Träger in fester Form oder intravenös verabreicht und waren auch bedingt wieder aufzubereiten. Nein, er hatte keine Angst, jämmerlich zu verhungern oder zu verdursten. Als er in sein erstes Gefecht gestolpert war, hatten seine Schließmuskeln versagt. Solange er einen Serum trug, bemerkte niemand etwas davon. »Worauf warten Sie?« fragte Boski. »Wir müssen uns beeilen, oder sind Sie versessen darauf, wieder in ein Gefecht zu geraten?« »Nein«, murmelte Brandt und schob die Antigraph-Plattform an. Diesmal hatte er sie besser unter Kontrolle. Vielleicht war das seiner wachsenden Erfahrung zu verdanken. Learning by doing, wie es so schön hieß. »Synchronisieren wir noch einmal die Positroniken?« schlug Johansson vor. Brandt nickte. »Synchronisieren«, sagte er. Er hatte ziemlich schnell gelernt, den Serum zu beherrschen. Sein Leben konnte davon abhängen. Der Rechner registrierte die Aufforderung über den Helmfunk, so wie in den meisten Fällen eine verbale Anweisung genügte. Sie hatten alle Systeme aktiviert für alle Fälle. Bei einigen war Brandt schnell klar geworden, wie wichtig sie waren, beispielsweise der Chamäleon-Effekt, der von der chromatovariablen Außenbeschichtung erzeugt wurde und den Serun fast unsichtbar werden ließ. Sie orteten überdies mit allem, was ihnen zur Verfügung stand. Die Positronik wies sie auf sämtliche Emissionen in ihrer näheren Umgebung hin. Brandt hoffte, weiteren Gefechten auf diese Weise ausweichen zu können. Seit 2 Tagen waren Energieabsonderungen für ihn gleichbedeutend mit tödlicher Gefahr. »Verdammt«, fluchte Boski, »jemand kommt auf uns zu. Mindestens 5 Personen. Und wenn die Positronik sich nicht irrt, dazu ein paar Roboter, aber keine Taras. Kampfroboter der Invasoren.« Brandts Herz setzte für einen Schlag aus. Widerwillig überprüfte er das Ortungsergebnis. Das durfte nicht sein. Aber andererseits gab es keinen Zweifel.
Eine Einheit des Feindes näherte sich rasend schnell. »Weg hier«, sagte Johansson. »Aber...« Brandt schaute zu der verfluchten Antigraf-Plattform, zu der weißen Rüstung, die sie unbedingt in Sicherheit bringen mussten. Sollten sie zurücklassen? Wären wir dem Lord Admiral doch niemals begegnet. Bosky beschleunigte, jagte davon und stoppte nach 20 Metern, drehte um, kehrte zu ihnen zurück. Die Invasoren und ihre Roboter kamen immer näher. Sie waren noch 100 Meter entfernt, noch 80. »Das sind doch Menschen!« Brandt keuchte. »Man muss mit ihnen reden. Es sind keine Bestien, die auf alles schießen, was ihnen ins Visier kommt.« Johansson schluckte schwer. »Lass uns fliehen.« Bosky schüttelte den Kopf, schloss dann den Helm und fasste den Kombistrahler fester. 60 Meter, 40. Gegen diese Übermacht haben wir keine Chance. Brandt wimmerte fast. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Der erste Invasor kam um die Gangbiegung. Sah sie, obwohl er sie längst geortet haben und wissen musste, was ihn erwartete, schaute auf die Antigraf-Plattform mit der Leiche in der weißen Rüstung, hob die Waffe. »Wir ergeben uns«, sagte Brandt. »Wir leisten keinen Widerstand.« Er ließ den Kombistrahler fallen. 3 weitere Invasoren kamen um die Biegung, dann der erste Roboter. Brandt hob die Hände. Johansson ließ ebenfalls die Waffe fallen. In diesem Augenblick sah auch der zweite der Invasoren die Rüstung auf der Plattform und eröffnete das Feuer. Seine Kollegen taten es ihm gleich. Die Eingangstür war versperrt und Dollering Tempu machte sich an die Arbeit. Hasbroner galten als begnadete Logik- und Rechenkünstler, deren Kapazität durchaus an positronische Geräte heranreichte. Außerdem verfügten sie über ein eidetisches Gedächtnis, das bei ihnen eine Art Mentalstabilisierung bewirkte. Aufgrund ihrer Fähigkeiten wurden Hasbroner häufig in Bereichen beschäftigt, in denen eine Positronik zu kostspielig gewesen wäre. Auf Wesen anderer Völker wirkten sie mit ihrer Fixierung auf Rechnersysteme mitunter wie weltfremde Fachidioten, doch Monkey war eine solche Terminologie fremd. Ihm genügten im Grunde zweckmäßige Beschreibungen wie vertrauenswürdig, geeignet und nützlich. Alles andere blieb zumeist außerhalb seiner Wertmaßstäbe. Er beobachtete, wie Quintech Tempu konzentriert und zielgerichtet arbeitete, und 2 Minuten später öffnete sich die Tür geräuschlos. Die Notbeleuchtung flammte auf. Sekunden später setzte die normale Energieversorgung ein und die Deckenleuchten verbreiteten ein gleichmäßiges, hartes Licht, das jeden Winkel des großen Raums erhellte. Beherrscht wurde er von Terminals und Prozessoren, die ermöglichten, dass er in begrenztem Ausmaß auch unabhängig von Kennern arbeiten konnte. Sie setzten sich hinter 4 Terminals und aktivierten sie. Monkey versprach sich von der Hasbronerin jedoch am meisten und beobachtete sie verstohlen mit seinen künstlichen Augen. Die nur 1,40 Meter große Frau, die einem Faun in der griechischen Mythologie ähnelte, machte sich mit Begeisterung an die Arbeit. Sie legte den Kopf zurück, blies die 4 runden Nasenlöcher auf, schüttelte den Kopf, dass die Behaarung auf dem Knochenkamm erzitterte, und lachte meckernd auf. Während sie mit rasend schnellen Bewegungen ihrer 4gliedrigen Hände über die Displays strich, trommelte sie mit den gespaltenen Hufen, in denen ihre von braunem Fell bedeckten Beine endeten, auf den Boden. Der Lord Admiral störte sich nicht daran. Hasbroner handelten aufgrund ihrer Eigenschaften als Logiker oft wie Pedanten, galten aber trotzdem als lustig, extrovertiert und lebhaft. Das eine war für ihre Arbeit essentiell, das andere irrelevant, es sei denn, es ging um die Verankerung in einem Team mit Nicht-Hasbronern. Tempu lachte meckernd auf, als hätte sie gerade eine Geschenkverpackung geöffnet und etwas Unerwartetes entdeckt. »Ich muss auf einige Kniffe zurückgreifen, wenn ich etwas herausfinden will«, sagte die Positronikerin. »Sie verfügen über die höchsten Sicherheitsbefugnisse, meine Herren, und die benötige ich nun.« Der Ochstorner trat hinter sie und gab die entsprechenden Codes ein. Tempu arbeitete weiter. »Ich habe einen allgemeinen Überblick.
Ich höre, sagte Monkey nüchtern. Quintus Center befindet sich weiterhin im Linearraum und ist zu einem unbekannten Ziel unterwegs. Wir brauchen dessen Koordinaten. Der Navigationsrechner ist so gut abgeschirmt, dass sich das Ziel nicht extrahieren lässt und auch keine hochrechnungsfähigen Daten. Der Lord Admiral nahm die Auskunft reglos zur Kenntnis. Weiter. Es werden immer mehr Invasoren. Das Abwehrgefecht können wir letzten Endes nicht gewinnen. Monkey atmete tief ein. Die Besatzung von Quintus Center bestand aus fähigen Leuten, aber nicht nur aus kampferprobten Einsatzspezialisten. Es gab in dem ausgehöhlten Mond Techniker, Verwaltungsbeamte, Köche, Positroniker und Angehöriger vieler Berufe mehr. Sie hatten eine grundsolide Ausbildung, waren aber keine aktiven Agenten, keine der legendären USO-Spezialisten. Es war sinnlos, sie in einem derartigen Kampf zu verheizen. Er rief einige Holos auf, ließ die Positronik dann ein Gesamtbild generieren und kam zum Schluss, dass der Abwehrkampf zwar gut organisiert war, die Angreifer aber ebenso geschickt agierten und sie waren zahlenmäßig schier unerschöpflich, verfügten offensichtlich über mehr Verstärkung, als sie benötigten. Im Quintus Center fällt immer mehr Technologie aus oder wurde von den Invasoren übernommen, murmelte Tempu. Ein genauer Überblick ist unmöglich. Versuchen Sie mehr herauszufinden. Die Hasbronerin kannte ihre Grenzen. Mehr kann ich nicht erkennen, aber... Sie rief weitere Dateien auf. Eins jedoch ist wohl klar. Jemand hat das positronische System gezielt unterlaufen und geschädigt und einen Virus eingeschleust. Sie hielt kurz inne. Oder nicht nur einen. Vielleicht war das mein ehemaliger Arbeitskollege Hanno Maultlin. Der Lord Admiral kommentierte den Satz nicht. Tempu arbeitete sich weiter durch. Außerdem sind wichtige Anlagen wie das Hyperfunksystem gezielt von den Invasoren angegriffen, erobert oder zerstört worden. Die Eindringlinge gehen so gezielt vor, dass wir von einer noch tieferen Unterwanderung ausgehen müssen, als es bislang der Fall war. Und die Nebenzentrale, die der Nachtwächter Allard Schneider erobert hat? Die Hasbronerin rief weitere Dateien auf. Sie befindet sich ungebrochen in dessen Hand. Die Invasoren sichern sie, schotten sie ab, bilden einen unüberwindlichen Wall. Unüberwindlich, sagte Monkey. So. Wir werden sehen. Tempu lehnte sich zurück. Mehr kann ich nicht erkennen. Die Gesamtlage ist momentan völlig unübersichtlich und ich bin mir sicher, bald wird es auch nicht mehr möglich sein, einen so weit gefächerten Gesamteindruck zu bekommen wie gerade eben. Die Vernetzung der Positroniken wird mehr sabotiert. Sie werden voneinander getrennt, vereinzelt. Der Feind wusste also ganz genau, wie er vorgehen musste, um Quintus Center zu unterwerfen. Die Verteidiger hatten nur einen Vorteil: die gewaltige Größe der Station. Wie zahlreich die Angreifer sein mochten, konnten sie dennoch nur neuralgische Punkte des ausgehöhlten Kleinmonds unter ihre Kontrolle bringen, nicht jeden einzelnen Winkel. Aber wie ließ sich dieser Vorteil wirksam nutzen? »Können Sie Verbindung mit Kennern aufnehmen?« sagte der Augsturmer. »Ja, ich kann es versuchen.« Die Hasbronerin rief die Hauptpositronik von Quintus Center. Keine Antwort. Dieses Ergebnis war indiskutabel und rufschädigend. Tempu arbeitete konzentriert an dem Terminal, ging Schritt für Schritt Fehlerquellen und alternative Lösungsansätze durch und nach einer halben Minute glaubte sie, den richtigen Weg gefunden zu haben. Gleich darauf bildete sich Kennans Symbolbild in dem Holo, ein perfektes Männerkonterfei, das gelegentlich durchscheinend wurde und das Gesicht von Kennans verwachsenem Geburtskörper erkennen ließ, mit zu hoher Stirn, Kindergesicht und viel zu großen Ohren. Ein Gesicht, das jemanden, der nicht wusste, mit wem er es zu tun haben sollte, zum Lachen reizen mochte. Doch das Gehirn in diesem Schädel
hatte zu seiner Zeit teilweise unglaubliche kriminalistische Leistungen vollbracht. Die Verantwortlichen der USO hatten dieses Konterfei aus zwei Gründen gewählt. Einerseits als Verbeugung vor dem legendären USO-Spezialisten Sinclair Marut Cannon, der im 3. Jahrtausend alter Zeitrechnung gewirkt hatte, andererseits als Ermahnung, niemanden nach dem Äußeren zu beurteilen. Das Bild erstarrte mitten während des Übergangs vom perfekten Männer zum verzerrten Kinderantlitz, zeigte eine schreckliche Chimäre, die kaum noch Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte. Tempu lachte meckernd auf. Nicht gezielt erreichbar. Cannon ist in einen Verschlusszustand gegangen, der vor dem Zugriff auf sensible Daten schützen soll. Die Abläufe in Quintus Center sind dadurch nicht gefährdet. Wie bei einem Menschen die Basismechanismen direkt vom vegetativen Nervensystem gesteuert werden, basieren auch im Riesenkomplex Quintus Center alle grundlegenden Funktionen auf einer robusten, dezentralisierten und nicht an Cannons Funktionieren gekoppelten Netzstruktur. Allerdings sind höhere Funktionen, die eine Zugriffsberechtigung benötigen, wie etwa der Zugriff auf die internen Verteidigungsmechanismen, stark behindert. Das liegt teilweise aber auch an den von den Verrätern eingeschleusten Viren. Der Lord Admiral schwieg. Je mehr Informationen sie bekamen, desto schlechter sah ihre Lage aus. 24. November 1551 NGZ. Major Faulein September, Kommandant des Quinto-Einsatzkommandos, machte einen Schritt aus dem Transmitter und fand sich übergangslos in der fremden, aber nicht unvertrauten Umgebung von Quinto Center wieder. Sofort aktivierte er das eigens für ihn angefertigte Holo, das die wichtigsten Informationen über den geheimen Zwergmond enthielt. Es flammte auf. Eine grüne Linie in der oberen Hälfte des Holos wies ihm den Weg, während er in der unteren die Daten abrufen konnte, die ihn interessierten. Er hatte sich vorbereitet, alle Fakten über den geheimen Stützpunkt der USO studiert, doch solch eine Erläuterung vor Ort war ideal für ihn. September blieb einen Moment stehen, sog die Luft ein, als hätte er als erster Mensch überhaupt eine neue Welt betreten und wolle nun so viele Sinneseindrücke wie möglich gewinnen. Die Luft roch neutral, nach gar nichts. Er streckte sich, atmete tief ein und aus und drehte sich dann zu seinem Team um. Es bestand lediglich aus den beiden Jägern, 2 Soldaten im Rang von Captains, deren einzige Aufgabe es war, Lord Admiral Monkey aufzuspüren, zu stellen und zu eliminieren. Allerdings blieb ihnen jederzeit die Möglichkeit, per Vorrangbefehl Einsatzkräfte aus der Nähe abzurufen, sobald sie Monkeys Spur gefunden hatten. Captain Tore Mulroney war untersetzt, dunkelhaarig und bärtig, Captain Alex Vikander glatt rasiert, blond und noch stämmiger. Beide trugen VE-Visiere. Er nickte ihnen wortlos zu, drehte sich wieder um und ging schnellen Schrittes weiter. Er hatte den Transmitter sofort benutzt, nachdem die Ivan Ivanovich Goratschin die Linearetappe beendet hatte und das Gerät wieder zur Verfügung stand. Es war primitiver als die er kannte, erfüllte aber seinen Zweck. Die Gegenstation, die permanent von der Goratschin aus erreichbar war, abgesehen von Linearetappen des USO-Hauptquartiers, von denen aber keine mehr vorgesehen waren, hatten die Truppen der Geonen in der Nähe der Nebenzentrale errichtet, die von Allard Schneider geführt wurde. Der Weg war also nicht weit. Aufbau von Quinto Center, murmelte er. Das Holo zeigte eine schematische Darstellung. Gleichzeitig erklang eine geschlechtsneutrale Stimme und trug den entsprechenden Text vor. Der Kernbereich von Quintus Center umfasst mehrere konzentrische Sicherheitskugelschalen. Die äußere hat einen Durchmesser von 20.000 Metern, die nächstinnere einen von 5.150 Metern, gefolgt von jenen mit 4.200, 1.700 und 1.100 Metern.
In diesem Bereich befinden sich die Mannschaftsquartiere mit ihrer gesamten sonstigen Infrastruktur, einschließlich der Erholungs- und Freizeitgebiete, diverse Labors und Entwicklungsabteilungen, die Fertigungssektoren von sensiblen Raumschiff- und Ausrüstungsteilen, Notfallenergieerzeuger, Bedarfsgüterdepots und vieles mehr. September blieb wieder stehen, sah sich um. Er hatte erwartet, einen Kaninchenbau mit engen Gängen und niedrigen Decken zu betreten, doch das Gegenteil war der Fall. Die Straße, über die er schritt, war breit und geräumig. Sie wurde von Fassaden gesäumt, die man auf den ersten Blick für jene ganz normaler Gebäude halten konnte. Er musste den Kopf zurücklegen, um die Decke sehen zu können. »Weiter«, sagte er und schritt schneller aus. In der innersten Kugelschale befindet sich die eigentliche Hauptzentrale. Sie markiert den genauen Mittelpunkt, ist kugelförmig mit einem Durchmesser von 800 Metern, weist eine 5 Meter dicke Terkonitwandung auf und ist durch 12 Panzerschächte, die gleichzeitig als Schnellverbindungen zur Oberfläche dienen, in einer Art 12-Punkt-Aufhängung abgestützt. Bilder huschten über das Holo, die ihm dreidimensionale Impressionen der beschriebenen Teile des Mondes zeigten. Er wandte den Blick ab. Auf Dauer überforderte es ihn, Eindrücke von 2 unterschiedlichen Umgebungen aufzunehmen. Der eigentliche Zentralbunker, fuhr die Stimme fort, eine Kugel von 400 Metern Durchmesser, kann nur über Identifizierungsschleusen betreten werden, in denen eine paramechanische IV-Schwingungs- und Bewusstseinssondierung vorgenommen wird. Die obere Halbkugel hat einen Grundflächendurchmesser von 400 Metern und ist die Kommandozentrale mit Holowänden und 3 abgestuften Terminalpultreihen in konzentrischer Anordnung. In der unteren Halbkugel sind Sektorzentralen mit Konferenzräumen sowie die Privatunterkünfte der Kernbesatzung untergebracht. Das war ihr Ziel. Sie konnten sich erst als Herren von Quintus Center bezeichnen, wenn sie den Zentralbunker eingenommen hatten. Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg. Nur, wenn sie die innersten 5 Kilometer der Station beherrschten, kontrollierten sie den gesamten Kleinmond. Er hatte die Nebenzentrale erreicht. Geräuschlos öffnete sich vor ihm eine Tür. Er deaktivierte das Holo und konzentrierte sich auf die rege Aktivität, die dort herrschte. Zahlreiche Geonen arbeiteten an Terminals, koordinierten den Vormarsch, sicherten Nachschubwege, verteilten die eintreffende Verstärkung auf die Brennpunkte. Positronik-Experten versuchten, die Abschirmungen anderer Rechner zu überwinden oder an Cannon heranzukommen, den Zentralrechner. Bei den meisten Personen in der Zentrale konnte September aber nicht einmal vermuten, woran sie gerade arbeiteten. Ein Techniker drehte sich zu der Tür um und sagte etwas und abrupt erstarrte die nur auf den ersten Blick ziellose Hektik in der Zentrale. Die Geonen drehten sich zu ihm um und salutierten. September erwiderte den Gruß. »Hören«, sagte er, und die Soldaten widmeten sich wieder den Tätigkeiten, die sie unterbrochen hatten. Er ging ungerührt weiter durch das Chaos in der Nebenzentrale, das gar keines war. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Alle arbeiteten konzentriert und zielgerichtet. Allard Schneider und Claudio Mackay kamen ihm entgegen. Er begrüßte sie mit einem kräftigen Handschlag. »Ich gratuliere euch zu eurer hervorragenden Arbeit.« Beide waren etwa gleich alt, Schneider 75, Mackay 73 Jahre. Der Jüngere zog das Gespräch sofort an sich. »Dieses Lob gebührt in erster Linie dem Fremdenführer. Ihm haben wir viel zu verdanken. Hanno Maultlins Vorbereitungen haben perfekte Früchte getragen. Sein Tod ist ein tragischer Verlust für uns.« Der Verdunkler fuhr sich durch sein kurzes, schwarzes Haar, das sich offenkundig nicht leicht bändigen ließ. »Man kann seine Leistung wirklich nicht hoch genug einschätzen. Glaubt mir, ich bin schon lange genug hier, ich kann das beurteilen.« Allard Schneider war mit der ersten Gruppe in die Milchstraße gekommen und hatte von allen eingeschleusten Agenten innerhalb der USO die beste Karriere aufzuweisen. »Die Technologie von Quintus Center ist nachhaltig gestört«, bestätigte der Toröffner.
Mackay war mit dem zweiten Kommando in die Milchstraße gekommen und hatte daher viel weniger Zeit gehabt, sich in der Hierarchie der USO zu etablieren, hatte aber ähnliche Erfolge wie Schneider aufzuweisen. Sie ist sozusagen verwirrt, was uns natürlich zugutekommt. Man kommt nicht mehr an sie heran. Die Störungen werden 2 weitere Tage anhalten. Am 26. November werden sich die eingeschleusten Viren um 12 Uhr mittags selbsttätig löschen. Bis dahin sollte die Eroberung Quintus Centers abgeschlossen sein, sodass wir den gesamten Stützpunkt übernehmen können. Vorausgesetzt, wir haben bis dahin die letzten Widerstandsnester ausgelöscht. Fräulein September bezweifelte stark, dass ihnen das bis dahin gelingen würde, sagte jedoch nichts, um den Enthusiasmus der beiden Schläfern nicht zu bremsen. Abrupt wechselte er das Thema. Weiß jemand, wie es meiner Zwillingsschwester Agostina ergangen ist? Seit Beginn der Invasion haben wir nichts von ihr gehört, sagte Schneider. Es gibt ohnehin keine Verbindung zwischen uns und ihr, die für Monkey und seine USO-Spezialisten nachvollziehbar wäre. Meines Wissens wurde Agostina September nicht enttarnt und ist damit in Sicherheit, bekräftigte Mackay. Ihre bisherige Aufgabe als gute Köchin hat sie perfekt erfüllt. Schneider musterte Fräulein September nachdenklich und auffordernd zugleich. Willst du Kontakt mit ihr aufnehmen? Ja, auf meine Weise, die unmöglich nachzuverfolgen ist. Direkt nach unserem Gespräch, sobald ich etwas Ruhe habe. Ihr wisst ja, die Kontaktaufnahme mit meiner Schwester ist sehr anstrengend für mich. Selbstverständlich, sagte Schneider beflissen. Fräulein September drehte sich zu den beiden Jägern um, die 3 Schritte hinter ihm stehen geblieben waren und darauf warteten, dass er ihnen Anweisungen erteilte. Eure Mission kann beginnen. Habt ihr eure Ausrüstung überprüft? Funktionieren die VI-Visiere einwandfrei? Er biss sich auf die Zunge, kaum dass er den Satz gesprochen hatte. Captain Mulroney und Captain Vikander waren Profis, die besten, die sie hatten. Diese Nachfrage kam einer Beleidigung gleich. Mulroney bedachte ihn mit einem finsteren Blick, doch Vikander verzieh ihm den Tritt ins Fettnäpfchen und nickte knapp. Die Vitalenergievisiere waren besondere Komponenten in den Helmen der Geonenrüstung. Durch ein VI-Visier sah der Träger Vitalenergie als mattgoldene Spur, als Schimmer, der umso intensiver wurde, je näher man dem Ziel kam. Sie waren ihre größte Chance, den Lord Admiral schnell und problemlos aufzuspüren. Aufgrund seines Zellaktivators würde Monkeys Vitalaura besonders kräftig sein. Dann los, sagte September. Die Jagd beginnt. Findet Monkey und tötet ihn. Kapitel 6 Quinto Center. Monkey sah sich in dem Datenzentrum um und verspürte zum ersten Mal seit einer geraumen Weile wieder so etwas wie ein Fünkchen Hoffnung. Nein, das war der falsche Begriff. Hoffnung und Verzweiflung gab es für ihn nicht. Er analysierte die Lage und zog seine Schlussfolgerungen daraus. Stark gedämpfter Optimismus traf es wohl eher. Mittlerweile wimmelte es in dem Zentrum vor USO-Spezialisten und anderen Mitarbeitern und jede Minute kamen mehr. Monkey hatte sie per Funk über diesen Treffpunkt informiert, von dem aus er den Widerstand zu koordinieren gedachte. Er benutzte nicht nur eine verschlüsselte Frequenz, sondern darüber hinaus einen mehrfach gesicherten Code. Er bezweifelte nicht, dass die Invasoren ihn früher oder später dank der 5. Kolonne in den Reihen der USO knacken würden, ging jedoch von dem zweiten Fall aus. Sie würden eine Weile brauchen. Das verschaffte ihm die Zeit, die er benötigte. Mehrere Agenten arbeiteten bereits daran, eine Ausweichbasis zu finden, die für ihre Zwecke besser geeignet war, die mehr Platz bot, mehr Einsatzmöglichkeiten und die besser mit den anderen Positroniken von Quinto Center verknüpft war. Aber zum ersten Mal seit beträchtlicher Zeit hatte der Lord Admiral den Eindruck, dass sie sich nicht in einem Versteck verkrochen, sondern sich eine Basis schafften, von der aus sie zuschlagen und hoffen konnten, weiterreichenden Zugriff zu gewinnen. Sie waren nicht mehr auf der Flucht, sondern befanden sich auf einem vorläufigen strategischen Rückzug.
Bald konnten sie mit einiger Aussicht auf Erfolg einen Gegenangriff planen. »Lage?« fragte der Lord Admiral. »Neue Entwicklungen?« Pomeroys Stellvertreter Nichila Guna schaute von seinem Terminal auf. »Noch nichts Neues vom Kommandanten«, sagte er. »Die graue Kreatur des Zeitdrucks schert sich nicht um unsere Wünsche.« »Danke.« Damit hatte Monkey nicht gerechnet. Kommandant Pomeroy war in Begleitung von 2 USO-Spezialisten über sein privates Transportsystem aufgebrochen, um einige eingelagerte Kampf- und Multifunktionsroboter aus einem verborgenen Lager zu holen und zum Datenzentrum zu bringen. Solange er sich lediglich mit der Vakuumbahn oder per Transmitter bewegte, schwebte er nicht in Gefahr. Zufällige Begegnungen waren ausgeschlossen. Das änderte sich allerdings, sobald er die Vakuumkapsel verließ und sich zu dem Lager begab. »Sir?« USO-Spezialistin Sylvia Esterhazy hob die Hand. Sie hatte die Aufgabe übernommen, einen Plan auszuarbeiten, wie sie auf die Nebenzentrale zugreifen konnten, in der sich Allard Schneider und Claudio Mackay verschanzt hatten. Dieser Ort war offensichtlich die Operationsbasis der Invasoren. Monkey nickte ihr zu. »Wir verschaffen uns zuerst einen Überblick über unsere Möglichkeiten. Vielleicht können wir die Zentrale mit einem Anästhetikum oder einem letal wirkenden Gas fluten, wobei wir allerdings berücksichtigen müssen, dass die Invasoren Kampfanzüge oder sogar Rüstungen tragen.« Ist die Rüstung mittlerweile aufgetaucht, die ich erbeutet habe? »Nein, Sir, sie ist nicht auffindbar. Vielleicht wurden die USO-Agenten, die sie in ein Labor bringen sollten, auf dem Weg dorthin aufgegriffen oder gar eliminiert.« »Ja, machen Sie weiter. Suchen Sie aber nach anderen Möglichkeiten. Giftgas oder Betäubungsmittel werden nicht funktionieren. Tempo?« Die Koko-Interpreterin schaute auf. Dank ihrer erweiterten Rechte als Programmiererin konnte sie über den Zugriff auf ihren Kontracomputer gewisse Datensätze mittlerer Sicherheitsstufe aufrufen und mittels der Zugriffsberechtigungen von Monkey oder Guna kopieren. »Kein Durchbruch, Lord Admiral. Ich habe zahlreiche Informationen zum Zustand von Quintus Center abrufen können. Fernzugriffe kann ich allerdings nicht eröffnen. Sie oder der Kommandant werden vor Ort sein müssen, um mittels ihrer Überrangberechtigungen etwas zu aktivieren.« Monkeys Gesicht blieb ausdruckslos. »Ich sichte und analysiere alles, worauf ich auf diese Weise zugreifen kann«, fuhr Dollering Tempo fort. »Und mir ist etwas aufgefallen. Zuerst die schlechte Nachricht. Es ist mir nicht gelungen, Daten von außen zu bekommen. Weder kann ich etwas über den derzeitigen Standort von Quintus Center sagen, noch habe ich etwas über die fremden Kugelraumer oder über die Identität der Invasoren in Erfahrung gebracht. Die gute Nachricht? Ich habe eine andere Spur verfolgt. Erinnern Sie sich an den Hyperimpuls?« Eine rhetorische Frage, dachte der Lord Admiral. Um die Sache zu beschleunigen, beantwortete er sie trotzdem. »Selbstverständlich.« Überall in Quintus Center und an Bord der Harl Delfin hatten sich blitzartig Personen verändert. Ein Muster war nicht erkennbar gewesen. Das Phänomen hatte an allen möglichen Orten Mitarbeiter aller Aufgabenbereiche und Geschlechter betroffen. Nur eine Gemeinsamkeit war relativ schnell ersichtlich geworden. Es traf lediglich Angehörige humanoider Völker, keiner exotischeren Fremdspezies. Ich habe mich gefragt, warum etliche Personen in Quintus Center und in der Harl Delfin derart auf den Hyperimpuls reagiert haben. Diese Frage ist mir bekannt, allerdings blieb sie bislang unbeantwortet. »Was ist mit diesen Leuten geschehen?« fuhr die Hasbronerin fort, als hätte sie seine Bemerkung gar nicht zur Kenntnis genommen. Das war offenbar keine rhetorische Frage. »Bestenfalls sind sie kollabiert und ohnmächtig zusammengebrochen«, antwortete Monkey. »Andere drehten durch, handelten unlogisch, gefährdeten sich und Dritte, litten unter Aggressionsausbrüchen und dergleichen mehr.« Tempo lachte meckernd auf. »Cannon hat ja bereits herausgefunden, dass lediglich Personen mit der Erkältung betroffen waren, die sich in Quintus Center ausgebreitet hatte.«
Monkey betrachtete sie schweigend. »Aber nicht alle«, fuhr sie fort. »Ich bin nun der Frage nachgegangen, wieso nicht alle? Was hatten die Betroffenen gemeinsam?« »Und?« Monkey wurde langsam ungeduldig. »Ich habe eine Antwort gefunden. Alle Betroffenen haben ein Medikament gegen die Krankheit genommen, das in Quinto Center hergestellt worden ist. Ein Medikament, das auf den ersten und zweiten Blick harmlos ist. PCF, genauer gesagt Paracholecalciferol-Forte. Es hilft gegen viral bedingte Erkältungskrankheiten.« Ein Medikament auf der Basis von Vitamin D3, wenn ich mich nicht irre. »Exakt.« Quintech Tempo tat die Rückfrage mit einer Handbewegung ab. »Der Hyperimpuls muss das Medikament im Körper der Betroffenen irgendwie umgeschaltet, verändert haben und sich dann auf diese verheerende Weise ausgewirkt haben. Nur ein Zufall? Ganz sicher nicht. Da stimmen Sie mir gewiss zu.« Nun hatte die Hasbronerin sein Interesse geweckt. »Selbstverständlich. Fahren Sie fort.« »Das PCF wurde von einer auf Biochemie und Pharmazie spezialisierten Medikerin eingeführt«, sagte Tempo, »die seit einigen Jahren in Quinto Center arbeitet und seine Herstellung seither überwacht. Agostina September.« Der Name sagte dem Lord Admiral nichts. »Extrapolieren wir.« Dollering Tempo sah ihn herausfordernd an. »Wir sind auf ein Ensemble von 4 Codenamen gestoßen. Fremdenführer, Toröffner, Verdunkler, gute Köchin. 3 kennen wir nun. Schneider, Mackay und den toten Hanno Mauldlin.« »Mackay hat den Invasoren durch seinen gezielten Schuss buchstäblich das Tor geöffnet«, sagte Monkey nachdenklich. »Mauldlin hat ihnen Informationen übermittelt wie ein Fremdenführer. Und Schneiders Rolle kann durchaus als die eines Verdunklers gesehen werden. Sie glauben also...« »Ja, Agostina September ist die gute Köchin. Sie hat das Medikament gekocht und hergestellt.« »Und sie wähnt sich noch sicher«, sagte der Lord Admiral. »Ja, Ihr Fehler. Wir müssen September finden und gefangen nehmen.« »Ganz meine Meinung, Sir.« In diesem Augenblick erklang die Sirene, ein hoher, auf- und abschwellender Alarmton, der sogar Monkey durch Mark und Bein ging. Das grelle Geräusch ließ keinen Raum für Zweifel. Ihre Basis wurde angegriffen. Quinto Center. Major Fauerlein September ließ sich von Claudio Mackay in einen kleinen Nebenraum bringen, in dem lediglich 2 Geonen an Terminals saßen. Der Verdunkler schickte sie hinaus, damit der Major die erforderliche Ruhe hatte und sich konzentrieren konnte, wünschte dem Major viel Glück und ging ebenfalls. September nahm auf einem Sessel hinter einem der Arbeitsplätze Platz und schloss die Augen. Endlich war es soweit. Die Sorge um seine Zwillingsschwester hielt ihn im Griff, seit die Übernahme von Quinto Center begonnen hatte. Schon davor hatte es 18 Jahre lang gar keinen Kontakt und danach nur sehr sporadischen zwischen ihnen gegeben. Er musste allerdings nicht befürchten, dass ihre Fähigkeiten mittlerweile eingerostet waren. Agostina war mit dem 2. Kommando 1538 NGZ in die Milchstraße gekommen. Sie war somit von ihm ab 1530 NGZ getrennt gewesen und hatte ihn schließlich 1548 wieder getroffen, als sein Einsatzkommando die Milchstraße erreichte. Seitdem hatten sie aber nur ein paar Mal Kontakt gehabt. »Hörst du mich?«, dachte er. »Ich bin jetzt in Quinto Center. Geht es dir gut? Umschalten.« Das Absenden der kurzen Nachricht und das Umschalten kostete ihn viel Kraft, viel mehr, als er erwartet hatte. Ja, vielleicht war das tatsächlich eine Folge davon, dass sie so lange nicht miteinander gesprochen hatten. Er wusste, es würde eine Weile dauern, bis Agostina antworten konnte, doch seine Ungeduld wuchs, genau wie seine Besorgnis. Ginge es ihr wirklich gut? Oder war sie doch aufgeflogen? Falls sie lebte, würde sie auf jeden Fall antworten. Dann
hörte er ihre Stimme. Bin bislang unentdeckt. Sammle weiter Informationen und versuche zu den wichtigsten Verteidigern zu gelangen. Umschalten. Die Erleichterung spülte mit der Gewalt einer Ozeanwelle über ihn. Ihre Worte setzte er aus einzelnen Kürzeln zusammen, die sie ihm geschickt hatte. Nach jahrzehntelanger Gewohnheit kam es dabei nicht mehr zu irgendwelchen Missverständnissen. Er schaltete um. Es kostete ihn mehr Kraft als beim ersten Mal, aber das war normal. Bei Agostina war es genauso. Sie wusste, dass seine Antwort eine Weile auf sich warten lassen würde. Seine Zwillingsschwester und er waren Telepathen besonderer Art. Jeweils einer von ihnen konnte senden, der andere empfangen. Um ein Gespräch zu führen, zwischen Senden und Empfangen zu wechseln, mussten sie gezielt umschalten. Das Umschalten kostete dabei viel Kraft. Sie konnten nicht innerhalb kurzer Zeit mehrmals hintereinander umschalten und sie mussten sich absprechen, verbal oder eben per telepathischem Impuls desjenigen, der gerade sendete, was sie nun taten. Auch die Zeitdauer ihrer Sendungen war begrenzt, und zwar auf wenige Sekunden, denen etliche Minuten der Ruhe folgen mussten. Sie hatten deshalb eine Art telepathisches Stenogramm entwickelt, eine mentale Kurzschrift, die für einen potenziellen weiteren Telepathen, der sie zufällig belauschte, unverständlich wäre. Die Reichweite ihrer Kommunikation war ebenfalls beschränkt und schwankte darüber hinaus stark, was unter anderem von ihrem körperlichen Zustand und dem Grad ihrer Erschöpfung abhing. Im Allgemeinen betrug sie wenige Dutzend Kilometer. Solange sich Fräulein September an Bord der Iwan Iwanowitsch Goratschin befunden hatte, war eine telepathische Verbindung unmöglich gewesen. Das hatte sich erst geändert, als auch er nach Quintus Center gegangen war. Sie hatten nicht gewusst, wie lange sie getrennt sein würden, und bei ihrem Abschied vereinbart, dass Fräulein als Sender und Agostina als Empfänger fungieren würde. Es hatte sich als praktisch erwiesen, dass sie nach jedem Gespräch umschalteten, der Sender also zum Empfänger wurde und umgekehrt. Er spürte, dass seine Kraft allmählich zurückkehrte. Seine Erleichterung blieb ungebrochen, aber viel zu sagen hatte er nicht mehr. Diese Art der Kommunikation war für lange Gespräche ungeeignet. Bis er erfahren würde, was genau seiner Schwester widerfahren war, würde er sich bis zu einer persönlichen Begegnung gedulden müssen. Mach's gut, halt mich auf dem Laufenden. Umschalten. Er sank in den Sessel zurück, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seine Anspannung hielt er jedoch aufrecht. Nach dieser langen Zeit hoffte er, dass Agostina sich zumindest noch einmal kurz melden würde. Agostina hatte eine wichtige Rolle bei der Übernahme von Quintus Center gespielt. Seine Zwillingsschwester war dabei gewesen, als im Jahr 5127, dem Jahr 1540, nach der neuen galaktischen Zeitrechnung der Terraner, ein Expeditionskorps der Geonen in die alte Heimat aufgebrochen war. Ein Verband aus 50 Raumschiffen unter der Führung der Iwan Iwanowitsch Goratschin. Die Schiffe hatten die Milchstraße nach 8 Jahren erreicht. 1548 NGZ. Die nächsten Jahre hatten sie genutzt, um auf verlassenen Himmelskörpern Stützpunkte aufzubauen, Informationen zu sammeln und gemeinsam mit den Infiltratoren den Schlachtplan zur Eroberung von Quintus Center auszuarbeiten. Dabei hatte sich vor allem die Verbindung der September-Zwillinge als nützlich erwiesen. Fräulein musste sich lediglich in derselben Stadt oder demselben Landstrich wie seine Schwester aufhalten, damit ein Kontakt zwischen ihnen möglich wurde und sie zumindest rudimentäre Informationen austauschen konnten. Unter anderem durch diesen Umstand war Augustina zur Leiterin des Kommandos auf der Seite der Infiltratoren aufgerückt, das folgerichtig die Bezeichnung Kommando September erhalten hatte. Bin erschöpft, kam das nächste Gedankenkonzentrat. Werde dich nach Kontaktaufnahme von dort aus informieren, nicht umschalten. Fräulein verstand. Seine Zwillingsschwester hatte das Gespräch beendet, wollte jedoch, dass er auf Empfang blieb, damit sie ihn in einem Notfall jederzeit erreichen konnte. Ein logisches Vorgehen, nun, nachdem er sich in Quintus Center aufhielt.
Er blieb eine Weile in dem Sessel sitzen, erholte sich von ihrem telepathischen Zwiegespräch. Als er schließlich aufstand, zitterten seine Beine und er ließ sich wieder in den Sessel fallen. Die anderen Geonen wussten zwar, dass ihn diese Gespräche anstrengten, aber nicht wie sehr, und das brauchten sie auch nicht zu erfahren. Die Erschöpfung und die Erleichterung darüber, dass es seiner Schwester gut ging, forderten ihren Tribut, und er schlief tatsächlich kurz ein. Kapitel 7 Quintocenter. Wir haben ihn. Captain Tore Mulroney zeigte auf das kleine Holo, das seinem Vitalenergievisier entstammte. Es wimmelte darauf von mattgoldenen Spuren, doch eine stach eindeutig hervor, leuchtete mehrfach heller als die anderen. Das war kein mattes Gold, sondern eines, das alle anderen überstrahlte. Die Vitalaura eines Zellaktivatorträgers. Und da ihren Informationen zufolge Monkey der einzige in Quintus Center war, der einen Aktivator trug, musste es sich um den Lord Admiral persönlich handeln. Captain Alex Vikander betrachtete das Holo und nickte. Eindeutig Monkey. Mulroney nahm weitere Ortungen vor. Er hat sich mit den anderen in einem Datenzentrum verschanzt, stellte er fest. Dass sie problemlos verteidigen können. Vikander runzelte die Stirn. Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, müssen wir mit einer beträchtlichen Übermacht angreifen. Mulroney aktivierte sein Funkgerät. Zentrale, wir brauchen Verstärkung. Ich fordere 50 Soldaten und 100 Kampfroboter an. Prioritätscode HHPM 504. Es dauerte eine geraume Weile, bis die Bestätigung kam. Offensichtlich wurde ihr Gesuch von einer Person bearbeitet, die es mit solchen Anfragen sehr genau nahm. Mulroney trommelte mit den Fingerspitzen auf seine Rüstung, enthielt sich aber jeden Kommentars. Er wusste genauso gut wie Vikander, wie solche Dinge gehandhabt wurden. Verstärkung ist mit voller angeforderter Stärke unterwegs, kam endlich die Antwort. Rechne mit einer Wartezeit von 20 Minuten. Verstanden. Captain Mulroney beendete die Verbindung. 20 Minuten, bis sie ihren eigentlichen Auftrag in Angriff nehmen konnten. Tötet Monkey. Das Schott der Datenzentrale explodierte mit einem lauten Knall. Monkey wirbelte herum. Im gleichen Atemzug schloss sich sein Serum. Sofort aktivierten sich die optischen Systeme. Dichte Rauchwolken quollen empor und nahmen ihm die Sicht. Er schaltete seine künstlichen Augen auf Infrarot um und dann auf Vergrößerung. Grell zeichnete die Optik einige Molekülketten ein, die durch die Luft schwebten, zitternd und langsam vergehend. Hautschuppen, Haare, einzelne Moleküle, die offenbar von Lebewesen stammten. Sie lebten nicht mehr, waren die ersten Opfer des überraschenden Angriffs. Er erkannte 3, 4 Kampfroboter, die in die Datenzentrale eindrangen und mit beiden Waffenarmen Dauerfeuer gaben. Sie erinnerten Monkey an das antike terranische Modell Gladiator R1. Humanoid geformte Einheiten mit stählernen Armen, Beinen, Torso und Kopf. Offensichtlich hatten die Invasoren ähnliche Roboter entwickelt wie die Terraner vor 1,5 Jahrtausenden. Welches Rätsel umgab die Invasoren? Wiederholte sich etwas wie die Geschichte von Old Man? Hatte eine fremde Macht Terraner aus der Vergangenheit an diesen Ort geführt und mit falschen Informationen gefüttert? Kämpften sie letzten Endes einen Kampf, der gar nicht hätte begonnen werden müssen? Diese Fragen waren wichtig, womöglich sogar lebenswichtig, aber unbeantwortet. Die USO-Spezialisten in der Datenzentrale reagierten, wie sie es bei ihrer gründlichen, jahrelangen Ausbildung gelernt hatten. Sie erwiderten das Feuer und gingen gleichzeitig in Deckung, die jedoch nicht viel hergab. Die Waffen der Eindringlinge verschmorten Konsolen und ließen Terminals in Flammen aufgehen. Genauso gut hätten Monkeys Leute Schutz hinter Pappwänden suchen können. Einer der Roboter explodierte, Trümmerteile schossen durch den Raum. Die 4 Finger einer metallischen Greifhand bohrten sich durch den Schutzanzug in die Brust eines USO-Spezialisten. Der Mann blieb einen Moment stehen, gab weiter Dauerfeuer mit seinem Kombistrahler
und brach dann wie in Zeitlupe zusammen. Rückzug, dachte Monkey in einem ersten Impuls. Wir können die Datenzentrale nicht halten. Der Augstorner blieb ganz ruhig. Er musste davon ausgehen, dass die Invasoren planmäßig vorgingen und die Zentrale umzingelt hatten. Wenn sie nun durch einen der anderen Ausgänge zu fliehen versuchten, würden sie wahrscheinlich nur weiteren Kampfrobotern vor die Waffen laufen. Er aktivierte den Serunfunk. Rückzug, aber benutzt nicht die regulären Ausgänge. Brennt euch den Weg durch den Boden oder die Decke frei und versucht auf diese Weise zu entkommen. Gleichzeitig riss er die Waffe hoch, feuerte auf die Decke. Im nächsten Augenblick loderte sein Schutzschirm auf. Weitere Roboter waren in die Zentrale eingedrungen und nahmen ihn gezielt unter Beschuss. Der Lord Admiral stieß einen leisen Fluch aus. Wer immer den Angriff vorbereitet hatte und leitete, wusste genau, was er tat. Er erwiderte das Feuer automatisch, hielt den Finger am Abzug, während seine Gedanken ratterten und sein Verstand nach einem Ausweg suchte. Er fand keinen. Kapitulation war keine Möglichkeit. Die feindlichen Kampfroboter hatten sie nicht dazu aufgefordert, ihre Absicht war es eindeutig, die USO-Mitarbeiter in der Zentrale zu töten. Ein Roboter rückte vor, während andere ihm Feuerschutz gaben. Der Augstorner ahnte, dass er selbst das Ziel der Maschine war. Hatte dieser Angriff letztlich den Zweck, ihn zu töten? Verbuchten die Invasoren alle anderen Toten als Kollateralschaden? Monkey nahm den Roboter ins Visier. Ein anderer USO-Spezialist schoss ebenfalls auf ihn und er explodierte, doch schon rückten zwei andere Maschinen vor und nahmen seine Position ein. Es ist vorbei, dachte der Augstorner. Es gibt keinen Ausweg. In diesem Augenblick jagte der Tara in die Zentrale und vervollständigte das Chaos. Pomeroy. Der Kommandant von Quintus Center war zurück, im Schlepptau etliche Roboter, wie er sie zu finden gehofft hatte. Der kegelförmige Tara, einer der modernsten überhaupt, war den menschenähnlichen Robotern der Invasoren deutlich überlegen. Die beiden Maschinen, die Monkey ins Visier genommen hatten, vergingen in lautstarken Explosionen. Einen Moment konnte Monkey den dunkelhäutigen, kahlköpfigen Kommandanten mit Hilfe seiner künstlichen Augen mitten in dem Getümmel ausmachen. Reaktionsschnell und konzentriert führte der 90-Jährige die Roboter ins Gefecht. Er erkannte die Absicht der Invasoren, Fluchtversuche im Keim zu ersticken und keine Überlebenden zuzulassen, und hielt entschlossen dagegen. Einen Augenblick schien es zu gelingen. Immer mehr Kampfroboter der Angreifer explodierten. Mittlerweile betrug die Temperatur in der Zentrale weit über 200 Grad Celsius. Die Luft brannte, Wände und Decken schmolzen. Dann geschah das, was Monkey befürchtet hatte. Der Feind war taktisch nicht unerfahren und schickte in diesem Moment seine Reserve in den Einsatz. Es ist aus, dachte Monkey, befahl dem Serun vollen Schub und raste auf den Eingang zu, durch den die Kampfroboter der Invasoren in die völlig zerstörte Datenzentrale eindrangen. Sie nahmen ihn unter Punktbeschuss, verloren ihn jedoch wieder aus der Ortung. Monkey schoss gezielt, brachte einen Kampfroboter zur Explosion, dann einen zweiten. Unter ihm brach mit einem gewaltigen Donnerschlag ein Teil des Bodens weg. Glühende Stahlträger hatten auf einer Länge von 5 Metern nachgegeben. Monkey raste durch die Öffnung, wich glutroten Metallpfeilern aus und jagte weiter. Allmählich lichtete sich der schwarze Qualm und er hatte eine bessere Sicht. Gerade rechtzeitig stoppte er. 10 Meter vor ihm standen 2 Invasoren in weißen Rüstungen, flankiert von 2 Kampfrobotern. Nestor Pomeroy packte Dollering Tempo und zerrte sie aus der Schusslinie eines Kampfroboters. Der abgefeuerte Strahl zerschmolz eine Wand hinter ihm. Besonders viel Gefechtserfahrung hatte die Hasbronerin nicht. Die Lage war aussichtslos. 10 Taras hatte er in dem geheimen Lager gefunden und zur Datenzentrale geführt, doch der Feind war mit mindestens 100 Einheiten angerückt.
Ein Tara war jedem einzelnen der fremden Modelle hoch überlegen, sogar mehreren, doch die Masse machte den Unterschied. Zumindest schien ein Patt möglich. Die Roboter neutralisierten einander. Es blieben allerdings die menschenähnlichen, verbesserte er sich, Gegner. Die Soldaten in ihren weißen Rüstungen, von denen Nestor Pomeroy annahm, dass sie Seruns zumindest ebenbürtig waren. Er schätzte, dass mindestens 50 von ihnen 20 USO-Mitarbeitern gegenüberstanden, von möglicher Verstärkung ganz zu schweigen. Und nicht alle diese Agenten waren ausgebildete USO-Spezialisten, die auch mit einer Übermacht fertig wurden. Pomeroy stieß die Hasponerin nach vorne, zu Nichi Laguna, seinem Stellvertreter. »Ich verschaffe Ihnen Gelegenheit zur Flucht«, sagte er über Helmfunk. »Geben Sie auf Tempu Acht.« Er fand einen Teil der Wand, der rotglühend vor dem Zusammenbruch stand, und schoss. Auf die Kampfroboter, die sich ihm näherten, achtete er nicht. Sein Schutzschirm fing 2, 3 Salven ab, bis er die Position gewechselt hatte und versuchte, weiteren Schüssen auszuweichen. Er hatte keine Chance. Die Kampfroboter der Invasoren hatten mittlerweile die gesamte Datenzentrale besetzt und rückten gegen die letzten Personen vor, die ihnen Widerstand leisteten. Krachend brach die Wand vor ihnen zusammen. Guna erkannte die Chance, die sich ihm bot. Der Kartaser erfasste Dollering Tempo mit einem Traktorstrahl und raste los, durch die Öffnung, die sich ihnen plötzlich bot. Mehrere Schüsse wurden von ihren Schutzschirmen abgeleitet, dann waren die beiden durch das riesige Loch in der Wand verschwunden. Die Kampfroboter rückten vor, um die Verfolgung aufzunehmen. Pomeroy leitete alle Energie des Seruns in den HÜ-Schirm, angesichts der bestehenden Übermacht ein Tropfen auf den heißen Stein. Er packte den Kombistrahler mit beiden Händen und gab Dauerfeuer, rannte auf die Roboter zu, zerstörte einen, nahm einen zweiten ins Visier. Er spürte nicht, wie der Schutzschirm zusammenbrach und sein Körper von mehreren Salven aus den Quintstrahlern zerfetzt wurde. Bevor einer der beiden Männer oder die Roboter reagieren konnten, wirbelte Monkey herum und jagte mit dem Serun davon. Hinter ihm zuckte ein Thermostrahl durch den Gang, verfehlte ihn aber um mehrere Meter. Der Lord Admiral überließ dem Kampfanzug einen Moment die Kontrolle. Wenn es darum ging, mit hohem Tempo durch enge Gänge zu rasen, reagierte die Positronik schneller als selbst ein Orkstormer. Hinter sich hörte er Geräusche, Rufe, sinnlos abgefeuerte Schüsse, das Zischen von brutzelndem Metall. Er kümmerte sich nicht darum, versuchte nur, so viel Entfernung wie möglich zwischen ihn und die beiden Rüstungsträger zu bringen. Irgendwann hielt er an. Mittlerweile hatte er sämtliche Körperfunktionen wieder auf ein Normalmaß reduziert. Er atmete kaum schneller, seine Gedanken waren klar. Die feindlichen Kampfroboter hatten keine einzige Kapitulationsaufforderung gegeben. Sie hatten mehrmals gezielt versucht, ihn zu töten. Hatten sie, nachdem das nicht gelungen war, ihn einfach nur isolieren und abdrängen wollen? War er das einzige wahre Ziel dieser Attacke? Hatten die Roboter ihn seinen Jägern vor die Flinte getrieben, den beiden Soldaten in den weißen Rüstungen? Und wie hatten seine Häscher ihn gefunden? Monkey glaubte nicht daran, dass es zufällig geschehen war, dazu war der Angriff viel zu gut organisiert gewesen. Der Lord Admiral orientierte sich kurz. Ganz in der Nähe hatte Kommandant Pomeroy eine verborgene Waffenkammer angelegt, von deren Existenz nur wenige hochrangige USO-Spezialisten wussten. Sie sollte bei Notfällen wie diesem einige ungewöhnliche Möglichkeiten bieten. Der Orkstorner rannte los, lief Umwege, wenn er vor sich Feuergefechte ortete, achtete darauf, nicht entdeckt zu werden. Er erreichte den getarnten Raum, entdeckte mit Hilfe seiner künstlichen Augen sofort ein Wandpanel und legte die Hand darauf. Geräuschlos öffnete sich eine kleine Tür. Als er den Raum dahinter betrat, flammten Deckenleuchten auf. »Identifizierung erfolgt«, sagte eine künstliche Stimme. »Willkommen, Lord Admiral.« Hätte die Positronik ihn nicht erkannt, wäre er längst tot. Monkey drückte auf einen Schalter und die Tür schloss sich wieder.
Er schritt die langen Regale mit den dort gelagerten exotischen Waffen ab, blieb schließlich vor einem Fach stehen, das mit Cherro beschriftet war. Der Bogan-Töter und der Decham kamen ihm ungeeignet vor, der Neuropinsel und der Romal ebenfalls. Er entschied sich für die Tokscher, von denen 3 vorhanden waren, die er sofort scharf machte. »Außenbeobachtung«, sagte er. Ein kleines Holo bildete sich, das den Gang vor dem geheimen Waffenlager zeigte. Monkey musste nicht lange warten und die beiden Soldaten in den weißen Rüstungen mit den beiden Kampfrobotern erschienen. Etwa 20 Soldaten folgten ihnen als Verstärkung. Und all dieser Aufwand nur, um mich zu töten? Dachte Monkey zynisch. Aber wie hatten sie ihn so schnell gefunden? Hatten sie etwa einen Peilsender an ihm angebracht? Unwahrscheinlich. Sie hatten ihn schließlich bereits in der Datenzentrale aufgespürt. Die beiden Anführer in den weißen Rüstungen schritten die Wand auf und ab. »Er ist hier«, sagte der Dunkelhaarige mit dem Oberlippen- und Kinnbart. »Hinter dieser Wand.« »Gibt es einen Öffnungsmechanismus?« fragte der glattrasierte Blonde. »Ich suche danach.« Der Bärtige richtete ein Instrument auf die Wand. »Stark gepanzert. Kristallfeld intensiviert. Daran beißen wir uns die Zähne aus.« Angesichts dieser Übermacht revidierte Monkey seine Entscheidung, auf den Bogan-Töter zu verzichten. Er sah sich noch einmal um, entdeckte einen Trümmertoser. Diese Waffe war äußerst schwer und sperrig, etwa 30 Zentimeter dick und 50 im Quadrat breit. Die Cherro trugen sie meist vorne auf einer Schwebeplattform montiert. Ihm als Oxtorner bereitete es keine Probleme, sich das Aggregat um den Brustkorb zu schnallen. Die Bediengriffe standen dabei zur Seite weg und verfügten über Magnetklemmen, an denen sich weitere große Handfeuerwaffen befestigen ließen. Bislang hatte der Oxtorner versucht, seine Gegner zu schonen. Viele, die er problemlos hätte töten können, hatte er lediglich außer Gefecht gesetzt, doch die Karten waren neu gemischt worden. Diese Übermacht hatte es darauf abgesehen, ihn zu töten, und wenn er überleben wollte, durfte er keine falsche Rücksicht walten lassen. »Na dann«, knurrte er, »ihr seid tot. Mit Hilfe der Cherro. Wer hätte gedacht, dass ihre Technologie uns einmal aus der Klemme helfen würde?« Die Cherro waren ein wildes und marodierendes Nomadenvolk, das im Oktober 1289 NGZ auf Terra ein sinnloses Gemetzel angerichtet hatte. Entsprechend gefährlich waren auch ihre Waffen, von denen sich einige wenige in Uso-Beständen befanden. Monkey überzeugte sich, dass er die Tokscher mit einem verbalen Befehl losschicken konnte und stellte von Hand den Wirkungsradius und die Distanz des Trümmertosers ein. Dann nahm er den Kombistrahler in die rechte und den Bogan-Töter in die linke Hand. Alle Waffen in der Kammer waren dazu gedacht, in einem Notfall verwendet zu werden und daher sofort einsatzfähig. Er stellte sich mit gespreizten Beinen vor das Türblatt und löschte das Licht. Die einzige Helligkeit kam nun von dem Holo, das zeigte, was sich hinter der Tür abspielte. Die beiden Anführer in den weißen Rüstungen tasteten auf der Suche nach einem Öffnungsmechanismus die Wand ab. Monkey lächelte breit. »Jetzt«, sagte er, und sofort darauf zu den Tokschern: »Los!« Die Tür öffnete sich geräuschlos. Schon schossen die 3 Tokscher durch den Spalt und hielten auf ihre Ziele zu. Kaum war die Lücke breit genug, zwängte Monkey sich hindurch und eröffnete das Feuer. Alles geschah so schnell, dass man den Eindruck haben konnte, es geschehe gleichzeitig. Die Tokscher waren Flugminen, etwa 30 Zentimeter groß und linsenförmig. Ihre Ziele waren die beiden Kampfroboter und die Gruppe der feindlichen Soldaten, die als Verstärkung dienten. Sie waren kaum gestartet, als sie auch schon explodierten und dabei schwere, ausgedehnte Störfelder erzeugten. Monkey löste den Bogan-Töter aus, eine bei den Cherro angeblich sehr beliebte Infanteriewaffe.
Das eine Ende war doppelläufig und barg einen Granatwerfer mit 20 Schuss und einen Desintegrator. Das andere bildete den Kopf einer Keule. In schneller Folge jagte der Lord-Admiral Granaten ab, die in den Störfeldern der Tokscher detonierten. Die beiden Kampfroboter explodierten fast gleichzeitig. Eine halbe Sekunde später riss eine weitere Detonation die gewöhnlichen Soldaten von den Füßen. Der Augstorner ging nicht das geringste Risiko ein und aktivierte den Trümmertoser. Diese Waffe zerquetschte ihre Zielobjekte mit extrem starken Prallfeldern. Sie verrichtete ganze Arbeit. Nach 10 Sekunden hatte Monkey 2 Kampfroboter und 20 feindliche Soldaten ausgeschaltet, ohne ein einziges Mal ins Kreuzfeuer oder unter Punktbeschuss geraten zu sein. Er nahm es kalt und lediglich ergebnisorientiert zur Kenntnis. Die Invasoren hatten Quintus Center überfallen und wollten ihn töten. Nun bezahlten sie dafür. Wollte er überleben, gab es keine andere Möglichkeit. Die beiden Anführer des Trupps, seine persönlichen Jäger, nahmen ihn unter Punktbeschuss. Der Augstorner wechselte seine Position, sprang hin und her und konzentrierte seinen Gegenangriff auf nur einen von ihnen, den Blonden, schoss weitere Granaten ab und richtete den Trümmertoser auf ihn. Der Mann stellte das Feuer ein und sprang zurück, bevor das Prallfeld ihn erreichte. Das rettete ihm wohl das Leben. Monkey sah aus dem Augenwinkel, wie er verletzt davonkroch. Der andere Jäger wirbelte herum und floh. Monkey setzte ihm nach, und ein Augstorner war schneller als jeder nicht umweltangepasste Mensch. Er hätte den gejagten Jäger binnen 5 Sekunden einholen können, wollte aber, dass er sich eine gewisse Strecke von dem Schlachtfeld entfernte und ließ ihm 20. Der Invasor sah ein, dass er dem Lord-Admiral nicht entkommen konnte, wirbelte herum und schoss erneut auf seinen Verfolger. Diesmal machte Monkey kurzen Prozess. Er feuerte 3 Granaten ab und danach den Trümmertoser. Sein Angreifer brach zusammen. Der Augstorner atmete nicht einmal schneller, als er neben dem Toten niederkniete. Flüchtig untersuchte er den Toten. Seine weiße Rüstung wirkte unbeschädigt. Mit schnellen, geschickten Bewegungen öffnete er sie und trennte sie von der Leiche. Sollte die er zuvor erbeutet hatte, tatsächlich nicht mehr eintreffen, hatte er zumindest Ersatz. Stirnrunzelnd betrachtete er den Toten, dessen Verletzungen waren schwer, aber Monkey erkannte trotzdem, dass sein Feind einem Terraner extrem ähnelte. Wer war dieser Gegner? Er holte ein Notfallkit aus seiner Serontasche, öffnete es und entnahm dem Toten Gewebeproben für eine spätere Analyse, ein paar Haare, etwas Haut, etwas Blut in einem sauberen Tuch, das er wieder im Serum verstaute. Dann erhob er sich wieder und hielt kurz inne. Niemand brauchte zu wissen, dass er eine dieser Rüstungen erbeutet hatte. Der Kollege des Jägers sollte davon ausgehen, dass die Rüstung des anderen zerstört worden war. Er schaltete den Kombistrahler auf Desintegrator-Rhythmus um und zerstrahlte die Leiche, bis nichts mehr von ihr übrig war. Noch während grünlich schimmernde Dämpfe, die einst belebte Materie gewesen waren, in die Luft stiegen, lud es sich die Rüstung über die Schulter, ergriff beide Handfeuerwaffen und trabte los. Es gab selbstverständlich Notfallpläne und Absprachen für alle Eventualitäten. Anders wollte und konnte Monkey eine Organisation wie die USO nicht führen. Und spätestens seit der Herrschaft des Atopischen Tribunals wusste jeder Mitarbeiter dies zu schätzen. Folglich existierten auch Absprachen zwischen Monkey, Pomeroy, dessen Stellvertreter und Guna, was zu tun war, sollten sie angegriffen und versprengt werden. Da dieser Fall gerade eingetreten war, steuerte der augstornische Lord-Admiral der USO den entsprechenden Treffpunkt an. Es war kein verlassener Rückzugswinkel, sondern ein Ort, an dem ihnen möglichst viel Technologie zur Verfügung stand, eine geheime Ausweichzentrale an der Schnittstelle zweier Verkehrsadern, an die ein Hightech-Labor angeschlossen war, das von zahlreichen Kampfrobotern geschützt wurde. Als Monkey den Treffpunkt erreichte, befanden Guna und Dollering Tempo sich bereits dort. Monkey runzelte die Stirn.
Er befürchtete, dass er sich die Frage sparen konnte, stellte sie aber trotzdem. Pomeroy? Gefallen, sagte der Gaddaser leise. Er hat sich geopfert, um uns zu retten, fügte die Hasbronerin hinzu. Ein harter Schlag, sagte Monkey sachlich. Pomeroy hätte uns mit seinen Kenntnissen über Quintus Center entscheidend helfen können. Er ignorierte den betroffenen Blick Tempus, indem er einen wütenden Vorwurf zu erkennen glaubte. Er ignorierte ihn, wie er alles ignorierte, was verwirrte. Laufend trafen weitere USO-Mitarbeiter ein, hauptsächlich erfahrene Spezialisten, die noch etwas bewirken wollten. Monkey hatte das Gefühl, dass sie seine Nähe suchten. War er die Fackel im Sturm? Der Leuchtturm, der Licht ins dunkle Feindesland schickte? Guna, der nun kommissarisch Kommandant von Quintus Center war, wies den Neuankömmlingen Aufgaben zu. Schnell herrschte in der Ausweichzentrale summende Aktivität. Bald lag dem Lord Admiral ein einigermaßen zuverlässiger Überblick vor. Kommandant Pomeroy ist an diesem Tag bei weitem nicht das einzige Opfer, das wir zu beklagen haben, richtete Monkey schließlich das Wort an die letzten Getreuen. Soweit wir es in Erfahrung bringen konnten, wird vielerorts noch gekämpft. Die Invasoren werfen große, gut geschulte Kontingente in die Schlacht. Wir müssen uns neu formieren, sagte der Gaddaser. Und gewisse Prioritäten setzen, pflichtete Monkey ihm bei. Ich könnte mich an die Untersuchung der Rüstung machen, die Sie erobert haben, Sir, sagte Tempu. Das werden Sie, Quintech, aber erst später. Zuerst müssen Sie einen anderen Auftrag erledigen. Lord Admiral? Ich brauche eine Funkverbindung, die möglichst viele USO-Mitarbeiter in Quintus Center erreicht. Meine Stimme soll aus möglichst jedem Lautsprecher und Akustikfeld in jeden Winkel vordringen. Verstanden, Sir. Tempu nahm hinter einem Terminal Platz und aktivierte es. Ist hier ein Biologe oder Chemiker? 3 Agenten traten vor. Monkey gab einem davon die Bioproben, die er dem getöteten Feind entnommen hatte. Ich bitte um eine gründliche Analyse. Monkey schaute kurz zu Tempo hinüber. Sie versuchte noch eine Verbindung zu schaffen und auf die Systeme zuzugreifen. Er packte die Rüstung und trug sie in das benachbarte Minilabor, in dem die 3 Wissenschaftler mit der Untersuchung der Gewebeproben begonnen hatten. Dort legte er sie auf einen Tisch, blieb reglos stehen und hing seinen Gedanken nach. Etwas hatte sich verändert. Hatte er in der Datenzentrale noch die Hoffnung gehegt, den Widerstand sinnvoll organisieren zu können, wurde nun das Gefühl in ihm immer stärker, sich endgültig auf dem Rückzug zu befinden. Er sah keine Möglichkeit mehr, Quintus Center wirksam dem Zugriff der Invasoren zu entziehen. Selbstverständlich konnten sie sich in den Tiefen des Mondes verschanzen und den Eindringlingen einen Guerillakampf liefern, aber damit würden sie auf Dauer nichts bewirken. Der ausgehöhlte Zwergmond hatte eine so gewaltige Fläche, dass sie sich wohl auf Jahrzehnte verbergen und Nadelstiche versetzen konnten, ohne etwas daran zu ändern, dass er faktisch dem Feind gehörte. Nun waren unkonventionelle Ideen gefragt, und wenn er ehrlich zu sich selbst war, er hatte gegenwärtig keine einzige. Er musste Zeit gewinnen, um zu planen, aber die hatte er nicht. Aber er hatte noch einige Asse im Ärmel. Er musste lediglich herausfinden, wie er sie am besten ins Spiel bringen konnte. Monkey gab sich einen Ruck und schickte sich an, die Rüstung zu untersuchen. Ihm fiel schon nach wenigen Sekunden auf, dass Teile davon in Interkosmo beschriftet waren. Das Material hingegen, aus dem die Rüstung bestand, gab es seines Wissens in der Milchstraße nicht und schon gar nicht auf dem Territorium der Liga Freier Galaktiker, in der die meisten Menschenvölker versammelt waren. Das bearbeitete Material war fast blendend weiß und wurde von winzigen goldenen Einlegearbeiten geschmückt, eine Metallplastik ähnlich dem Terkonit. Er konnte nur eine erste Einschätzung leisten, musste die genaue Untersuchung einer gründlichen Analyse überlassen, die wohl Tage dauern würde.
Er versuchte einzelne Systeme in Betrieb zu nehmen, bekam aber keinen Zugriff. »Lord Admiral?« sagte einer der Wissenschaftler, die die Bioprobe des getöteten Feindes untersuchten. Monkey schaute auf. »Es besteht kein Zweifel. Dieser Mann war ein Terraner.« »Terraner? Wie in Bewohner Terras? Im weiteren Sinn Kolonialterraner oder im ganz weiten Sinn lemurischer Nachfahre wie die Terraner? Er weist eine weitgehende genetische Identität mit der erstgenannten Gruppierung auf.« Tempo öffnete die Tür zum Labor. »Es ist mir gelungen, eine Übertragungsmöglichkeit zu finden. Man wird sie zwar nicht überall hören können, aber doch in weiten Teilen von Quintus Center.« »Dann wird das genügen müssen«, sagte Monkey. »Endlich eine gute Nachricht.« Der Lord Admiral schaute ernst in das Aufnahmegerät. Wo sich die technische Möglichkeit bot, würde man sein Antlitz als Holo sehen können, ansonsten musste er sich mit einer verbalen Nachricht begnügen. Ihm war es egal. Die Botschaft zählte nicht deren Kommunikationskanal. »Hier spricht Monkey. Lord Admiral der United Stars Organization. Quintus Center wurde von Personen verraten, die sich mit normalen Laufbahnen Stellungen in unserem Hauptquartier erarbeitet haben«, kam er sofort zur Sache. 3 konnten wir bereits vor geraumer Weile identifizieren. Hanno Mautlin, den mittlerweile liquidierten Fremdenführer, Allard Schneider, den Chef unserer Nachtwache, der als Verdunkler geführt wurde, und Claudio Sänger-Mackay, den Türöffner. Er legte eine kurze rhetorische Pause ein. »Mittlerweile haben wir einen 4. Verräter identifiziert, die gute Köchin. Es handelt sich bei ihr um die Medikerin Agostina September.« Erneut ließ er ein paar Sekunden verstreichen. »Agostina September muss aufgespürt und ergriffen werden. Im Notfall ist ihre Exekution erlaubt.« Er beendete die Übertragung und atmete tief durch. Er hatte die Jagd auf Agostina September ausgerufen und damit zweierlei erreicht. Zum einen sollte die gute Köchin sich von nun an gehetzt fühlen, von allen Uso-Spezialisten verfolgt. Vor allem aber sollte sie nicht mehr für die Invasoren tätig werden können. Kapitel 8 Quintus Center. Ich werde verfolgt. Monkey oder ein anderer Uso-Spezialist benötige Hilfe. Umschalten. Agostinas telepathische Botschaft traf Faulein September wie ein Schlag in die Magengrube. Er spürte die Panik, die aus den Worten seiner Zwillingsschwester sprach, die Hilflosigkeit, die Verzweiflung. Sie war eine Spitzenagentin, aber sie war nicht perfekt. Mit solch einer Situation konnte sie nicht umgehen, es mangelte ihr an der dafür nötigen Ausbildung und Erfahrung. Sie war auf Infiltration spezialisiert, nicht auf das Ausschalten feindlicher Agenten. 18 Jahre. 18 Jahre und ein paar mehr war er durch den Abgrund zwischen den Galaxien von ihr getrennt gewesen. Und nun würde es vielleicht nicht mehr zu einem Wiedersehen zwischen Lebenden kommen. Er verdrängte den Gedanken und konzentrierte sich. Es fiel ihm nicht leicht, das Umschalten und Empfangen der Nachricht selbst kosteten ihn viel Kraft. Er würde sich eine Zeit lang erholen müssen, ehe er ihr antworten konnte, aber viel Zeit blieb ihm nicht. Das Leben seiner Zwillingsschwester war in akuter Gefahr. Schon Monkeys Botschaft über Agostina hatte ihn beunruhigt, ihm große Sorgen gemacht, Sorgen, die sich nunmehr als berechtigt erwiesen. Wider besseres Wissen versuchte er umzuschalten, doch es gelang ihm natürlich nicht. Es war zu wenig Zeit vergangen, er musste erst wieder zu Kräften kommen. Wie konnte er seiner Schwester helfen? Er aktivierte sein Armband als Weckgerät, wählte auf dem Display die einzelnen Punkte aus. Funkspruch an die Ivan Iwanowitsch Goratschin. Bestätigen. Ziel: Admiralin Amber de Salin. Bestätigen. Priorität: Überrangcode. Eingabe.
Verzweifelt rief er sich den Code ins Gedächtnis, den er sich 1000-mal eingeprägt hatte und über den er diesmal trotzdem stolperte. Endlich erinnerte er sich an die korrekte Zeichenfolge und tippte sie ein. Aber all diese Rückfragen, diese Wartezeit, es ging ihm alles nicht schnell genug. Verschlüsselung? Einfach? Übliche Programmroutine? Schwierig? Er konnte kaum klar denken. Schwierig dauerte viel zu lange. Bis die Verschlüsselungssequenz dieses Level erreicht hatte, hatte der USO-Spezialist seine Schwester vielleicht schon eliminiert. Einfach. Verbindung wird geschaltet. Sekunden später meldete sich die Expeditionsleiterin. Seine Funksprüche hatten bei Admiralin Dessalin eine hohe Prioritätsstufe. »Ich habe telepathisch einen panischen Hilferuf von meiner Schwester empfangen«, sagte Fräulein September. »Ich bitte um zusätzliche Ressourcen. Wir müssen alles tun, um Agostina aus Quinto Center zu holen.« Die Admiralin antwortete nicht sofort. War die kleine Verzögerung verdächtig oder reagierte er mittlerweile völlig paranoid? Agostina hatte keinen Anspruch auf eine Sonderbehandlung. Falls Dessalin ihr half, geschah dies nur in Anerkennung ihrer und seiner langjährigen Pflichtausübung. »Ich werde tun, was ich kann«, sagte die Admiralin schließlich. »Agostina September hat unserer Sache einen wertvollen Dienst erwiesen.« Fräulein atmete auf. »Was heißt das konkret?« »Ich stelle Soldaten zu deinem und ihrem Schutz ab, und ich werde Agostina September einen Funkbefehl erteilen. Sie soll möglichst aus eigener Kraft Quintus Center verlassen und zur Ivan Iwanowitsch Goratschin kommen. Dir ist es erlaubt, sie zu begleiten.« »Danke«, sagte Fräulein leise und beendete die Verbindung. Er schloss die Augen, konzentrierte sich und atmete tief durch. Mittlerweile war genug Zeit vergangen und er hatte sich einigermaßen erholt. »Wo bist du?«, dachte er. »Wie kann ich dich finden? Umschalten.« Er verfluchte die Zeit, die sie zwischen den einzelnen telepathischen Nachrichten verstreichen lassen mussten. Es kam auf Sekunden an und er musste warten und hoffen, dass ihre nächste Nachricht tatsächlich kam und der Feind sie nicht vorher erwischte. Wie ein Raubtier im Käfig wanderte er auf und ab. Damit erreichte er genau das Gegenteil von dem, was er bewirken wollte. Er beruhigte sich nicht, er schöpfte keine neue Kraft, er peitschte sich nur auf, trieb seinen Kreislauf zu Höchstleistungen an, schüttete ein Übermaß an Adrenalin aus. Aber er wusste damit umzugehen. Er legte sich bäuchlings flach auf den Boden, spreizte die Beine, streckte die Arme aus. Seine Gedanken ließ er treiben, fort von Agostina und der Sorge um sie. Er nannte im Geiste die 10 größten Städte von Geon, dann die bedeutendsten Kolonien des zweiten Solaren Imperiums und spürte, wie er langsam ruhiger wurde. Doch die Zeit schien sich endlos zu dehnen, bis er endlich wieder empfangen konnte. Schließlich kam Agostinas telepathische Nachricht. »Lemi Danger Denkmal. Nicht umschalten.« Seine Zwillingsschwester dachte mit. Sie wollte, dass er empfangsbereit blieb, um ihm jederzeit neue Nachrichten schicken zu können. Aber mit dieser Information konnte er etwas anfangen. Er musste nur herausfinden, wo das Lemi Danger Denkmal war. 25. November 1551 NGZ. Der 25. November 1551 NGZ brach gerade an, als Dollering Tempu zu Monkeys Terminal stürmte. Nachdem die Haschbrunnerin die Holo-Verbindung geschaltet hatte, hatte sie die gründliche Untersuchung der weißen Rüstung des gefallenen Invasors übernommen. »Ich habe über die eroberte Rüstung einen Funkspruch empfangen«, teilte sie dem Lord Admiral triumphierend mit. Monkey sprang auf und folgte ihr in das Mini-Labor. »Es war ein reiner Zufall«, erklärte Tempo. »Ich stellte plötzlich in der Rüstung eine energetische Aktivität fest. Es dauerte ein paar Minuten. Es war mehr als ein einfacher Funkspruch, wahrscheinlich ein Gespräch. Der Großteil davon war schon vorbei.« »Wiedergabe«, sagte Monkey. Die Hasbronerin hantierte an der Rüstung. »Werde Agostina September einen Funkbefehl erteilen«, erklang eine weibliche Stimme.
Sie soll möglichst aus eigener Kraft Quintus Center verlassen und zur Iwan Iwanowitsch Goratschin. Die Stimme verstummte. Bis hierher war der Funkspruch nicht sehr stark verschlüsselt, erklärte Tempo. Unsere Positronik konnte ihn dechiffrieren. Von diesem Augenblick an wurde eine andere, wesentlich gründlichere Verschlüsselungsmethode eingesetzt, die wir bislang nicht knacken konnten. Versuchen Sie es weiter, befahl Monkey. Das hat höchste Priorität. Falls es gelang, die Codes zu entschlüsseln, konnten sie über die Rüstung vielleicht weitere taktische Informationsfunksprüche erhalten. Das wäre ein unschätzbarer Vorteil. Der Lord Admiral beglückwünschte sich im Nachhinein, dass er die Leiche des gefallenen Soldaten vollständig desintegriert hatte und der Feind davon ausgehen musste, dass dessen Rüstung zerstört worden war. Kapitel 9 Im Zwischenreich. Im Vorraum herrschte dumpfes, bedrücktes Schweigen. Ungefähr 20 Probanden warteten darauf, einzeln in die große Festhalle gerufen zu werden, in der die Prüfungen stattfinden würden. »Was werden Sie dort mit uns machen?« fragte ein Mädchen, vielleicht ein Jahr jünger als Kurt. »Weshalb achten die Lehrmeister darauf, dass niemals ein Former mit uns spricht? Weshalb dürfen unsere Großeltern uns ein halbes Jahr vor der Prüfung nicht mehr sehen?« »Weil sie ebenfalls Former sind«, sagte ein schlachsiger Junge, der für seinen Kopf viel zu große Ohren hatte. »Wir werden irgendein Former-Geheimnis erfahren, und weil die Formerkraft nur in jeder zweiten Generation vererbt wird, lässt man unsere Großeltern nicht mehr zu uns. Aber viel passieren kann uns nicht.« »Warum nicht?« fragte das Mädchen. »Im schlimmsten Fall müssen wir die Prüfung wiederholen.« »Geht das denn?« »Selbstverständlich geht das.« Der Junge biss sich auf die Lippe. »Ich lege sie gerade zum zweiten Mal ab.« Die Zeit verstrich quälend langsam. Kurt kam es wie eine Ewigkeit vor, bis Lehrmeister Barrett ihn hineinwinkte. »Es ist soweit«, sagte er. »Deine Familie wartet, ebenfalls die von Chrysalis. Du musst zeigen, was du gelernt hast.« Vor der Tür zum Festsaal blieb Kurt stehen. »Lehrmeister«, flüsterte er. Die Worte blieben ihm in der Kehle stecken, bildeten einen so großen, festen Kloß, dass er sie nicht aussprechen konnte. »Ja?« fragte Barrett. Er wirkte desinteressiert. Manchmal hatte Kurt den Eindruck, dass der Lehrmeister all das, was er ihm zu sagen versuchte, bereits wusste, bevor er es aussprach. »Lehrmeister, ich werde nicht an der Prüfung teilnehmen.« »Ich dachte mir, dass du so etwas sagen würdest.« Kurt senkte den Kopf. »Wegen Chrysalis, nicht wahr? Weil sie deine Freundin ist.« Er nickte stumm und niedergeschlagen, die Scham trieb ihm die Röte ins Gesicht. »Weil ich sie getötet habe«, brach es dann aus ihm heraus. »Sie ist gestorben«, erklärte er, obwohl Barrett dabei gewesen war. »Ich habe ihr ein zweites Ich aus Psychoplasma gegeben, aber ich habe es nicht halten können. Sie ist zusammengestürzt, es ist nichts von ihr übrig geblieben.« »Du weißt, dass sie eigentlich gar nicht tot ist«, erwiderte der Lehrmeister. »Du hast ihr lediglich den Lebensfunken nicht geben können.« »Aber wenn ich ihr den Funken gegeben hätte, wäre sie gestorben.« Der Lehrmeister lächelte. »Hinein mit dir«, sagte er. »Alle warten auf dich. Oder hast du kein Vertrauen zu mir?« Kurt schwieg. Am liebsten hätte er sich umgedreht und wäre davongelaufen, doch zitternd, ohne es eigentlich zu wollen, folgte er Barrett in den Festsaal. Die Bühne war hell erleuchtet, während die Besucherränge im Dunkeln lagen. Dennoch konnte er einzelne Gestalten erkennen, Körper und Gesichter seiner Familie, die darauf wartete, dass er die Prüfung ablegte. Auch Chrysalis sah er. Chrysalis, die er hätte sterben lassen, hätte er nur Kraft genug gehabt, ihr den Lebensfunken zu geben. Wie aus weiter Ferne hörte er die Worte des Lehrmeisters, die ihn den Besuchern vorstellten.
Er verstand nicht, was Barrett sagte, doch immer, wenn sein Name erklang, kam es ihm vor, als hätte er den eines Fremden ausgesprochen. Schließlich hielt der Lehrmeister inne. »Einen Quibbuck«, zischte er Cart zu. »Forme einen Quibbuck.« »Nein«, erwiderte Cart fest. »Los!« Barrett stieß ihn an. »Nein«, wiederholte Cart, nun etwas lauter. Die Mikrofone ließen seine Worte überall im Saal erschallen. »Ein Quibbuck besitzt keinen Verstand, nur Instinkt. Für einen Quibbuck ist der Tod bedeutungslos.« Cart zuckte zusammen. Wusste der Lehrmeister etwa? »Kein Tod ist bedeutungslos«, flüsterte er, »nicht einmal der eines Schattenfighters.« Doch in diesem Moment beschloss er, Barrett zu vertrauen, seine eigene Betroffenheit abzukapseln und hintanzustellen. Er formte aus seinen Fingern die Gestalt eines Nagetiers, das immer mehr Ähnlichkeit mit einem Quibbuck gewann, schließlich von seiner Hand sprang und wieselflink durch die Halle huschte, bis Cart das geistige Band aufgab, den Körper zerfallen ließ und die Psychoenergie wieder in sich aufsaugte. »Nun dein Gesellenstück«, sagte der Lehrmeister. »Du musst dich konzentrieren. Cart, soll Chrysalis aus dir entstehen und Leben gewinnen?« »Nein«, sagte Cart, »diesen Funken gebe ich ihr nicht.« Abrupt endeten die leisen, geflüsterten Unterhaltungen der Besucher. Es wurde totenstill im Saal. »Ich verlange von dir, Chrysalis zu formen«, sagte Barrett, die Stimme nicht mehr gedämpft, sondern klar und deutlich, laut und fordernd. »Nein, ich werde sie nie wieder formen. Auch nicht, wenn sie ihren zweiten Körper dringend zum Überleben benötigt, nach einem Unfall, weil ein Organ ersetzt werden muss und sie geklonte Organe abstößt.« Cart zögerte, ob geklont oder gebildet. »Nicht aus einer Laune heraus«, sagte er. »Du bezeichnest deine Prüfung als Laune. Du lehnst es ab, einem ausdrücklichen Befehl zu folgen, selbst wenn du nur auf diese Weise die Prüfung bestehst?« »Ja, auch dann nicht.« »Du kannst gehen«, sagte der Lehrmeister. »Wir werden beraten und dich später wieder hereinrufen.« Trotz des formellen Tonfalls kam Cart seine Stimme keineswegs kalt oder abweisend vor. Er musste in einem kleinen, abgedunkelten Raum warten. Zum ersten Mal seit vielen Jahren weinte er wieder. Er hatte die Prüfung nicht bestanden, seiner Familie damit Unehre bereitet, er hatte versagt. Vielleicht konnte er die Prüfung wirklich wiederholen. Nächstes Jahr, im Sommer vielleicht. Dann würde er eben im nächsten Herbst zur Weiterbildung zu einem anderen Habitat fliegen. Dann würde er die berufliche Laufbahn als Former erst ein Jahr später beginnen. Aber wollte er das überhaupt noch? Former werden? Mit jedem Werk, das er vollbrachte, auch gleich den Tod zu erzeugen? Jedes Leben ist dem Tod geweiht, wurde ihm klar. Jeder Geburt folgt der Tod. Es lässt sich nicht vermeiden. Es gibt kein Leben ohne den Tod. Schneller als erwartet rief man ihn in den Festsaal zurück. Nun waren auch die Publikumsränge hell erleuchtet. Die Gefahr, dass die Zuschauer ihn in seiner Konzentration stören konnten, bestand nicht mehr. »Ich habe versagt«, dachte Cart, während er wie benommen auf das Podest stieg, auf dem der Lehrmeister ihn erwartete. Doch Barretts Gesicht war offen, ohne Zorn oder Enttäuschung. Der Lehrmeister lächelte sogar. »Ich beglückwünsche dich, Cart«, sagte er und reichte ihm die Hand. »Du hast die Prüfung bestanden. Im Spätsommer dieses Jahres wirst du zu den Feuerfrauen fliegen, um deine Fähigkeiten zu verfeinern.« »Aber ich... Der Lehrmeister zwinkerte ihm zu, ohne dass das Publikum es bemerken konnte. »Du bist dir deines eigenen Todes bewusst geworden, Cart«, sagte er. »Damit hast du den entscheidenden Schritt vom Kind zum verantwortungsvollen Erwachsenen getan.
Und du hast begriffen, dass die Formertätigkeit eine Verantwortung mit sich bringt, der du nicht entfliehen kannst. Bei jedem Formen bringst du Leben, aber auch den Tod. Es muss dein Ziel sein, so viel Leben und so wenig Tod wie möglich zu erzeugen, ohne an dieser unmöglichen Aufgabe zu zerbrechen. Dann, der Sinn der Prüfung liegt nicht im Formen selbst. Das Formen beherrschst du. Er liegt darin, zu erkennen, ob du dir dieser Verantwortung bereits bewusst bist. Ich habe dich angeleitet, einen menschlichen Körper zu formen. Dabei habe ich keine Schuld auf mich geladen, denn als dein Ausbilder wusste ich, dass du den letzten Funken, der das Leben erst erzeugt, noch nicht geben kannst und damit auch keinen Tod. Du beherrschst das Formen schon seit langem, aber dieser Verantwortung wurdest du dir erst jetzt bewusst. Und Chrysalis? Flüsterte Kurt so leise, dass die Mikrofone seine Worte nicht mehr übertrugen. Sie hat von nichts gewusst, gab der Lehrmeister genauso leise zurück, aber ich bin sicher, sie wird verstehen. Und dann, wieder lauter, deine Familie kann dir jetzt gratulieren, Kurt, bevor wir den nächsten Kandidaten hereinrufen. Chrysalis war die Erste, die ihn beglückwünschte, mit einem strahlenden Lächeln. Es wurde dunkel und wieder hell, als die Serthaube sich langsam hob, und der Hausmeister sah auf der spiegelnden Oberfläche der Konsole wieder sein stählernes, bärenhaftes Antlitz. Es gefiel Kurt besser als das eines arkonidischen Jungen, der doch kein Arkonide war und es auch gar nicht sein sollte, sondern nur eine Anmutung davon. So, murmelte er. Was hat der Lord Admiral geraucht, als er dieses Szenario schrieb? Die Übungseinheit kam ihm eigentlich zu fantastisch vor, als dass sie von einem Arkoniden mit Extrasinn und Logiksektor stammen konnte. Kurt rief die Dateianhänge auf, überprüfte die historischen Verweise und fand tatsächlich eine Jahreszahl, 3112 alter Zeitrechnung, die ihm half, jene Episode in Atlans Leben ausfindig zu machen, die das Vorbild für diese Prüfung gewesen war. Alles hatte sich tatsächlich so ereignet. Nun ja, zumindest so ähnlich. In wichtigen Grundzügen. Ihn verwunderte, dass er diese Prüfung bestanden hatte. Er war eigentlich völlig ungeeignet für solche psychologischen Tests und ging davon aus, dass er diesen nur hatte bewältigen können, weil es dabei darum ging, auf etwas zu verzichten. Das war der Lerneffekt gewesen, und das konnte er mit seinen eingeschränkten Fähigkeiten gerade eben noch nachvollziehen. Aber das spielte keine Rolle. Wichtig war nur, dass auch dieses System des Zwischenreichs fehlerfrei funktionierte. Das zu gewährleisten war seine Aufgabe, und er erfüllte sie mit äußerster Hingabe. Nun hieß es erneut zu warten. In 18 Stunden würde er zu seiner nächsten Inspektion aufbrechen und wieder alle Systeme testen, falls er bis dahin nicht schon einmal den Tee richten sollte. Aber darauf hatte er als Hausmeister keinen Einfluss. Kurt wartete. Kapitel 10. Iwan Iwanowitsch Goratschin, 25. November 1551 NGZ. Der hohe Gast hatte sich nicht angekündigt. Admiralin Dessalin runzelte die Stirn, als sich das Schott öffnete und ihr persönlicher Berater die Zentrale der Iwan Iwanowitsch Goratschin betrat. Sein Auftritt war äußerst ungewöhnlich. Kaum ein Besatzungsmitglied des Schiffes wusste, dass er und seine Delegation überhaupt an Bord waren. Und wer davon wusste, hielt sie für technische Berater. Sie sah den Kommandanten an. Oberst Marok Ogilvy zuckte mit den Achseln. Er war offenbar über diesen Besuch ebenfalls nicht informiert gewesen und erhielt den ständigen Kontakt zu der Delegation, ahnte als einziger außer ihr, dass die Gäste mehr waren als nur das. Weshalb verließ Zuo sein Quartier? Etwas musste vorgefallen sein, etwas von außergewöhnlicher Bedeutung, selbst wenn sie bisher nichts davon wusste. Aber Zuo und die anderen hatten sich stets als gut informiert erwiesen.
Die Admiralin beobachtete aufmerksam, wie Zuo langsam zu ihrem Sessel schlurfte. Er war über 2 Meter groß und hager. Da er sich noch stärker gebeugt hielt als die anderen Angehörigen seiner Delegation, wirkte er schwach und so zerbrechlich, dass man glauben konnte, ihn mit einem leichten Schubser zusammenklappen lassen zu können. Aber der Schein trug. Das hatte sich schon längst festgestellt. Bei den wenigen anderen Gäonen, die ihn bislang zu Gesicht bekommen hatten, erweckte er den Eindruck, er sei harmlos und würde sich unterordnen. Doch der Salin hatte ihn längst durchschaut. In Wirklichkeit hatte er einen scharfen und höchst manipulativen Geist. Statt der bei vielen seiner Artgenossen beliebten kräftigen Farben trug er nur mit schmalen roten Streifen abgesetzte Grautöne, die den Eindruck erweckten, er hätte sich mit seiner Kleidung an die Uniformen der menschlichen Mannschaft angepasst. Aber auch das war ein psychologischer Schachzug, vermutete die Admiralin. Sie gab einem Besatzungsmitglied ein Zeichen und der Leutnant schob schnell einen Sessel heran und verankerte ihn gegenüber dem ihren und Ogilvys. Dann trat er respektvoll wieder zurück. »Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit«, sagte der alte Togondu und ließ sich in den Sessel sinken. »Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs?« fragte die Admiralin. »Mich überrascht, dass ich mich den Gäonen zeige, obwohl der Großteil der Besatzung der Iwan Iwanowitsch Goratschin nichts von unserer Anwesenheit weiß«, vollendete Zuo den Satz. Admiralin Amber des Salin nickte zögernd. Insgesamt 10 Togondu hatten sie an Bord genommen und bislang hatten sie darauf geachtet, ihre Anwesenheit nicht an die große Glocke zu hängen. Offiziell war die Expedition in die Milchstraße eine Mission der Gäonen, die sie selbst auf den Weg gebracht hatten und selbst verantworteten, dass die Togondu involviert waren, und wäre es nur im Hintergrund, sollte offiziell nicht bekannt werden. Die Admiralin vermied es, über diese Mitwirkung nachzudenken. Sie zog es vor, sich nicht selbst in die Tasche zu lügen. Nun, die Freundschaft zwischen unseren Völkern ist sprichwörtlich und es besteht kein Grund zu verheimlichen, dass wir den Gäonen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Außerdem nähert sich unsere Mission dem ersten Etappenziel. Es läuft weitgehend gut, nicht wahr? Dessalin überlegte genau, was sie darauf antworten sollten. Zuo erwies sich, selbstverständlich, wieder einmal als bestens informiert. Sie hatte keine Ahnung, auf welche Weise er seine Informationen bekam, aber er bekam sie. »Ja«, sagte sie schließlich, »alles verläuft nach Plan.« »Allerdings gibt es Opfer«, murmelte der Togondu nachdenklich. »Viele Opfer, und das auf beiden Seiten. Das Sterben muss enden. Dazu muss Monkey ausgeschaltet werden, wie wir es von vornherein geplant hatten, denn der Lord Admiral wird nicht kapitulieren, und er ist der größte Unsicherheitsfaktor.« »Richtig«, sagte Dessalin. »Die beiden Jäger sind ihm bereits auf der Spur.« »Ah«, machte Zuo. »Du weißt gar nicht, dass Mulroney getötet wurde?« Admiralin Dessalin atmete tief ein. Nein, davon wusste sie nichts. Sie bezweifelte den Wahrheitsgehalt von Zuos Behauptung keineswegs, sondern fragte sich, wie es möglich sein konnte, dass der Togondu in diesem Fall besser informiert sein konnte als sie selbst. »Jetzt weiß ich es«, sagte sie trocken. Zuo zog den Kopf und Oberkörper zurück und richtete alle 4 Daumen nach oben. Dessalin kannte die Togondu gut genug, um zu wissen, dass er damit seine Belustigung zum Ausdruck brachte und sie gleichzeitig um Entschuldigung für sein unsensibles Vorgehen bat. »Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ein Zeichen zu setzen«, fuhr der alte Togondu fort, »wie Monkey es getan hat, als er Agostina Septembers Namen nannte. Da stimmst du mit mir überein, Admiralin?« »Womit? Dass wir ein Zeichen setzen sollten oder dass der Lord Admiral ein Zeichen gesetzt hat, als er Agostinas Namen nannte?« »Mit beidem natürlich.«
Der Salin dachte kurz nach. Ja, mit beidem dürftest du recht haben. Dann habe ich einen Vorschlag, was dein weiteres Vorgehen betrifft, einen Rat, den du vielleicht als gut erachten wirst. Der Tugondu war ihr gegenüber nicht befehlsbefugt, das war klar vereinbart worden. Er war ihr Berater. Aber Desalin war nicht dumm, und sie schenkte diesem Berater ihr Ohr. Sein Rat war ihr wichtig. Nicht nur, weil die Tugondu seit jeher so viel für die Geonen getan hatten, sie seit jeher berieten, sondern weil sein Rat meistens gut und richtig war. Was schlägst du vor? Ich erachte Agostina Septembers Rettung zwar für wichtig, aber sie darf nicht oberste Priorität genießen. Das siehst du doch genauso. Ja, sagte die Admiralin, das sehe ich genauso. Dann empfehle ich dir, eine Ansprache zu halten, die mindestens ebenso weit verbreitet werden wird wie Monkeys Worte, wenn nicht sogar weiter. Quinto Center. Lord Admiral Monkey wandte den Blick nicht von dem Holo, das sich vor 5 Minuten gebildet hatte, aber lediglich die schwarzen Buchstaben ZSI auf gelbem Grund zeigte. Eine akzentfrei interkosmo sprechende Stimme hatte verkündet, dass Admiralin Amber des Salin in Kürze eine wichtige Erklärung geben und ein Friedensangebot unterbreiten würde. Bis zum Ende der Erklärung hatte der Sprecher eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Tatsächlich hatten die Invasoren unmittelbar darauf ihren Vormarsch unterbrochen und sämtliche Kampfhandlungen eingestellt. Bis auf wenige zu vernachlässigende Ausnahmen hatten auch die Uso-Agenten die Gefechtspause eingehalten. Monkey wusste mittlerweile, dass sämtliche noch funktionsfähige Holoprojektoren in Quinto Center gleichzeitig aktiviert worden waren. Offensichtlich hatte der Feind die vollständige Kontrolle über diese Kommunikationseinrichtung erlangt. Die gelb-schwarze Darstellung des Holos verblasste und wurde durch den Kopf und Oberkörper einer älteren Frau ersetzt. Monkey schätzte sie auf ungefähr 150 Jahre. Ihre Lippen in dem breiten Gesicht waren stark geschminkt, und ihre dunkelblonden Haare bildeten eine ordentliche, aber eher durchschnittliche Frisur. Ich bin Admiralin Amber des Salin, Expeditionsleiterin unseres Vorstoßes in die Milchstraße, sagte sie langsam. Dabei betonte sie jedes Wort. Und ich möchte klarstellen, warum wir Quinto Center angegriffen haben. Monkey sah Tempo und Guna an. Die Hasbrunerin und der Gatasa beobachteten die Frau genauso aufmerksam wie er. Sie legte eine kurze Kunstpause ein. Aber vorab, dieser Kampf muss enden, dieser Bruderkampf. Erneut ließ sie ihre Worte wirken. Bruderkampf? Monkey fragte sich, was die Admiralin damit sagen wollte. Fest stand, dass die Invasoren zumindest genetisch völlig menschlich waren. Vielleicht würde er jetzt erfahren, was das für eine Bedeutung hatte. Dann sprach die Admiralin mit Nachdruck und Überzeugungskraft weiter. Monkey ging davon aus, dass sie ihren Zuschauern nichts vormachte, von ihren Worten absolut überzeugt war. Die dahinterstehende Hoffnung, den gewünschten Eindruck zu erzielen und auch die Gegenseite zu überzeugen, konnte er beinahe mit Händen greifen. Quinto Center wird aktuell vom zweiten Solaren Imperium angegriffen, jedoch nicht, um Quinto Center zu zerstören, sondern um es zu retten. Vom zweiten Solaren Imperium? Dieser Begriff sagte Monkey gar nichts, doch er würde bei allen Uso-Mitarbeitern in Quinto Center einschlagen wie eine Bombe. Dieser Begriff ist Ihnen völlig unbekannt, fuhr die Frau fort. Ich will Ihnen kurz erläutern, womit Sie es zu tun haben. Dazu muss ich ein wenig in die Vergangenheit zurückgreifen. Wieder eine Pause, diesmal aber eine ganz kurze. Die Admiralin verstand sich darauf, das Interesse bei ihren Zuhörern hochzuhalten. Im November 3440 alter Zeitrechnung operierte die Orion, ein Schiff der Flotte des Solaren Imperiums, unter dem Kommando von Maeva Aponte in der Randzone der Milchstraße.
Als am 29. November 3440 der Schwarm unserer Heimatgalaxis erreichte und damit bekanntlich die Verdummung einsetzte, untersuchte sie gerade das Kurikaberis-System, 8816 Lichtjahre vom Solsystem entfernt. Diese Daten sind allgemein zugänglich und können von Ihnen überprüft werden. Ein erster Schwachpunkt, dachte der Obstauner. Diese Aufforderung ist sinnlos. Wenn die Daten allgemein zugänglich sind, hätte die Admiralin sie jeder Positronik entnehmen können. Im Jahr 3441 drohte die Orion aufgrund der Verdummung der Besatzung in die Sonne zu stürzen, doch die Veleton, ein Raumschiff des Gondunats, hatte die Vorgänge in der Milchstraße beobachtet und die Orion entdeckt. Kommandant der Veleton war der Togondu Septol. Die Veleton nahm die Orion in Schlepp und brachte sie in die Galaxis Sefcoris. Dort wurde die Besatzung des schwer beschädigten Schiffes auf dem Planeten Gaeon angesiedelt. Die Schiffszelle der Orion wurde als erstes Baumaterial verwendet und ausgeschlachtet. Die Vielzahl neuer Begriffe forderte Monkeys Konzentration. Im Geist reimte er sich sämtliche genannten Fakten zu einem stimmigen Bild zusammen. Offensichtlich hatte es die Besatzung eines terranischen Schiffs in eine andere Galaxis verschlagen, in der auch die ihm unbekannten Togondu lebten. Die Besatzung der Orion wuchs, und ihre Nachkommen gründeten das zweite solare Imperium, das in Sefcoris einen ungeahnten Aufschwung nahm. Von Anfang an waren die Gäonen der Superintelligenz S kritisch gegenüber eingestellt. S hatte die Menschheit bei der Ankunft des Schwarms im Stich gelassen und war geflohen, genau wie S in diesen Tagen versagt und die Menschheit mit ihren Problemen allein lässt. S? Dachte der Lord Admiral, welche Rolle spielt die Superintelligenz bei alledem? Aber die Worte der Admiralin trafen insofern zu, als dass S seine Mächtigkeitsballung angeblich aufgegeben hatte und offensichtlich spurlos verschwunden war. Er ließ die Worte auf sich wirken und verspürte fast so etwas wie Ungeduld darauf zu erfahren, wie es weitergegangen war. Das zweite solare Imperium warf einen ganz eigenartigen Blick auf die Milchstraße und der Lord Admiral würde diese Perspektive umfassend analysieren, aber zuvor musste er so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Da jederzeit zu befürchten war, dass die Superintelligenz erneut versagt, sollte für diesen Fall in Sefcoris eine Art Backup für das solare Imperium entstehen, das über eine gut ausgebildete, kampfstarke und kampferprobte Flotte verfügt. Das zweite solare Imperium. Monkey hielt die Luft an. Das zweite solare Imperium, dessen Truppen gerade versuchten, Quinto Center zu übernehmen. Im Nachhinein, fuhr die Admiralin fort, war es geradezu eine Gnade, dass es die Gäonen in die Galaxis Sefcoris verschlagen hat. Dort konnten sie wie in einer Oase das Geschehen in der Milchstraße beobachten und sich unbeeinflusst vom Wanderer und dessen Agenten entwickeln. Sie können deshalb die Lage frei und logisch beurteilen. Zumindest eine interessante Sicht der Dinge. In Zukunft soll Quinto Center, dieses Nervenzentrum der Milchstraße, wieder allein der Menschheit dienen. Es darf nicht mehr offen oder verdeckt irgendwelchen Handlangern des Wanderers dienen, jener Entität, die nun als Superintelligenz S bekannt ist. Das zweite solare Imperium übernimmt Quinto Center und bietet den USO-Mitarbeitern die Möglichkeit der Kapitulation an. Kapitulieren die Führungskräfte von Quinto Center, muss Lord Admiral Monkey, den der Wanderer durch den Zellaktivator zu seinem Sklaven gemacht hat, wegen all der Verfehlungen, wegen des Irrwegs, auf den er Quinto Center geführt hat, mit sofortiger Wirkung abgesetzt werden. Im selben Moment werden die Kämpfe aufhören, wird das Sterben aufhören. Bitte ergreifen Sie diese Chance
USO-Spezialisten. Kapitel 11 Quinto Center, 25. November 1551 NGZ. Der rote Punkt leuchtete immer heller in Fräulein Septembers Helmdisplay. Er näherte sich den Koordinaten, die seine Zwillingsschwester durchgegeben hatte. Der bislang letzte telepathische Kontakt hatte ihn stärker mitgenommen als jeder zuvor. Er hatte die Not gespürt, die Agostina empfand ihre Angst, ihre Panik. Verzweifelt bemühte er sich, ruhig zu bleiben und sich zu konzentrieren, doch es wollte ihm nicht gelingen. Immerhin wusste er nunmehr, sie wurde von 2 USO-Spezialisten verfolgt, die ihre Spur vor geraumer Weile aufgenommen hatten, hatte sie aber abgeschüttelt und sich irgendwo verkrochen. Wo? Immerhin hatte er das Lemi-Danger-Denkmal ausfindig gemacht. Es stand in der Mitte eines großen Parks, wie es sie in Quinto Center zu Hunderten gab. September kannte den legendären Agenten selbstverständlich, aber das Denkmal kam ihm sehr seltsam vor. Im Prinzip bestand es aus dem 2 Meter hohen Kopf und Oberkörper eines umweltangepassten des Artrusas Melbar Kasom, dem Begleiter Lemi Dangers. Auf der ausgestreckten Hand hockte Lemi Danger selbst und sah seinen großen Kollegen an. Offensichtlich waren die beiden in ein Gespräch vertieft. Der grünhäutige Winzling hatte die Arme gespreizt und war mitten in heftigem Gestikulieren erstarrt. 222,11 Millimeter groß war er gewesen, mit einer Schulterbreite von 63,32 Millimetern und einem Gewicht von 852,18 Gramm. Sein Denkmal war um das 10-fache vergrößert. 2,22 Meter wäre er groß gewesen, hätte er gerade gestanden, was aber nicht der Fall war. Dennoch erzielte die Darstellung Wirkung. Das im Gegensatz riesige Gesicht Kasums verdeutlichte Dangers Ausmaße besser, als jeder Holo-Vergleich es vermocht hätte. General Lemi Danger, 2234 bis 3102, las September die Holo-Inschrift. Ehemann von Mitra, geliebter Vater von insgesamt 18 Söhnen und Großvater von 352 Enkeln. Ruhe in Frieden. War dieses Denkmal vielleicht sogar Dangers Grabstätte? Soweit September wusste, war er in Quinto Center gestorben. War er an diesem Ort zur Ruhe gebettet worden? September rief sich zur Ordnung. Das spielte nicht die geringste Rolle. Er sah sich um, konnte Agostina nirgends entdecken, genauso wenig wie ihre beiden Verfolger. Sie war klug und hat sich versteckt, dachte September. Verdammt, wo blieb die Verstärkung, die er angefordert hatte? In Quinto Center ging alles drunter und drüber. Er hätte auf sie warten können, aber das hatte ihm zu lange gedauert. Es war verständlich, dass die Soldaten bislang nicht eingetroffen waren. Selbst er als Kommandant des Quinto-Einsatzkommandos hatte genau überlegen müssen, wo er die Leute abziehen sollte. Überall wurde gekämpft. Und er musste dankbar sein, dass Admiralin Dessalin ihn überhaupt mit so umfassenden Vollmachten ausgestattet hatte. Schließlich war seine Zwillingsschwester mehr oder weniger seine Privatangelegenheit und offiziell nichts anderes als ein Undercover-Agent unter vielen. Fräulein September überprüfte die Systeme seiner Rüstung. Sie arbeiteten einwandfrei. Er aktivierte die eingebauten Holoprojektoren, die Gegnern angreifende Roboter, Geonen oder Tiere vorspiegeln konnten. Alles, was ein Soldat sich einfallen lassen mochte. Er entschied sich dafür, weitere Soldaten zu projizieren, um den Feind zu verwirren, und schickte die Miniaturdrohnen aus, die diese holographischen Trugbilder erzeugten. Die sogenannten Holobasen verliehen den Holos einen Anflug von Realität. Die Ortungsgeräte des Feindes würden biologische Daten anmessen, Körperwärme, imitierte Energie, Hyperenergie und Funksprüche. Die Holobasen konnten sogar Laute erzeugen, Klänge, Klangkulissen. Der Feind musste nun glauben, es mit einem halben Dutzend Geonen zu tun zu haben, die sich dem Park näherten. Meine Verstärkung, dachte September sarkastisch. Wenn sie nicht eintrifft, schaffe ich sie mir eben selbst. Dann aktivierte er sämtliche Ortungssysteme der Rüstung.
Der Individualtaster verriet ihm, dass es in dem großen Park vor Lebenszeichen wimmelte. Dort hausten viele kleine Tiere, die man ausgesiedelt hatte oder die auf irgendeine andere Art und Weise in dem kleinen Biotop heimisch geworden waren. Impulse höherrangiger, intelligenter Lebewesen fing er allerdings nicht auf. Ebenso wenig wie Energieemissionen. Möglich, dass die Seruns der beiden Feinde sie abschirmten. Es war auch denkbar, dass sie die Systeme ihrer Kampfanzüge weitgehend deaktiviert hatten, um unbemerkt zu bleiben, aber eher unwahrscheinlich, nicht während einer Kampfhandlung. Aber vielleicht hatte Agostina ihren Serun, falls sie einen trug, bis auf die wichtigsten Tarnfunktionen ausgeschaltet. Vielleicht hatte sie sich irgendwo verkrochen, Schutz in einer Höhle oder einer Bodenvertiefung gesucht. Er stand noch auf Empfangen, hatte nicht umgeschaltet, damit Agostina ihn jederzeit erreichen konnte. Sie war nicht dumm, würde sich hüten, ihre Telepathie jetzt einzusetzen, weil sie wusste, dass sie ihn damit zumindest für ein paar Sekunden außer Gefecht setzen und ihm so einen entscheidenden Nachteil bereiten würde. Er versuchte, sich in seine Zwillingsschwester hineinzuversetzen und sich vorzustellen, was sie in dieser Situation tun würde. Plötzlich wusste er es. Sie würde ein gewisses Risiko eingehen müssen, was eigentlich gar nicht ihrem Naturell entsprach. Als zweieiige Zwillinge waren sich Agostina und er nicht ähnlicher als normale Geschwister. Ihre Charaktere hatten sich deutlich unterschiedlich entwickelt. Agostina war vorsichtig und besonnen. Fräulein neigte zum Draufgängertum. Agostina war beherrscht. Fräulein musste oftmals gegen aufwallende Gefühle ankämpfen. Wiederum hatte Agostina nichts von dem Misstrauen, mit dem Fräulein den meisten anderen begegnete. Sie war offen, blieb dabei aber ihren Prinzipien treu. Nun musste sie über ihren Schatten springen, wenn sie überleben wollte. Er stieg in die Höhe, flog mit niedriger Geschwindigkeit über den Park. Ihm war unwohl dabei, er bot eine ideale Zielscheibe für die beiden Uso-Spezialisten, die seine Zwillingsschwester jagten. Aber er verließ sich auf die Systeme seiner Rüstung, die schneller eingreifen würden, als er reagieren konnte. Gleichzeitig begann er eine lautstarke Unterhaltung mit einem der 5 Holos, die er erzeugt hatte. Unvermittelt brach unter ihm der Erdboden auf. Glühende Humusbrocken flogen meterweit, ein Strauch geriet in Brand, dann eine kleine Baumgruppe. Agostina schoss in den niedrigen Himmel über dem Park. Sie trug einen Serun, wie er es vermutet hatte. Gleichzeitig schlugen die beiden Uso-Spezialisten zu. Sie hatten ihre Kampfanzüge heruntergefahren und nun wieder aktiviert, jagten aus ihrer Deckung, folgten seiner Schwester und eröffneten gleichzeitig das Feuer auf ihn und die 5 Hologramme. Er musste schnell handeln. Sein Vorteil war nur von kurzer Dauer. Die beiden Spezialisten würden sehr schnell herausfinden, dass es sich bei seinen Begleitern um Holos handelte und lediglich einer der 5 Angreifer echt war. Fräulein eröffnete seinerseits das Feuer auf einen der beiden Uso-Spezialisten, der verwirrt ein Ziel nach dem anderen anvisierte und bei keinem Erfolg erzielte. Den Schuss, der ihn traf, verkraftete sein Schutzschirm problemlos. Agostina jagte in halsbrecherischem Flug über den Park hinweg zu Lemi Dangers Denkmal. Der andere Spezialist folgte ihr, nicht bereit, seine Beute aufzugeben. Seine Schwester erreichte die Statue, flog dicht unter der ausgestreckten Hand Melba Kasums hindurch, auf der der grüne Siganese hockte, ein Manöver, das schon einen gewissen Mut erforderte. Ihr Verfolger zögerte kurz, verließ sich dann aber auf die Fähigkeiten seines Seruns und nahm den gleichen Weg, statt über die Hand hinweg zu fliegen. Fräulein September riss die Waffe herum und schoss. Er zielte und traf. Nicht den Uso-Agenten, sondern das Gelenk der Hand, die den 10-fach vergrößerten Siganesen trug. Er trennte es mit einem sauberen Schnitt ab, und es stürzte zu Boden, genau auf den Uso-Spezialisten, der gerade darunter flog. Mit einem dumpfen Donnerschlag prallte die Hand mitsamt Danger auf den Boden und begrub den Uso-Agenten unter sich.
Fräulein grinste breit. Uso-Spezialist über 2000 Jahre nach dessen Ableben von General Lemmy Danger getötet. Das wäre doch mal eine Schlagzeile. Er drehte sich mitten im Flug um und nahm den verbliebenen Uso-Spezialisten unter Beschuss. Der Mann hatte noch nicht herausgefunden, bei welchem seiner Angreifer es sich um die echte Person und bei welchen nur um Holos handelte. Fräulein wechselte den Feuermodus des Quintstrahlers, schaltete permanent zwischen Narkose, Nervenschock, Desintegrator, Thermo und Impuls um. Gleichzeitig hielten er und alle Holos auf den Agenten zu. Nun war er ganz sicher, dass sein HÜ-Schirm jedweden Treffer ablenken würde. In ungebremstem Flug rammte er dem Agenten das Vibro-Bajonett in die Brust, das lange Hochleistungs-Vibratormesser, das an der Spitze der Waffe steckte und problemlos durch Metall um Metallplastik schnitt. Geräuschlos stürzte der Feind zu Boden. Fräulein drehte sich in der Luft einmal um die Achse, sah Agostina, flog zu ihr und setzte neben ihr auf. 18 Jahre, murmelte er. Nein, eigentlich 21. Er ging die letzten Schritte zu ihr, sah sie an, umarmte sie, schloss die Augen, versuchte ihren Geruch wahrzunehmen, strich dann mit einer Hand über ihr Gesicht. 18 Jahre hatte der Abgrund zwischen den Galaxien sie voneinander getrennt. Und auch die nächsten 3 Jahre hatten sie sich nicht ein einziges Mal gesehen. Agostina war damals schon in der USO gewesen, das hieß aber nicht, dass sie jahrelang ununterbrochen in Quinto Center gewesen wäre. Wann immer sie das Hauptquartier verlassen hatte, aus privaten Gründen auf Urlaub, um an einem Forschungsprojekt teilzunehmen oder in einen Einsatz zu gehen, hatte sie sich, sozusagen, mit ihrem Bruder getroffen, allerdings ohne ihn direkt und persönlich Auge in Auge zu sehen. Sie hatten sich immer nur ausgetauscht, mussten sich dank ihrer telepathischen Kräfte dazu nicht begegnen, waren unauffällig geblieben. Sie hatten unter der Trennung gelitten. Sie hatten stets viel füreinander empfunden, hatten eine enge Bindung, und die lange Zeit der Trennung während Agostinas Reise und Einsatz hatte beide geschmerzt. Da klar war, dass der Verlust gelegentlich in ihr hochkommen würde, gehörte zu Agostinas Tarnpersönlichkeit auch ein verstorbener Bruder. Nun hielt er sie wieder in den Armen. Aber ihnen blieb keine Zeit, ihr Wiedersehen zu genießen. Das würden sie auf später verschieben müssen. Fräulein löste sich von seiner Zwillingsschwester. »Wir müssen hier weg«, sagte er. »Admiralin Dessalin hat uns die Erlaubnis erteilt, Quinto Center zu verlassen. Wir müssen uns zu den Hangars durchschlagen oder zumindest in eine Sektion des Stützpunkts, die fest in unserer Hand ist.« »Ich weiß«, sagte Agostina und folgte ihrem Bruder zum Eingang des Parks. Quinto Center. Monkey ging mit abgehackt anmutenden Bewegungen in dem kleinen Raum umher, drehte sich vor der Wand ruckartig um, als hätte er kurzzeitig die Kontrolle über seinen Körper verloren, ging zurück bis zur anderen Wand und kehrte wieder um. Auf halber Höhe des Raums blieb er vor dem Computerterminal und dem Holoprojektor stehen. Die dreidimensionale Darstellung von Admiralin Amber Dessalin war gerade erloschen, ihre Worte verklungen, doch der Lord Admiral starrte auf die Stelle, an der das Holo sich bis vor wenigen Sekunden befunden hatte, als wäre es noch vorhanden. Dieses Verhalten war völlig untypisch für den Chef der USO. Für Dollering Tempo war es ein Indiz dafür, unter welcher Belastung Monkey stand. Seit wann hatte er nicht mehr geschlafen? Sogar ein Zellaktivatorträger kam nicht tagelang ohne jeden Schlaf aus. Abrupt drehte der Obstorner sich zu der Hasbronerin und dem Gathaser um. Die Admiralin hat recht. Nitschi Laguna bemühte sich, den Lord Admiral mit allen 4 Augen ins Visier zu nehmen. Was schlagen Sie vor? Eine Kapitulation ist die einzige Möglichkeit, die Kämpfe zu beenden. Wir sind den Invasoren unterlegen, können sie nicht besiegen. Wir können nicht einmal ihre Ressourcen einschätzen. Der Gathaser wiegte den scheibenförmigen Kopf hin und her, als litte er unter einer Gleichgewichtsstörung. Mir fällt kein anderer Ausweg ein. Es gibt keinen, warf
Quintech Tempo ein. Nicht, wenn wir sinnloses Blutvergießen vermeiden wollen. Wir müssen uns lediglich überlegen, wie wir die Kapitulation abwickeln, sagte Monkey. Sir? Sagte der Kartaser. Sie werden offiziell kapitulieren, Kommandant. Sie werden behaupten, mich seit Stunden nicht mehr gesehen zu haben und nichts über meinen aktuellen Verbleib zu wissen. Ich könnte tot sein oder verschollen. Sie haben nicht vor, den Kampf um Quintus Center aufzugeben, Sir? Monkey sah den Kartaser lediglich mit seinen künstlichen Augen an. Sie werden sich über die bestehende Holo-Verbindung an diese Admiralin wenden. Dann werden Sie die Waffenruhe von Seiten der USO bestätigen, unsere Leute auffordern, sie einzuhalten und unsere Kapitulation erklären. Und Sie, Lord Admiral? Wie gesagt, Sie haben mich seit Stunden nicht mehr gesehen. Verstanden, Sir. Die gelbe Kreatur der Lüge stehe mir bei. Monkey gab der Hasbronerin ein Zeichen. Sie begleiten mich, Tempo. Verstanden, Sir. Sie folgte dem Lord Admiral zur Tür. Kapitel 12 Quinto Center. Monkey verfolgte die Kapitulation auf einem Holo, das, wie die Rede der Admiralin, flächendeckend in Quintus Center übertragen wurde. Als Ort der Übergabe hatten Kommandant Guna und Admiralin Dessalin einen gut zugänglichen Ort gewählt, einen großen Platz auf dem Campus einer USO-Ausbildungsstätte für angehende Spezialisten. Diese freie Fläche lag am Rand einer Sektion von Quintus Center, die die Invasoren erobert und gesichert hatten. Der angrenzende Abschnitt wurde noch von der USO beherrscht. Admiralin Dessalin und Kommandant Guna betraten den Platz gleichzeitig. Die Admiralin wurde von 5 Soldaten und 15 Kampfrobotern begleitet. Der Kommandant kam allein und mit ungeladenem Kombistrahler, wie er zugestanden hatte. Er hatte per Holo den Waffenstillstand bestätigt und die Kapitulation erklärt, doch die Admiralin hatte auf einer offiziellen Übergabe bestanden. Der Kartaser konnte sie verstehen. Ihre Truppen benötigten einen offiziellen Akt, eine kleine Zeremonie, die ihnen endgültig klar machte, dass sie gesiegt hatten und der Einsatz von Waffen überflüssig geworden war. Kampfeinsätze wie der Angriff auf Quintus Center entwickelten schnell eine Eigendynamik, fraßen sich in den Köpfen der Teilnehmer fest. Es war auch in Gunas Sinn, dass sie sich nicht zu tief eingraben konnten. Es fiel dem Kartaser offensichtlich immer schwerer, der Admiralin entgegenzugehen. Dann richtete Guna sich zu seiner vollen Größe von weit über 2 Metern auf, hielt sich so kerzengerade, als hätte er gerade seine Waffe verschluckt und beschleunigte seine Schritte wieder. Als Guna die Mitte des Platzes erreicht hatte, blieb er stehen und wartete, bis die Admiralin ihn erreichte. »Ich bin USO-Spezialist Nichila Guna, amtierender Kommandant von Quintus Center. Im Namen und mit der Berechtigung unseres gefallenen Kommandanten Nestor Pomeroy erkläre ich hiermit die Kapitulation sämtlicher USO-Angehöriger von Quintus Center.« Er zog den Kombistrahler und hielt ihn der Admiralin mit beiden Händen hin. Amber Dessalin zögerte kurz, als müsste sie über die Worte des Kartasers nachdenken, als suchte sie verborgene Fallstricke, darin unklare Formulierungen, mit denen man den gesamten Vorgang für ungültig erklären konnte. Sie fand anscheinend keine, streckte beide Hände aus und nahm die Waffe entgegen. »Damit gehört Quintus Center den Gäonen«, sagte Nichila Guna. »Damit gehört Quintus Center den Gäonen«, wiederholte Admiralin Dessalin und trat zurück. »Nehmt den Kommandanten in Gewahrsam.« Der Kartaser ließ sich widerstandslos von den Robotern umzingeln und abführen. »Sie sind kein Untergebener des Kommandanten von Quintus Center«, sagte Quintech Dollering Tempo. »Ich hingegen schon, Lord Admiral. Ich fühle mich der Kapitulation verpflichtet.« »Wenn es Ihnen dann besser geht.
Ich enthebe Sie hiermit Ihres Rangs und Postens in der Abteilung KC3 und ernenne Sie zu meiner persönlichen zivilen Beraterin. Die Hasbronerin seufzte. Warum jetzt, Sir? Das Spiel ist verloren. Falls wir von den Geonen ergriffen werden sollten, müssen wir mit Sanktionen, mit allem rechnen. Sie als Lord Admiral vielleicht nicht, aber ich auf jeden Fall. Quintus Center hat kapituliert und ihre Argumentation ist eine Wortglauberei, auf die Admiralin Dessalin nichts geben wird. Die Geschichte schreiben die Sieger. Das Spiel ist nicht verloren, erwiderte Monkey. Es hat gerade erst begonnen. Tempo strich sich verklebtes Fell aus dem Gesicht. Sir? Man wird uns nicht ergreifen, das garantiere ich Ihnen. Würden Sie mich ins Bild setzen, Sir? Sie haben einen Hintergedanken, oder? Hintergedanke ist zu viel gesagt, die gute Köchin. Sir? Diese Agostina September ist eine wichtige Figur bei der Eroberung von Quintus Center. Die beiden Spezialisten, die ihre Spur aufgenommen haben, melden sich nicht mehr. Das kann nur eines bedeuten. Sie sind tot, vermutete die Hasbronerin. Es sieht so aus, als wollte die gute Köchin sich von Quintus Center zurückziehen, offensichtlich auf das feindliche Schiff. Vielleicht hat die Kapitulation diesen Rückzug verzögert. Können Sie herausfinden, ob sie sich noch in Quintus Center aufhält? Es kann eine Weile dauern. Die Quintech zeigte auf das Positronik-Terminal, mit dem sie sich bei Cannon einhacken musste. Ich kann versuchen, eine Lücke in den Sicherheitsprotokollen zu finden. Bis weit nach oben komme ich nicht, aber das muss ich vielleicht auch gar nicht. Monkey nickte. Beeilen Sie sich trotzdem. Ich habe etwas, Sir. Tempo schaute von dem Terminal auf. Einen Funkspruch, in dem Agostina September nachfragt, ob der Rückzugsbefehl noch immer gilt. Wie alt ist er? Ein paar Minuten, Sir. Können Sie mit Hilfe des Funkspruchs Ihre Position bestimmen? Die Hasbronerin verzog das Gesicht. Ist bereits geschehen, Sir. Agostina September ist auf dem Weg zu den Hangars. Offensichtlich plant sie Quintus Center mit einem Beiboot der Invasoren zu verlassen. Warum nicht mit einem Transmitter? Das ginge viel schneller. Quintech Tempus Nase zuckte. Vielleicht ist keiner in der Nähe, den sie für ihre Zwecke einsetzen kann. Oder sie weiß ganz einfach nichts von den Transmittern, kennt zumindest keine genauen Koordinaten. Wir haben das Transmitternetz nicht grundlos geheim gehalten. Können wir sie vorher abfangen? Fragte der Lord Admiral. Problemlos. Dann schlagen wir jetzt zu. Monkey vergrößerte mit seinen künstlichen Augen das Bild und zoomte dann die beiden Personen näher heran. Agostina September war nicht allein. Sie wurde von einem der Invasoren begleitet, der eine schwere Handfeuerwaffe umklammert hielt. Ein persönlicher Leibwächter? Die beiden hatten den Außenbezirk zu den Hangars fast erreicht. Der Lord Admiral und Tempo hätten die Zwillinge niemals eingeholt, hätten sie nicht das geheime Transmittersystem nutzen können. Die beiden Invasoren wirkten nervös. Immer wieder schauten sie sich um. Monkey bezweifelte nicht, dass die Ortungsinstrumente ihrer Kampfanzüge auf Hochtouren arbeiteten, aber das half ihnen nicht viel. Die Lage in Quintus Center hatte sich seit der Kapitulation beruhigt. Truppen der Geonen rückten vor, um Schlüsselpositionen zu besetzen, und Angehörige der USO folgten den Aufrufen, an zentralen Sammelstellen ihre Waffen abzugeben, zumindest die, die sie am Leib trugen. In dem ausgehöhlten Zwergmond gab es genug Waffenlager, um alle Spezialisten und Agenten 5-fach neu auszustatten. Wieder kam dem Pärchen eine Gruppe von Quintechs entgegen. Der Mann verstärkte den Griff um seinen Quintstrahler und hob die Waffe leicht an, doch die USO-Mitarbeiter achteten gar nicht auf die beiden und gingen schweigend an ihnen vorbei. Ihre Körpersprache verriet eindeutig, wie mutlos und niedergeschlagen sie waren. Monkey wusste nun, wie er vorgehen würde. Er schaltete auf Normalsicht um und verließ seine Deckung, den Eingang eines Verwaltungskomplexes, der auf die breite Straße mündete, die die beiden nutzten. Langsam ging er ihnen entgegen,
hielt den Kopf gesenkt und die Schultern gekrümmt wie ein USO-Mitarbeiter, der nur noch eine dunkle Zukunft vor sich sah. 20 Meter noch, 15, dann war er auf gleicher Höhe mit seinen Zielobjekten. 10 Meter. Etwas musste den Verdacht des Mannes geweckt haben. Vielleicht Monkeys olivfarbene Haut. Allzu viele Oxtorner gab es in Quinto Center nicht. Er musterte Monkey misstrauisch und in seinen Augen flackerte das Misstrauen auf. Im gleichen Atemzug wollte er die Waffe hochreißen, doch es war längst zu spät. Der Lord Admiral war mit einem Satz bei ihm, schneller als der Mann seine Rüstung oder Agostina ihren Serun aktivieren konnten. Er wirbelte herum und holte aus, schlug nur mit einem Bruchteil seiner Kraft zu, traf den ungeschützten Hals. Agostinas Begleiter riss die Augen auf, rang vergebens nach Atem und brach zusammen. Schon hatte Monkey Agostina selbst erreicht, wirbelte sie herum, legte ihr den Arm um den Hals. Ein heftiger Ruck und ihr Genick würde brechen. »Den Serun ausziehen«, flüsterte er. Zitternd gehorchte Agostina. Während sie sich aus dem Kampfanzug schälte, ließ er den Mann auf dem Boden nicht aus den Augen. Er war bewusstlos, konnte aber schneller aufwachen, als es dem Lord Admiral lieb war. »Bitte töten Sie ihn nicht«, flüsterte Agostina. »Er ist mein Bruder.« Spielte es ihm etwas vor? Sie war ausgebildete USO-Spezialistin in waffenlosen Kampftechniken wie im Umgang mit der Waffe geschult, und sie zitterte vor ihm und bat um das Leben des Besiegten? Nun ja, als USO-Agentin hatte sie gelernt, stets vernünftig vorzugehen, und sie wusste, dass sie gegen einen Oxtorner keine Chance hatte. Vielleicht war das der Versuch, ein kleines Psychospiel aufzuziehen. Schneller als sie reagieren konnte, ließ er sie los, bückte sich, hob Septembers Waffe auf und fasste sie bereits wieder mit der anderen Hand an der Schulter. »Wer sagt denn, dass ich Ihren Bruder töten will?« fragte er. Er war kein kaltblütiger Mörder. Wenn die Möglichkeit bestand, einen Feind auszuschalten, aber sein Leben zu schonen, tat er es. Etwas anderes war es, wenn man ihn mit 20 Soldaten und Robotern in die Enge trieb, um ihn zu töten. Sie sah ihn an, versuchte den Blick zu halten, senkte ihn dann aber. »Werden Sie mich töten?« Hielt sie ihn für ein Monster? Oder war das nur Teil ihres Spiels? Er verstärkte den Griff um ihre Schulter, bis sie zusammenzuckte und das Gesicht verzog. Er sah sich um. Niemand hatte den Zwischenfall bemerkt. Langsam führte er sie von der Straße weg zum Eingang des Verwaltungskomplexes, an dem Quintech Tempu auf sie wartete. »Nein, ich bringe uns an einen Ort, an dem wir in Sicherheit sein werden.« Sie schaute zu ihm hoch. »Es gibt keine Sicherheit in Quinto Center, nicht für Sie und auch nicht mehr für mich, trotz der Kapitulation. Ich bin eine Verräterin. Alle USO-Mitarbeiter hassen mich.« »Doch«, widersprach Monkey, »es gibt Sicherheit. Ich bringe Sie in mein Zwischenreich.« Ende. Lord Admiral Monkey, der unsterbliche Oxtorner, musste sich auf seinem eigenen Territorium geschlagen geben und in den Untergrund abtauchen. Wie wird er nun agieren? Und was haben die neuen Herrscher von Quinto Center vor? Uwe Anton setzt die Abenteuer Monkeys im Roman der folgenden Woche fort. Band 2933 wird unter folgendem Titel erscheinen: Monkey im Zwischenreich.